guys want us to hurry up or keep going? Hopefully you guys liked it. All right, gentlemen, fire up. Try and keep up. So, herzlich willkommen zum Citizencon Tag. Citizencon Stream heute von mir. Restream von Ding. Bei mir schon der Matthias und der Röders. Servus, Matthias und Röders. Hey. Sehr schön. Also, mal sehen, was wir heute leben. Jetzt werden wir ein bisschen Warmmachphase sozusagen vom Stream. Vielleicht ganz kurz auch mal in Star Citizen rein, aber der Stream fängt ja in 1 Stunde und 9 an. Und hi Matthias, Matze meine ich, und Epic Matze. Servus, ja. 1 Stunde 9 fängt der Stream an und dann gibt es ja den Schedule hier, wann es anfängt. Also ich glaube 11 war 20 Uhr fängt es richtig an, ne? 9 Uhr fängt der Vorstream, glaube ich, von CHG an. Habe ich das richtig im Kopf? Ich hoffe doch. Ja, 9 Stunden. Ich glaube, bis dann 20 Uhr. Er hat irgendwas mit Pre-Show gesagt, gestern in einem kurzen Video, der Jared, also die haben gestern kurz so eine Testaufnahme gemacht. Echt, habe ich gar So ein nicht Livestream. Ja, doch, mehrmals, um das Audio zu synken. Das ist sehr gut, dass sie es diesmal machen, weil das haben sie davor, glaube ich, vielleicht haben sie es davor auch schon mal gemacht, aber nicht so oft. Okay. Also, dann ist ja gut, wenn sie vorher getestet haben. Ich habe jetzt nicht viel getestet. Ich hoffe, dass alles läuft, dass alle gut verstanden werden. Also wenn Matthias und der Ich sehe gerade Live-Bilder vor Ort. Es bewegt sich was bei der Schlange. bei welchem guckst Hexenwerk? Ich schaue beim Hexenwerk zu, ja. Genau, dann habe ich noch nicht abgesprochen. Ich wollte noch fragen, ob ich ihn auch ab und zu restreamen darf in meinem Stream. Natürlich ohne Gewähr. Leider habe ich nicht hinbekommen, einen deutschen Untertitel hinzukriegen. War ich dran. Darf ich das bei dir reinlinken? Ja, reinlegen darfst du auf jeden Fall. Link das rein, da kann man mal kurz live reinschauen. Ja gut, restreamen darf ich es ja nicht, aber... Ja, restreamen nicht, aber die Leute im Chat hier können live reinschauen. Wir können dann parallel mal gucken. Er ist live, dann frage ich ihn jetzt gerade mal... Ich glaube, sein Discord habe ich nicht. Hat er nicht einen Discord gehabt? Ich meine, ich wäre es. Der hat einen Discord auch, ja. Das ist cool, Cosplay-Leute sind da auch unterwegs. Dann guck ich mal... wo steht denn sein Discord vom Hexen... Ach, da steht's. Dort. Ich dachte, ich hätte sein Discord schon. Ja, vielleicht Profis auf YouTube direkt. Vielleicht sieht das. Ach, was habe ich denn jetzt gemacht? So. Ja, ich wollte ihn halt direkt schreiben. Bin ich hier in dem Channel? Bin ich jetzt blind? Bin bei ihm im Discord, aber ich sehe ihn nicht. Hätte ich vielleicht vorab sprechen müssen, aber ich wusste jetzt nicht, wer alles da vor Ort ist. Wo bist du denn, Epic, dass du dir die Füße abfrierst?
Wieso sehe ich der Admin vom eigenen Kanal nicht im Discord? Ah, die gehen schon rein. Da ist alles rot am Eingang. Okay, das schaut schon sehr geil aus. Jupp. So Nebelkanonen sogar. Ja, das ist cool. Okay. Ich glaube, ich habe Brian Chambers, glaube ich, gerade rechts gesehen, könnte aber auch. Ja, leider anders können wir das gewesen nicht sein. sehen. Ihr könnt es auch sehen. Müsst nur das gleichzeitig aufmachen. Es lebe der zweite Monitor. Ja. Und ich drapiere es mir gerade auf einem. Ja, ich hab's ja auch drauf, aber ich würde es halt wahrscheinlich blöd darüber zu reden, wenn man es selber nicht. Gut. Okay, was mir aber auffällt ist. Ah, sollte Mike zeigt auch Restream von der Schlange, sehe ich gerade. Ja. Mal gucken. Aber Also es wirkt von jetzt da, wo sie drin sind, das wirkt ein bisschen, also davor der Anfang, der hat ein bisschen leer gewirkt. Weiß nicht, wie ist euch das aufgefallen? Diese Weitläufigkeit in Amerika ist normal. Ja. Aber es ist gut so. Sag ich mal. Dass du einfach viel Platz hast für die Sachen. Ja, das ist Okay, eher dann kannst normal. Hier kaufen wahrscheinlich. ich wollte jetzt Ja, eigentlich Merchants Stand. privat schreiben. Wie kann ich jemand privat schreiben? Warum finde ich denn... Du bist ja auch im Discord bei ihm. Ist er nicht irgendwo privat? Also ich schreibe ihm im Stream. Ich wollte es nicht ganz so öffentlich schreiben, aber gut. Also wenn Nikita ist seine Freundin. Wenn die dürfte auch vor Ort sein, gib mal. Wow, cool. Ah, das ist der die Assets macht. Und die Möbel. Der Jake? Der das? Na, das ist einer von ARDF. Machen die Möbel und damals die Saber. Die Saber haben die gemacht. 2019 war das in Frankfurt, oder man? Saber Raven, was die hat so, einen eigenen Hersteller. Die haben die Saber Raven gemacht. Die haben Hilfsmodelle machen sie, glaube ich. Das sieht man gerade. Aber ich glaube, die machen Möbel auch. Also ich habe gerade nochmal den Channel vom Hexenwerk reingemacht. Da könnt ihr, könnt ihr parallel mitgucken bei ihm. Ich habe noch keine Erlaubnis von ihm, das zu restreamen. Deswegen. Aber ihr könnt reingucken. Dann wisst ihr auch, von was Matthias erzählt gerade. Ich schaue gleichzeitig beim Knebel auch mit. Der zeigt, die gehen erst rein oder so. Ja, der kommt erst in die Halle rein. Okay. Ja. Aber die sind einen anderen Weg gegangen, kommt mir vor. Ah, jetzt sind wir wieder gleich, glaube ich. Ja, Also diese, Epic. Es gibt aber auch Leute, die es am Fernseher gucken oder am Tablet. Da funktioniert es nicht. Oder schlecht. Ich habe auch 2 Monitore. Ich kann es auch gucken. Das sieht man die Stände. Das sind die Community-Stände. Atlas Defense Ding. Cool, die haben Madpens gebastelt. Hat er mir eigentlich geantwortet schon, der Hexenwerk? Nein, kommt nicht. der Raum ist das mit so gelben Girlanden irgendwie. Auch interessant. User joined your channel. Wer kommt denn rein? Cookie! Servus, Cookie! Servus. Sehr schön. Hallo. So. Aber er redet nichts zu Cookie? Wow, das ist eine geile. Der hat diese Piraten Thrasher, den Anzug nachgebaut, ziemlich cool.
Ja, es sind einige coole Sachen. Es sind schon. Also Cosplay wird immer besser, kommt mir vor. Ja, das ist halt, wenn du lang genug herumbastelst, dann hast du ein Sortiment, so wie du hier die Helme siehst, das ist ja nicht nur einer. Wow, den Artimax gebastelt, der schaut Ich auch glaube, die ziemlich haben cool wirklich aus. alle nach. Ich weiß nicht alle, aber Ja, die ganzen Helme haben sie da. einigste. Wo laufen die gerade wahrscheinlich rum? Weil ich habe gerade die Karte Die auf. sind im Fan-Cosplay-Ecke gerade, so Ja. wo's. Weil ich habe hier Willkommen to. Da ist das. Vorhin war er beim Merch und jetzt ist er im Cosplay. Da gibt es einen eigenen Bereich. Kannst du nicht die Map einzeichnen? Ja, hier ist sie. Ich sehe sie bei dir. Ich Sehr habe gut. die Map drin. Aber ich habe noch kein Verständnis, wo er ist. Eingang. Vierter Eingang. Wo ist denn der Haupteingang hier? Das ist gar nicht eingezeichnet oder was? Oder ist das hier unten? Das da unten ist der Haupteingang, oder? Vom Gebäude. Also beim Merch war er gerade Ja, vorhin. das Das ist ist der hier unten Eingang. in der Ecke eingezeichnet. Hm. Und in dem Raum sind, glaube ich, auch dann in der Gegend die Fan-Sachen. Ja, gleich, ist das nicht gleich das Community Butte? Sind sie nicht da schon? Ist das nicht in dem Hauptraum? Ja, kann schon sein, ja, ja. Ja, das war schon das. Jetzt sind sie gerade irgendwie in einem. Achso, ich habe jetzt gerade Chat von ihm, sehe ich gerade nicht, was er geschrieben hat. Also, ich glaube, er guckt gar nicht auf den Chat, der Hexenwerk, oder? Oder reagiert auf den Chat? Ah, ich glaube, der ist gerade von den Eindrücken übermannt. Über meinen, Ja. glaube ich auch, ja. Vielleicht checkt er das ja noch. Also bei Knebel geht es erst durch die Schlange. Da braucht es noch ein bisschen. Mir kommt vor, der Hexenwerk ist hinten reingegangen. Nein, das war vorhin schon das gleiche, wo er auch. Das sind der ist einfach nur ein relativ. Da hat man dann nichts gesehen, aber das eine Bild, was wir gehabt haben, war das gleiche, wo jetzt da vorhin auch der Ding war. Nee. Also. Nee, die sind alle, mir ist vorkommen, die sind alle vorne reingegangen und auf einmal hat eine Gruppe von Leuten, die haben umgedreht, ist hinten rum rein und zack und die waren drin im Event. Epic fragt gerade, ob er im G-Bereich ist. Wahrscheinlich, vermute ich mal. Im E-Bereich, was diese Tische da mit den Dings ist er. Ach, im E-Bereich, das kann auch sein, ja. Diese runden. Warte mal, da ist ein Die Zeichen Pyro und Pyro ist aber ganz weit vorne, ist ganz oben. Willkommen zu Pyro, das sind die Sitze. Oder? Ich glaube C Er sind erwähnt gerade Pyro, dass man sich anstellen müsse. Ist da irgendwas Spezielles da oben bei Pyro oder was ist das? Ja, das sind die ganzen Computer. Warte mal, wo ist er denn doch? Ach, dann ist er im C-Bereich. Das sind die ganzen PCs. Du kannst ja das zocken. Ja, du kannst Pyro zocken. Deswegen steht da Pyro. Was? Die zocken Pyro? Ah, es sind aber einige PCs da. Okay. Ja, das sind Haufen PCs da. Die Das ist nicht nur einer. sind da von Asus gesponsert worden. Ich glaube, Asus war Asus Rock Gaming oder irgendwie was, sind die gesponsert worden und die haben ihnen die ganzen PCs umgestellt. Da wird jetzt gerade hardcore digital gezoomt. Es ist ein neuer Hauptmenüs oder irgendwie so. Ja, irgendwas schaut da anders aus. Irgendwas. Mit Persistence steht da irgendwo. Und die haben Über 100 Rechenzacker. 30k, glaube ich, gerade gehabt, oder? Irgendwie meinte Epic. Also derweil wirken die Screens alle, dass irgendwas drauf wäre, oder? Sicher kein leichter Job, 100 Mal Starcitizen zu starten, grob. Was die für eine Internetanbindung da brauchen. Hey, regionaler, ich glaube, der ist lokal dann der Server, oder? Glaubst nicht? Von LE, da werden sie ja sicher ein Lokal. Ja, oder Ja, eine wer weiß. eine Handyleitung wird nicht reichen. Ich finde es cool, dass die Leute vor Ort das streamen und dass man so ein bisschen das mit von der Atmosphäre da
Ja, ich mag das auch mega. Das ist dieses eigentlich, fängt damit schon das Event an ein bisschen für mich. Ja. Man ist schon wirklich dann schon so eine virtuelle Repräsentanz geht für einen dort herum und filmt mit, das ist schon. Oh. Wer streamt denn vor Ort? Beim Knebel, die haben ja solche Tüten gekriegt. So ganz coole mit irgendwie Swag. Ja, einige haben es nach dem Rücken montiert irgendwie, habe ich gesehen. So, jetzt hört man mich. Vorher hat's Hey. nicht Ja. gehört. Jetzt Yeah, nochmal guck, ist herzlich da. willkommen. Ja, jetzt hat der Treiber stellt sich immer um. Wir So, wo loggen hängt ihr gerade denn? bei anderen Streamern rein, beim Hexenwerk auf YouTube. Aber ich habe jetzt, ja, wie gesagt, nicht die Genehmigung, das Riechs zu streamen. Das ist, aber ja, wir loggen gerade ein bisschen und erzählen, Du was hast wir sehen. nicht die Genehmigung. Ja, ich darf es ja Er nicht hat noch einfach. nicht okay gegeben, deswegen. Er ist gerade so beschäftigt da, dass er wahrscheinlich nicht antworten wird. Ich kann ja die nicht restreamen, das ist ja geschriebenes Gesetz. Das darf man ja nicht. Also dann Jetzt ja reißt Content. der Stream ein bisschen ab. Beim Knebel, die gehen jetzt erst rein. Ja, jetzt ist der Knebel im roten Bereich. Jetzt sind es gleich da. Was war der rote Bereich? War Aber das der leider ist die Eingangsbereich? Qualität bei ihm auch deutlich jetzt abgefallen, bei beiden. Also es sind, glaube ich, auch jetzt deutlich mehr Leute auf der Location. Das mit dem Internet-Handy wird wahrscheinlich immer schlechter. Der Blindfire fragt, wenn es anfängt. Also ich meine, der Vorstream von CRG fängt um 7 an. 19 Uhr, richtig? Und die richtige Show, soviel ich weiß, dann, wenn wir es richtig gerechnet haben von der Zeit, 20 Uhr. 19:30 Uhr geht der Warm-up los, ja. Ja, 19:30 geht's so, erst. so Yep. Vorstream Warm-up hat der Jared gestern gesagt. Ah, okay. Dachte, ich hätte irgendwas anders berechnet irgendwo gesehen. Aber gut, oder ja. Auf jeden Fall um 20 Uhr geht's richtig los. Ja, schade, da reißt die Quali ein bisschen ab. Jetzt, je weiter er da hinten drin ist. Am Ah, Anfang geht's Ja, noch. ja, leider. Dann Wir hat sind die gerade Halle. in VGA-Grafik angekommen. Ja. Aber Blindfire, wir gucken gerade so ein bisschen beim Knebel rein, die Eindrücke miterleben. Und beim Hexenwerk, der streamt auf YouTube. Peng Shui, heute Release von SQ24. Ja, genau, von 24 kommt heute Release von SQ24. Das ist der. Was heißt was vorher spielt? Das heißt Pre-Game oder so, oder wie? Warum habe ich eigentlich meine Joystick hier jetzt? Pre-Show. Pre-Alpha. Nee, wenn was vor was anderem spielt, Ja, Pre-Show. Pre-Show oder Pre-Game, genau. SQ24 ist die Alpha zu SQ42 oder so. Hey, der V-Borg ist da, glaube ich, beim Hexenwerk, habe ich den gesehen. Wer ist das? Wer meinst du? Der V-Borg, der Vater und Sohn zockt. Ah, okay. Kenn ich Der jetzt ist gar auch nicht. schon ewig lang, der ist ewig lang dabei. Den hast du sicher schon irgendwo mal gesehen. Englischsprachig aber, oder? Nein, das ist ein Deutscher, der ist von Anfang an dabei, also von 2012, glaube ich sogar. Okay. So, ich hoffe, ihr könnt alle parallel bei mir mitmachen und bei da reingucken. Aber ihm natürlich auch ein Abo reinladen und also einen Follow da lassen. Streamt der Hexenwerk nur auf YouTube? Ja, ne? Ich glaube, er streamt nur auf YouTube das Ding, weil ich weiß nicht, warum er es nicht auf Twitch. Das ist richtig. Ja, ja, er ist wahrscheinlich Affiliate irgendwo bei beiden. Dann darf er nicht gleichzeitig es machen. Ich weiß gar nicht, was sein Hauptkanal ist. Er hat zwar mehr Follower auf Schau mal die Twitch. ganzen 3D-Drucks an, das schaut doch gut aus beim Hexenwert. Ja. Also nicht vergessen, wir sind hier wir watchen Stream.
Stream. Live von der Location gibt es halt Menschen, die das machen und da sind wir froh, dass das da ist, hier, alle Anwesenden. Das heißt, Deswegen sind wir überall, mit den wo er paar reinkommt, Pixel, die da kommen, happy, oder? alle, die da jetzt Datentraffic, das kostet ja wahrscheinlich aufgeregt. Ich weiß nicht mehr so, wie ich früher mal immer war, aber auf jeden Fall ja. Aber ich weiß nicht, die frühere Zeit war schon aufregender, fand ich. Irgendwie. Aber ja, ich bin neugierig, ob sie was für Squadron 42 zeigen. Eigentlich Pyre haben wir schon relativ viel gesehen, ne? Röders und Gugi und Matthias. Da bin ich gar nicht so gespannt auf Pyro. Das wollen wir eher spielen. Also es gibt einen Stand, der heißt Pyro, dort stehen grob 100 Computer, gehen wir davon aus. Oder? Da läuft Ich hätte eine was Version gesehen. drauf. Das hatten wir vorher gesehen. Also das haben wir jetzt mal erledigt. Punkt. Ja, To-do. also hier im Moment, irgendwie ist meine Ansicht gerade von meinem, was ich anzeige, Da hier, läuft 4.0 drauf. hier, also da hinten in dem Bereich wohl, da sind ein Haufen Rechner und da läuft Pyro, da spielen die Leute Pyro. Könnte schon sein, dass es netzwerkintern funktioniert, noch nicht im World Wide Web. Pink Shui, ich bin leider auch einer der nicht mehr viel mitkriegt, das ist mein Problem. Deswegen kann ich gar nicht so viel Informationen liefern. Wäre Matthias und Röders und andere nicht da, wüsste ich fast gar nichts mehr. Aber ja. Wie war die Frage? Er macht, was verschweigst du uns, was weißt du schon, was wir nicht wissen dürfen, fragt er. Ja, wir wissen dürfen, also wir haben nichts extra zugesteckt bekommen, deswegen können wir alles behaupten zu wissen. Prinzipiell. Also da gibt es keine Limits hier. Ich weiß ja nicht, wie die Kommunikation zu den großen amerikanischen Streamers sind. Wie heißen sie alle? Ach, Vielleicht besser, keine Ahnung. vielleicht Wir haben die haben- da irgendwas kriegt. Aber Wir haben, glaube ich, alle Starcitizen Bingo gespielt, oder? Bingo? Kennt ihr das? Nö. Nö, auf Reddit habe ich da was Schönes gefunden. Starcitizen Bingo ist einfach bloß so, wo Sachen halt drinstehen, was passieren könnte heute. Ah, was stand denn da so drin? Ja. Ja, du kannst es ja selber mal anschauen. Ich schicke dir mal einen Link. Okay. Und dann können wir das selber zusätzlich noch machen, oder? Jo. Oh, beim Hexenwerk ist schon die Qualität ganz schön unten. Hä? Ja, aber besser wie vorher. Also möchte ich sagen, es war schon schlechter gerade vorhin. Aber es ist So, halt der Link ist im TS. Der Link ist im TS. Reddit darf man hoffentlich streamen. Okay, das ist das hier. Wie funktioniert das? Moment, ich habe es noch nicht angezeigt. Ach, ich habe es im falschen. Starmap, Server Mashing, Pyro, Ship, Traction Beam, Warte. Traktor Beam. Warte, ich Kreaturen. hab's noch nicht offen. Okay. Aber es sind alles recht vollsagende Sachen. Also ich glaube, du weißt sofort, was damit gemeint ist. So, Genau, richtig. also Bingo. Hieß, Twink Modulchat, was ist das an der Seite? Twink Shot, Your End of the Years, ja, das sofort. Tony, Mark Hamill. Achso, ob der Mark Hamill da mal auftritt. Das wäre schon. Ja, das ist ja bloß, das war jetzt seit vor 8 Tagen, haben das welche mal gepostet. Und das waren einfach bloß so, was man alles so denkt, was passieren könnte. Ach, der Peng Shui, gibt es wieder eine Direktsendung. Du meinst von einem Stream von Herzlich selber? Ja, genau, den restreame ich nachher. Genau, ab 19:30 Uhr fängt das wohl an. Dass die streamen und dann restreame ich das. Und leider habe ich es nicht, wie gesagt, nicht geschafft, den deutschen Untertitel hinzukriegen. Da war ich dran, also wie der Knebel zum Beispiel das hat. Das habe ich von Chris Brinius einen Tipp gekriegt. Leider habe ich es nicht mehr hingekriegt. Durch das, dass ich kein Affiliate bin, war das etwas schwierig. Das wollte ich hinkriegen, aber leider nicht. Also gut, dann fangen wir mal mit dem Bingo an. Was haben wir denn hier? Citizencon Bingo. Wie spielt man das? Aber einfach vorlesen. Also, New Star Map. Genau, die wäre schon cool, wenn wir die sehen würden. Hä? Oder ist das sogar angekündigt im was haben wir denn angekündigt? Navigating the Space wäre das angekündigte Segment, wo viele behaupten, dass es drin ist, sein könnte.
In welchem meinst du? Heute oder morgen? Navigating, whatever. Navigating the Navigation Universe, vorkommt. also der letzte Ja, Punkt genau. heute. Okay. Ja, aber ich selber kann es nicht gut, Peng Shui. Was habe ich denn hier gerade laufen? Das war noch. Hab ich gerade zufällig was laufen. Das wollte ich gar nicht öffnen. Hier, was haben wir noch? Server-Meshing. Das ist ein wichtiges Thema, aber das ist halt schwer zu irgendwie gut zu Ja, es präsentieren. wäre Pyro der Prototyp für das primitivstmögliche statische Server-Meshing eigentlich gedacht gewesen. Vielleicht kommt dem ja so. Wollen wir nicht zu pessimistisch sein, oder? Eher nicht. Eher nicht. Okay. Glaubst nicht, dass das mit Pyro dranhängt, so wie sie gemeint haben immer? Ich Nein, kann das mir haben das sie nicht entkoppelt. vorstellen. Das glaub, könnte das, sein, was dass sie sie gemacht- entkoppelt haben. Das, was sie gesagt haben, ist, dass sie Pyro uns nicht vorenthalten wollen und deswegen bringen sie es jetzt, aber wahrscheinlich ohne Server-Meshing. Also mit eigener Launcher-Instanz aus dem Launcher heraus. Was das Also Ganze aus dem eigentlich Menü raus. uninteressanter macht, finde ich irgendwie, wenn es nicht so zusammenhängt. Das ist dann irgendwie nicht Ja, das, noch nicht eigener Launcher-Instanz, ich glaube eher, dass du so wie wie, das im Main-Menü oder so ja, auswählen kannst. wenn das Universe auswählst. Ganz ehrlich, ich fände es besser, wenn sie bei dem alten Standpunkt bleiben und warten, bis sie wirklich Server-Meshing haben. Jetzt kommt es auf ein halbes Jahr oder ein Jahr auch nicht mehr an, ob wir Pyro kriegen. Was hier, Ship Tractor Beams, aber das soll ja eigentlich in 3.2.1 sogar noch reinkommen, ne? Hm. Creatures, meint er wahrscheinlich Tiere oder so. Die Ja, das rumlaufen. ist halt ein Features, ja. Evergreen. Bei jedem Citizencon gab es entweder einen Wurm oder es gab ein Haustier oder es gab irgendwelche anderen Tiere, die man essen kann. Also zumindest irgendwo vorgekommen bei einem Panel sind irgendwelche Kreaturen eigentlich immer. Das ist vielleicht eher so. Okay, Master Modes, das hat man ja schon ein bisschen drin, aber ich fände es halt cool, wenn angekündigt wird, wann sie es ins Verse reinbringen wollen. Die Master Modes. Gut, Jump Points haben wir ein bisschen schon vorgeteasert im Spiel. Aber das kommt ja dann, wenn sie wirklich das so trennen, wie wir gerade sagen, kommen ja die Jump Points nicht, weil dann funktioniert ja das mit dem Jump nicht. Ja, vielleicht haben sie es auf die Reihe bekommen, 2 Sonnensysteme auf einem Server laufen zu lassen. Wäre auch noch eine Option, ne? Ohne Meshing. Der Peng Shui meint, wird es neue Schiffe geben? Weil da bin ich mir sicher, dass sie da irgendwas präsentieren, oder? Was meint ihr? Oder haben sie da sogar schon irgendwo was angeteasert? Das wüsste ich jetzt gar nicht. Soll das? Matthias? Ja. Der Peng Shui, wird es neue Schiffe geben? Oder mal alte Es gibt Konzepte? immer neue Ja, Schiffe es irgendwie. kommt eins, was noch nie, also noch gar nicht gesehen worden ist. Also ein komplett neues werden sie haben und das wird wahrscheinlich fertig sein, glaube ich sogar. Also sogar in-game gleich kommen, okay. Vielleicht sogar gleich in-game, ja. Und wir haben es in keinem Concept Sale gesehen, es wurde noch nicht verkauft. Vielleicht ist es das, was sind das? Was weiß ich? Nein, keine Ahnung. Ein Alienschiff wahrscheinlich. Na, muss nicht der Alienschiff Oh ja, sein. sie haben doch geteasert ein paar Alien-Segmente, so Grafiken in den Sneak Peeks der letzten Wochen. Ist nicht aktuell die Prowler im Verkauf? Hä? Die Prowler? Was? Ja? Ja, es ist ein Alienschiff prinzipiell, aber es gibt davon noch eine größere Version und es gäbe noch quasi vielleicht andere Raumschiffe von der Kategorie her. Weil derweil haben wir den Aufklärer und den Jäger. Also Peng Shui will die Orion, aber das war jetzt kein... Na, es kommt vielleicht. Ich glaube, sie haben ein größeres Mining-Schiff noch in der Pipeline gehabt. Also Was aber nicht die Orion Orion ist. Eins zwischen der Orion und und was haben wir Habe ich gehört. Okay. So, gut, wo waren wir? Hacking. Gut, damals wäre schon interessanter zu sehen, was sie da für Designs, wie sie das jetzt in Zukunft machen wollen, das Hacking, weil so interessant ist ja das Hacking im Moment im Game nicht. Die Karte reinstecken. Nicht existent, es ist nur ein Knopfdrücken. Es ist doch kein Hacking-Gameplay, oder? Ja. Also, weißt du, ich stelle mir das Hacking-Gameplay eigentlich im Grunde, wenn du gerade hackst, so wie jetzt vor.
ist zwar nicht so interessant, aber ich finde, das Interessante wäre halt, wenn du den Stick, wo du reinsteckst, vor irgendwie tunen könntest oder programmieren könntest. Oder Ja, das ist ja so, sie haben uns ja so eine Art Ingame-Programmiersprachartige Sache vorgestellt zum Hacking. Und da hat es dann relativ viel Backlash gegeben von der Community, weil einige das halt überhaupt nicht wollten. Viele wollen halt wirklich ein Game haben und jetzt nicht irgendwie was Kompliziertes. Und ob sie darauf eingegangen sind oder auch nicht, das werden wir erfahren, wenn das Lichtchen angeht, so ein bisschen. Aber viel früher, also es wäre cool, wenn sie darüber reden, aber viel mehr als eine Richtungsentscheidung, so oder so, erwarte ich nicht. Also es wäre cool, wenn sie uns irgendwas zeigen könnten, klaro. Aber ich habe eher das Gefühl, dass sie uns das Ressourcenmanagement und das Basis-Gameplay wie ein Raumschiff mit Energie und mit CPU-Power und Heat-Abführung und doppelte Gleise für Stromversorgung, unter Druck stehende Pipes und all diese ja gut, das kommt ja Mechaniken. später noch, das Ja, aber Thema. das wird ja dann gehackt. Das Ach so, das Gameplay ist ja meinst du. das dann zu hacken. Ach so, Das okay. bestehende System ist die Basis von dem, was dann quasi manipuliert wird, gut oder böswillig. Ja, stimmt, Hacking ist ja nicht nur sein Crimeset runter zu hacken, sondern auch alles andere. Daran habe ich Ja, jetzt gar nicht so gedacht. Türen, das sind halt Zugriff auf irgendwelche Systeme in einem Schiff, in einer Basis. Vielleicht Ja. sogar was mir vorstellen kann, dass du die Verteidigungstürme hacken kannst, die dann kontrollieren Ja, kannst. das fehlt mir bei der Mission vor allem mit den Türmen da unten, dass das Team, was da unten die Herrschaft hat, da hacken kann und die Türme auch kontrollieren kann. Hi, Chamber Music, servus. Also, dann sind wir bei Hacking. New JPEG Concept Chip ist das nicht so interessant, halt neues Concept Chip, aber Ja, das haben wir vorher, glaube ich, schon durchbesprochen. Ja. Das kommt immer. Engineering. Ja, Ja, wäre auch das wäre interessant. eigentlich die Basis vom Hacking. Also ein Teil, also zumindest das ermöglicht da mehr Ja, Gameplay das ist das reinzubringen. Spielfeld, Also auf dem dann herumgespielt wird und die halt ergänzen mit sich anderen ein bisschen. Regeln gespielt wird. Halt legales Hacking, also dass du Tuning mehr oder weniger, das stand Tuning, genau. Einstellungen, Basiskonfigurationen, Powerverteilung, Presets, Alarm, Umleitungen, Nodes, die irgendwo, wo einzelne Elemente kaputt gehen, die man dann aus Subkomponenten auf den Komponenten, die werden sehr interessant werden, hoffe ich mal. Auf die freue ich mich ganz, also am meisten fast, weil da hoffe ich, dass schon was vorangeht, weil das ist halt das Raumschiff, das wir fliegen und das hat halt dann eine eingebaute Logik, die dann, warum es intern so funktioniert und ja, auf das kann man dann einwirken und das ist halt ein Teil des Spieles und ja, ich freue mich schon drauf. Okay. Ich hoffe mal. So, dann das nächste 600 Rework ist jetzt für mich jetzt nicht so interessant, weil ich die nicht habe, aber ist sicher nett für die, die es haben, wenn sie da was zeigen. Gibt es da, glaube ich, gibt es nicht ein Panel, wo es so Talking Ship, wahrscheinlich kommt es hier, nämlich am Talking Ship 2, das dritte Panel nach der Pause, also das vierte Panel, also nach der Pause, nach dem Lunchbreak. Also so, was wird das denn sein? Keine Ahnung, 2 Uhr, 1 Uhr, was ist 3 Uhr? Ja, gut, wenn man das ist 8, 9, 9:30 Uhr. Ja, keine Ahnung. Irgendwann so. Sehen wir dann. So, dann, was haben wir denn noch? Die neuen Bunker. Wäre interessant, wann die mal eingebaut werden. Die neuen Bunker. Das Werkzeug zum Bauen von prinzipiellen Outposts, Bunker und Stationsanlagen haben sie uns vor grob 2 oder 2,5 Monaten gezeigt. Da sind sie stark vorangekommen, damit sie haben uns einen neuen Bunkertyp vorgestellt, wo man dann quasi recht weit nach unten unterschiedliche Ebenen hat, wo dann unterschiedliche Sachen auch erledigt werden. Mit Aufzügen und Lastengeschichten, die können dazu. Was fast größer ist wie die Städte, was wir jetzt haben von der Fläche, was wir da Ja, laufen. genau, sowas im Endeffekt parallel dazu, was auch unterhalb von Hochhäusern sein wird. Hm. Und dass es halt dann unterhalb der Häuser auch so eine Schicht gibt, wo prinzipiell Leute vorbeilaufen können, also dass es eben öffentlicher Bereich ist. Und dann gibt es eben Eingänge in dann die Gebäude, auch von der Fußgängerzone unten weg. Und dann gibt es halt drunter nochmal eine Schicht, wo dann irgendwelche
Lagerräume sind, irgendwelche industriellen Zuführungen und dann geht es noch einmal runter. Dort sind dann irgendwelche riesengroßen Pumpen und andere Dinge dann dort für das Gebäude selber. Das ist die Gebäudetechnik. Also da haben sie schon recht coole Konzepte uns gezeigt zu dem Thema, was auch recht lebendig wirkt und auch eine gewisse Logik hat, warum wie der Raum darunter verwendet wird, weil das ist hier die erste Herausforderung von dieser neuen Spielegeneration. Du hast so unendlich viel Platz, du musst halt auch kreativ werden, wie normaler Space irgendwie gefüllt wird und so eine Stadt ist halt was Lebendiges, aber auch kann schnell steril und repetitiv werden, wenn das nicht irgendwie eine Logik hat. Ich Also- gucke gerade, wann das kommen könnte mit den Bunkern. Ich vermute mal, dass es aber erst morgen kommt. Im letzten Jahr Destination Adventure. Das wird wahrscheinlich hier, da steht es nämlich sogar. Deep into the Underground and deep here Adventures from high up in orbit down to the surface of planets and deep into the underground. Das hört sich schon sehr stark an. Ja, das hört sich stark in die Richtung an. Das hört sich stark. Also das heißt, das wird im letzten, also vorletzten vor der Zeremonie morgen wahrscheinlich erst kommen. Ist natürlich alles noch Vermutungen. Technische Difficulties wäre natürlich schon schön, wenn sie mal so sagen, was sie für Probleme haben. Oder wo sie noch hängen. Da sind sie meist ein bisschen immer still. Ja. Dann die Quantas. Das hatten wir ja in den letzten Citizencon immer mal wieder, ne? Oder? Sind seltener geworden. Seltener, ja. Spooky, weil eigentlich sollte es öfter und mehr davon geben. Ja, also in Quanta, das Hintergrund, das ist ja eigentlich nicht das Interessante. Für mich wird es interessant mit Quanta, wenn die Quantas auch, also wenn die NPCs das auch irgendwie sichtbar manchmal machen, was im Hintergrund die Quanta-Berechnung ist. Also wenn irgendwo zum Beispiel Quanta-Berechnung ist, da ist jetzt viel Handel, dass auch häufiger mal NPCs spawnen, die da Handel betreiben, aber das packen die Server teilweise noch nicht, wenn sie da mehrere... Ja, ich habe da auch das Gefühl, Spawnen. dass da hapert es an anderen Ecken. Ja, das ist ein cooles System, prinzipiell, und ich glaube, dass es sogar eigenständig eigentlich läuft. Ja, das läuft eigenständig, das beeinflusst ja die Handelssachen und die Preise. Ja. Bloß halt, Aktivitäten und warum. für mich ist halt wichtig, dass ich das auch irgendwie im Spiel erlebe, die Quantas, und das nicht nur irgendwie im Hintergrund so abstrakt abläuft. Dann kann ich jetzt als jemand, der jetzt nicht ständig handelt, gar nicht nachvollziehen, warum ist denn jetzt hier nicht viel Material oder warum ist das kann ich jetzt gar nicht so mitkriegen, außer man hat irgendwie eine Übersicht im Game, wo man vielleicht sieht, wo gerade viel los ist. Aber theoretisch, aber wenn das nicht ins Spiel, ins Physikalische übergeht, dann ist das immer ein bisschen... Das ist natürlich nicht alles, was im Quantum läuft, im Physikalischen rübergeht. Das muss natürlich ein bisschen performancemäßig runtergedrosselt werden, aber zumindest, dass es so gewisse... Das wäre für mich interessant. Schau, die grundsätzliche Idee ist, dass es eine eine Wahrscheinlichkeitsbox gibt und in jeder, also das Verse ist in diese Boxen geteilt und die Quantas simulieren halt, warum jetzt in dieser Region, wo du jetzt gerade hinfliegst, eine gewisse Wahrscheinlichkeit, eine gewisse erhöhte Wahrscheinlichkeit für etwas existiert, plus eben die Realität, dass es ein Computerspiel ist, dass halt dann, obwohl es eigentlich riesengroß ist, diese Box, dass du dann eher dann in der Nähe bist, wenn dann was wäre, damit du noch helfen kannst überhaupt. Also solche Sachen werden dann gamifiziert, aber die Quantas sind halt die Grundlage dafür, warum hier etwas passiert, prinzipiell. Und es werden damit alle einzelnen NPCs als Pulk berechnet. Und trotzdem hat jeder von den NPCs bis zu 5 Eigenschaften. Wie mutig ist er, wie gerne hat er das Gesetz, was ist er eher aufgeschlossen. Da gibt es ein paar so Eigenschaften und je nachdem, ob es dann gefährlich wird, würde dann ein vorsichtiger NPC dann eine andere Route fliegen und weniger Gewinne machen und dafür würde aber dann der Preis wieder steigen, weil dann diese Station eben nicht mehr also da geht es doch so um eine Basissimulation, die auch ohne den Spieler
eine Lebendigkeit vorgibt, die schon mal da ist, und der Spieler kommt dann dazu als Extra und wirkt dann auf das gleiche System ein wie die Quanta selber mit seinen Tätigkeiten. Und das macht es halt eigentlich cool und irgendwie interessant, und für so ein Sandbox-Game halt, ja, wäre halt, ja, cool, irgendwie schon. Ja, wenn die NPCs da machen würden, ja. Ja, wenn die auch einen Grund haben, warum du einen NPC triffst, das ist nicht geskriptet worden, das hat sich niemand im Vorhinein jetzt überlegt, jetzt genau nach 10 Sekunden triffst du den NPC, sondern du triffst den NPC, weil du dorthin geflogen bist. Und der hat dann ein Problem oder hat kein Problem, dem geht's gut, weil er auf einer sicheren Route unterwegs ist und alles läuft gut, oder der geht schlecht und jammert, weil er ständig von Piraten überfallen wird und eigentlich kriegt er gar kein Zeug mehr irgendwo hin, und das ist ein Problem für seinen, ja, für den Unterhalt, und versucht vielleicht bei dir Hilfe zu bekommen und fragt dich dann, hey, kannst du mir nicht helfen, sicher anzukommen? Und du sagst dann, ja oder na. Ja, Also, dann kann ich ihn meine, richtig begleiten und er fliegt da da die braucht man dann Strecke. die Interaktion mit den NPC auch, also in der Hinsicht. Das gibt's ja, das wäre ein wichtiger nächster Schritt, gerade jetzt. Hm. Also da hoffe So, ich was. Moment, dass sie da was machen. Ja, genau. Die haben ja früher mal gezeigt, dass theoretisch Wingman schon geht, aber das ist auch das Einfachste, was sie überhaupt machen können. Wichtig ist halt, dass sie auch Quantum traveln können, dass sie in deinem Schiff rumlaufen können. Das Ja, müssen sie alles wir können. haben dabei nur das Mission-Buch, was wir aufmachen können, da poppen dann Missionen rein. Dass wir dann direkt angefunkt werden, so ähnliche Missionen gab es einmal, aber die sind halt nicht mehr im Spiel drin. Hm. Also, So, warte mal, was hatten wir? Also, wir hatten gerade Quantas. Was haben wir gesagt, wann das vielleicht kommen könnte? Was ist das? Vom High Orbit, ne, das war das andere. Living in the Edge. Was heißt in the Edge? Was heißt denn das? In meiner Outlaw Settlers Dying to Carve. am Abgrund oder an Ja, der Kante. das ist, glaube ich, eher Pyro, oder? Das Thema. Könnte aber auch Magnus sein. Achso, dass sie das andere System noch zeigen, was Hm, sie vielleicht schon in der Mache irgendwie haben. ja, weil das ist so Okay. ein militärisch abgeschottetes und eher Das nebulöses mit den System. Quantas, das könnte sogar gleich heute kommen, wenn ich das ja Shaping the Future of the Star Engine, das ist ja eher eine. Auch Nee, das hat nichts mit der Engine zu tun. Na, Wirklich nicht. Das ist ein eigenständiger Server, der das berechnet. Ein eigenständiges System. So wie die Wirtschaft auch eigenständig ist. Techno Beyond, ja gut. Hm. Ja, aber es spielt ja zusammen eigentlich. Aber mal gucken. Natürlich müssen die ganzen Daten dann im Client dann dargestellt werden. Also, aber es ist jetzt nicht super mega Core Client-mäßig. Okay. Jetzt steht da bloß ein Punkt mit Tonys Tour weg. Was kann der alles zeigen? Der ist doch. Was ist der Tony nochmal? So lang. Director of Economy and Starcitizen Universe, weiß ich nicht mehr. Ja, weiß man schon gar Er nicht ist mehr. wichtig auf alle Fälle und er sagt immer wichtige Dinge. Er weiß viel. Ja, 4.0, ja, wenn sie jetzt das so machen, dass es getrennt ist, ist es ja eigentlich noch kein 4.0. Also 4.0 ist ja eigentlich erst, wenn wir Server-Meshing haben, ne? Würden wir sagen. Also war die Definition mal. Also Namen sind im Star Citizen schon eher, also gerade so Versionsnummern kann man beliebig Na, das mit 4.0 Inhalten haben sie definieren. sich vorbehalten für den kompletten Rework, und das ist wahrscheinlich, was sie da zeigen wollen. Sie haben ja alles überarbeitet, von UI, das ganze Interaction-Zeug haben sie überarbeitet, die Star Map, eigentlich alles haben sie angegriffen, und wahrscheinlich zeigen sie das dort. Ja, gut. Also Engine. Ja gut, die Frage ist, was sie da überhaupt zeigen, weil das ist ja jetzt hier das Bingo, das ist jetzt nicht wirklich hier bestätigt. Naja, das, was wir gesehen haben, was damals so Prototyp-Back war und so, teilweise schon ein bisschen mehr, nur dass es jetzt fertiger ist. Mhm. Okay, ja gut, da können sogar schon ein bisschen, ich denke mal, der Teil ist sogar ein bisschen aufgeteilt. Das könnte hier im ersten Punkt schon ein bisschen dran sein mit der Star Engine, dann Navigate to Universe, ist ja das UI-Elemente. Da kann ja die Star Map drin sein. Würde ich sagen. Jo, was haben wir noch? Freecam on Letters. Was ist denn das für ein kleiner Punkt? Okay. Ja. Finde ich jetzt nicht so. Bounty Hunting 2.0. Wie stellt ihr euch Bounty Hunting 2.0 vor? Dogout-Möglichkeiten.
jemanden zu fesseln Oh, Zuerst mal vom Anfang an und anfangen. nicht tödliche Interaktionen. Du kriegst einen Schnitzel einer Information, wo er sein kann. Du musst ihn hunten. Ja, ich kann mich Also, erinnern. das haben sie heißt, Du du musst gemeint, musst- selber rausfinden, wo könnte er sein jetzt. Und dann musst du dich dort erkundigen nach ihm. Entweder du schaust irgendeine Logs durch oder du sprichst mit irgendeine NPCs und die geben dir einen Hint, dass er dann und dann da war oder so. Und dann kannst du ihn zu Fuß, im Schiff oder irgendwie erwischen. Ich hoffe aber, dass es auch ein bisschen, also ich will so ein Zwischending, es sollte nicht so, also ich will schon dann, wenn man den nächsten Step hat, dass man dann gewisse Hilfe hat, dass das auch irgendwie gespeichert wird, dass man sagen kann, da will ich jetzt hin navigieren, leichter. Aber natürlich nicht so wie jetzt, einfach einen Marker drauf und hat man. Aber mal schauen. Also was wir auch erwähnt haben, ist, dass wir Signaturen scannen können vielleicht Mhm. und dass wir dadurch dann Richtungen und Marker bekommen zum Hinhüpfen. Ja, Also solche oder die Dinge könnten da auch rein. Quantum Jump Signatur, meinst du? Dass man eine Quantum Jump, das kommt dann mit dem Scanning. Ja, erstens einmal nicht nur also normale Reise und auch Quantenjump, dass man da halt die Route im Nachhinein halt noch, also dass man halt weiß, wo er ist, ums Eck halt. Welche Richtung er geflogen ist und wie lang es her ist. Also das wäre halt dann. Das Thema kann man sehr, sehr komplex machen, wenn man will. Ich hoffe aber, dass es auch Abstufen gibt. Wie bei allen Sachen, dass es so leichte Missionen gibt, wo du weißt, wo einer ist und dann. Ja, aber wenn nach der oben. NPC-Pirat dann zu dieser einen Outpost-Basis hinfliegt und anfängt, Wodka zu trinken oder Whisky oder whatever, dann ist er vielleicht 2-3 Stunden dort und du hast eigentlich dann Zeit genug hinzukommen. Was, Ja, also auf jeden Fall. Und das Thema, was du ja vorhin ansprechen wolltest, dass man auf jeden Fall auch die natürlich, wenn man sie gefunden hat, auch Leben fangen kann. Also dann sollte ja, es so das unterschiedliche finde ich mega cool. Das fordere ich schon seit grob gefühlt 5 Jahren. Länger vielleicht dass so sogar. unterschiedliche Belohnungen sind, wenn du ein Leben fängst, dass du mehr kriegst zum Beispiel und Tod halt, aber du musst dann seine Leiche vielleicht oder irgendwas mitnehmen, dass du Beweis hast und nicht nur wie jetzt, ja, ich killen und fertig. Das haben wir schon gesehen. Du hast ihn Mit der Hawk, quasi. ne? Irgendwie. Ja, mit dem. Na, wir haben schon was anderes gesehen. Bei irgendeinem anderen Teil, wo du ihn in so einen Coffin hineintust und dann, das ist dasselbe quasi, der auch in die Stalker reinkommt oder in die Cutlass Blue oder halt in der Hawk und dann musst du ihn abliefern und dann gibt es so eigene Advocacy-Stationen, wo du ihn quasi ablieferst und dann kriegst du erst dein Geld. Ja. Aber dann müssen halt die Belohnungen aussteigen. Ja, bald geht's los, 19:30 Uhr angeblich. Aber mal gucken, falls es vorher starten. Ich hoffe, die streamen auch auf dem Hauptkanal. Ich wüsste jetzt nicht, oder in den anderen dafür. Nee. Schon auf dem Original Twitch-Kanal, oder? Wo ist das? Matthias? Müsste eigentlich schon hier sein. Hoffe ich doch. Sonst suche ich nachher. Wer ist schon hier? Der CIG-Stream meinst. Ja, der wird wahrscheinlich nachher auf Twitch, auf dem Original Twitch-Kanal, oder? Von Starcitizen. Könnt ihr euch noch erinnern, sie haben es mal versucht, auf ihrer Webseite zu machen und das ist ja kläglich geschaut. Achso, stimmt, der Ding auf der Ding sagt 9 Minuten. Bei mir werden vor 19:30 gesagt von euch. Irgendwie hat sich das bei mir Nein, ich glaube, es gibt dann irgendwas, was um 19:30 dann beginnt, aber ich wollte nur hinweisen, dass auch Knebel jetzt wieder habe ich live gesehen, dass sie bei den Modellen sind und die Qualität ist ein bisschen besser, deutlich. Wir haben ihn vorher beim Hexenwerk kurz reingeguckt. Ich kann halt nicht Restream zeigen, aber... Nee, ich habe das Gefühl, er hat vorhin aufgehört gerade, also... Oder? Ja, der Hexenwerk ist nicht mehr online. Hexenwerk nicht mehr gerade. So. Ja, genau. Also bei mir ja 9 Minuten, 9 Minuten auf jeden Fall reingucken, ob der Stream live geht. Das fangen die nicht auch mit so einem ewigen Vorstream wieder an, glaubst du nicht? Ja, doch. Oder geht's instant los? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ewig oder das wird ewig sein, ja. Ja, leider, dass ich das mit dem Ding nicht hingekriegt habe. Dann könnte ich vielleicht auch was verstehen bei dem Mini-Vorstream.
Was wollte ich gerade? Achso, wer ins Test kommen will, der kann das natürlich gerne tun und hier mitreden. Natürlich, wenn gerade wichtige Sachen sind von CRG gerade gesagt werden, dann müssen wir natürlich alle kurz mal zuhören. Aber sonst kann hier jeder rein und hier mitmachen. So, was waren wir jetzt gerade? Jetzt waren wir hier nur beim Bingo. Also Charakter Beards ist es. Das ist uninteressant. Way to flyable ships. Meinen die hier. Die Ja, das Schiffs, hat der Matthias vorhin angesprochen, dass so ein Schiff vielleicht sein könnte. genau, dass eins gleich flyable wird, irgendeins. Was hat der Matthias gesagt? Vielleicht sogar ein Mining-Schiff, also nicht die. Ein zwischen Zwischending. den Klienten und der Orion halt. Vorher der Burks, dem habe ich zugeschaut, der hat den Tomato getroffen und den und Morphologies und der meint vielleicht ein Anvil Cap Ship. Oder das? Okay. Was immer SQ42 Announcement, ja, da hoffen ja alle damit irgendwie, dass da irgendwie was überhaupt gezeigt wird von SQ42. Letztes Jahr haben sie ein bisschen uns enttäuscht in der Richtung, finde ich. Da kam ja gar nichts. Obwohl man Ja, das ist dann einfach, dem sich aber gescheit erwähnt, hatte ich das Gefühl. Schräg. ja, weil jetzt so von den, was kommt, die Themen, ja. Das denkt man eher, dass es wahrscheinlich dann hier. Ich finde den nächsten Punkt interessanter, ehrlich gesagt. Dass es Weil es hier. absehbarer ist. Moment, was meinst du, die Chip-Munching, also das, was ist denn da alles drunter? Dass mal die Wenn Komponenten du Halstripping machst, dann bleibt so ein Gerippe übrig. und dann Wenn du das aus dem noch die Komponenten ausbaust und die Pipes, bleibt nur noch das Gerippe übrig. Das Gerippe kann man dann an Sollbruchstellen, die jedes Gerippe-Segment-Teil hat, auseinanderschneiden können und dann in kleineren Stücken dann häckseln und dann halt als Material verkaufen können. Also dass eigentlich dann das, was nichts die überbleibt. Reclaimer eigentlich da immer anzeigt, in einem Video zum Beispiel. Ja, also Reclaimer wäre so ein Beispiel für so ein, was auch Munching kann, was können sollte. Nächstes ist eigentlich auch interessant, was es käme. Und zwar, das haben sie ja mal ein bisschen gezeigt, das FPS-Scanning und Minimap im bessere Minimap auch als FPS. Das wäre auch interessant, dass man so ein bisschen, also so eine Aufzeichnung hat, wo man gelaufen ist und so eine Minikarte, was man aufgedeckt hat sozusagen. Das wäre schon, und so, wo ein bisschen gewisse Sachen abbildet. Das wäre so interessant. Ja, es ist aber schon, ganz ehrlich, das, wo man sogar die Geräusche eingeblendet bekommen hat in die lokale Minimap, wo man quasi Auto-Mapping auch drin hatte. Das ist leider wirklich schon viele Jahre zurückliegend und das war der coolstmögliche Stand, den wir je gesehen haben. Ich hoffe, dass sie immer noch in Arbeit ist, weil es halt wirklich sehr cool wäre. Aber auch sehr viel Arbeit, vermute ich mal. Weil es muss eine dynamische Map automappen können, automatisch Geräusche einblenden, Alarm, Scannergebnisse, wenn jemand anderer das sieht, dass das halt eingezeichnet wird, all diese User Mechaniken. joined your channel. Ja, Freund-Feind-Unterscheidung. Danke, Skrito, für den Follow. Und hi, Asti, du, servus, schön, dass du es auch geschafft hast. Guten Abend. Wie geht's, Asti? Oh, es läuft. Läuft. Okay, schön. So, wann sind 9 Minuten rum? Noch nicht, oder? 10 Minuten noch. Ja. Aber am Anfang wird wahrscheinlich, ich denke mal, dass die erstmal nur eine halbe Stunde Musik laufen lassen. Ja, was hat man gerade? Wir hatten das Bingo an hier. Und dann Awkward Präsenter, was soll denn das bedeuten? Awkward, was heißt das? Komische Vorstellungen? Oder was heißt das? Awkward, ja. Presenter ist der es präsentiert. Also komische Dinge, wo präsentiert werden. Also Komiker, okay. Keine Ahnung. Kann sie keine Clowns auf die Bühne bringen. Es ist eher mehr so, wenn es Richtung Cringe geht oder so. Ja. Glaube ich. Das ist awkward. Also beim FPS-Scanning meint ihr, dass wir das sehen werden? Ich hoffe es. Was war ja, oder ist ja schon da.
Ja, das haben sie ja schon mal was gezeigt. Ich glaube, das FPS-Scanning ist ein Teil, der auch zu diesem Bounty Hunter V2 dazu gehört. Weil, beim Schiffsscanning kannst du ja schon Personen scannen. Oh, da tut sich was. Ah ja, genau. Der Pre-Stream ist Daten. Ja. Gut, dann kann ich mal. Das ist ein Sound? Ich höre keinen Sound. Hört ihr Sound vom Stream? Ist live gegangen, oder? Ist live, aber ich höre keinen Sound. es geht gerade nicht mehr bei mir. Ich schaue zu viel Streams. Muss mal ein paar zumachen, aber nicht meinen. Ups. Etwas übertrieben beim Zumachen, oder? Warte, wie schaue ich denn alles? Oh, es streamen so viele Leute, es ist echt Wahnsinn. Das war früher anders, ne? Da waren vielleicht 2, 3 Leute oder 4 Leute, die es gestreamt haben. Ja. Und heute sind es echt, also meine ganze Liste ist hier voll, aber Starcitizen war doch gerade kurz online, oder? Ist schon wieder offline gegangen. War nur ein Test, ob es läuft. Wahrscheinlich wie die Bandwidth und das ist. Ja, 2 Minuten sind es noch. Das glaube ich. Oder was hier? Seid ihr schon aufgeregt? Nein! Nein, kauft mehr Schiffe! Schnell! Ist hier noch gar nicht verfügbar. Wo ist der epische Sound? Ich höre keinen Also ich epischen- freue mich schon wieder auf meinen Murmeltiertag irgendwie. Same business as procedures every year. Ja, mäßig. ja, genau. War schon traditionell irgendwie. Also ich bin gespannt, ob die Hype und die Erwartungshaltung, die wir da mit einbringen, schon genügend runtergedreht ist, um das wirklich genießen zu können dieses Jahr. Obwohl, vielleicht schaffen wir es wirklich diesmal. Obwohl, ich bin nicht mehr so gehypt, wie ich früher mal war. Aber Ja, es ist gesund. Ja, weil die Enttäuschung war Die immer zu groß. Prä-Enttäuschung, die muss man schon einbringen. So. Aber ja, sehen wir mal, was kommt. Vielleicht kommt ja irgendwas, was mich wieder richtig hypt. Das hoffe ich ja heute eigentlich. Das hat mir irgendwie, glaube ich, letztes Jahr gefehlt. Irgendwas, was mich so richtig wieder hypt. Also, und wenn sie irgendwas was zeigen, was noch weit in der Zukunft ist, aber Hauptsache cooles Ding. Servus, Gysi. Jo. Also, Livestream war gerade kurz an von CRG, aber ja, fand ich auch das letzte Jahr eher ein bisschen mau. Klar, die Sachen waren eigentlich schon interessant. Ich glaube, Röders, du hast ja die Themen von letztes Jahr durchgenommen gehabt. Eigentlich waren die Themen schon irgendwie was drin, aber so richtiges großes Ding nicht, oder? Letztes Jahr. Ich kann mich gar nicht mehr so erinnern, was da. Sie haben uns ein paar coole Sachen, Punkte NPCs gezeigt, wie sie interagieren können. Sie haben uns das mit dem Feuer und mit dem Selbstausbreiten, mit den Materialien, die dann durchschlagend sein sollen. Also sie haben uns von coolen Dingen erzählt, aber das waren halt eher viele Sachen, die halt erzählt worden sind, wo man weiß, dass es vielleicht ein paar Jahre braucht, bis es auch wirklich funktioniert im Spiel. Und ich bin gespannt, ob sie dann Teile davon jetzt umgesetzt haben und uns zeigen werden. Also dass es halt dann wirklich aufbauend wäre. Ich glaube, diese New Underground Facilities, die waren so ein Riesending, Mhm. was Das so war ein interessant. bisschen so einen Impact gehabt hat, würde ich mal sagen. Letztes Jahr meinst du, ja. Ja, letztes Jahr. Also Das sah was ganz nett nicht aus, ja. Underground Facilities sind an sich, sondern das sind komplette Factories und Dinge halt. Hm. Ja, vor allem, was sie Das da ist dann ein an bisschen mehr. Gameplay rein. Komisch, mir zeigt an, dass live ist, aber wenn ich drauf drücke, kommt nichts. Ja, Was mich zeigt auch an, hypen dass wird, live oh, ist. das, ganz ehrlich, das weiß ich gar nicht Musik mehr. kommt. Musik? Ich habe keine Musik. 6300 schauen schon. 109. Aber warum 6000. kommt da bei mir nichts an hier? Muss mal F5 drücken, dann geht's. Die haben ja gesagt, dass sie keine Sounds reinbringen, glaube ich, irgendwo, wo gesperrt werden können, glaube ich. Nett von Ihnen. Glaube ich, irgendwo gelesen zu haben, hoffe ich mal, dass es auch dran Nordisch fragt, was dich hypt für die Citizencon. Ja, da wollte ich gerade eingehen drauf. Also, wenn ich ehrlich bin, weiß ich gerade gar nicht, was mich jetzt komplett hypen würde. Also hypen würde ich eher so ein bisschen Gesamtding, wenn halt wirklich das mit dem Server-Meshing zeigen, wenn das so kommt. Ich hoffe nicht, dass es so kommt, wie vorher mal Matthias erwähnt zum Beispiel, dass sie wirklich Pyro jetzt wirklich trennen erstmal. Also so eigenständig reinbringen, das fände ich eher schade.
Dann halt, dass NPCs mal rein... Also, das hört sich jetzt nicht so an, aber ich warte halt schon lang drauf, weil ich echt häufig ja auch alleine unterwegs bin im Burst, beim Stream und so, dass die NPCs mal dabei sind, dass ich mal meine Vanguard oder so hinten bestücken kann und also so einen Wingman mitnehmen kann. Da interagieren, das fände ich ziemlich geil. Ach, auf Soon bezeichnen, aber trotzdem gut. Ja. Aber trotzdem, ja, ist ja für die anderen dann nicht. Ich gehe trotzdem drauf ein. Da die Schmied. Ja, ich weiß gar nicht. Pyro allein, das hypt mich, wird mich jetzt gar nicht so hypen irgendwie. Das ist auch bloß, das ist dann eine Weile kurz interessant, weil es eine neue Gegend ist, aber für mich ist halt das Coole daran, ich kann von Crusader nach Pyro springen und da was machen und mich entscheiden, wo ich jetzt gerade Ding bin. Wenn ich jetzt bloß im Ladebildschirm oder im Menü das auswähle, fände ich das nicht so interessant. Und gerade der erste Sprung, auf das warten wir doch ewig schon, oder? Das ist wie das erste Mal aus dem Hangar raus starten, wo wir damals uns gefreut haben. Das ist halt das erste Mal am Sprungtor sein, dann durch Sprungtor durch und dann Pyro sehen. Deswegen fände ich schade, wenn es vorher kommt, weil ich will Pyro erst sehen, wenn ich durchspringe. Durchs Tor und dann bin ich da. Das wird mich hypen. Pyro allein wird mich jetzt gar nicht so hypen, wenn sie es so reinbringen würden. Wäre cool, aber... Ja. Ja, was wolltest du sagen, Röder? Sag ruhig. Ja, vielleicht haben sie es ja wirklich auf die Reihe bekommen, dass jetzt Pyro und Stanton und das Wurmloch auf einem Server sind. Und dass sie Server-Meshing dafür nicht brauchen. Oh, das glaube ich weniger. Das glaube ich jetzt weniger. Da müssten sie die Container-Streaming schon. Da müssten sie die Spielerzahl auf 20 begrenzen oder so, dass es funktioniert wahrscheinlich. Nee, die üblichen 100, komm. Die reichen ja. Lass den Server rauchen, egal. Sie haben einfach noch einen neuen Server gekauft. Also durch Genau, Quantenserver. Ja, aber man hat ja dann auch das Spring-Gameplay nicht, wenn sie das so machen wahrscheinlich. Also, ja, aber die Vermutung ist ja, dass man halt im Menü das auswählt. Und nicht am Wurmloch ist und dann ladet. Weil das wäre ja ganz andere Technik. Alte Technik einbauen. Und ich glaube, aus dem Hauptmenü, das ist für sehr einfach einzubauen, wie jetzt irgendwie das über ein Ingame-Ladescreen zu machen. Also, Mario, das hat ja der Matthias vorhin auch gesagt, das wurde ja auch wirklich so geäußert, dass das vielleicht eine Option, das war am Tisch quasi. Ob das wieder runtergeräumt worden ist, wissen wir ja nicht genau. Also vom Hauptmenü aus meinst du jetzt? Oder Ja, so? das war einmal das war so angesprochen, Matthias kann sich noch daran erinnern, hat es vorhin auch erwähnt und ich erinnere mich auch daran, dass ich es gehört habe. Ja. Aber ich fände es halt langweilig, wenn das so wäre. Und das, dass man, der No-Skill meint halt, denke ich mal, dass es so ist wie bei anderen Games, du bist im Game und dann bist du an dem Punkt, machst die Animation und dann wirst du auf den anderen Server transportiert. Aber ich glaube, das bauen sie nicht ein, weil das ja zwar eine alte, einfachere Technik ist, aber die müssten sie dann auch erstmal einschreiben, was dann komplizierter ist, wie das übers Hauptmenü wahrscheinlich zu regeln. Ja, Servertechnik, das ist auf jeden Fall das Wichtige. Servertechnik. Gegen Servertechnik spricht leider die Aussage von Chris Roberts von wirklich kurzen, der sich über die Server-Speicherung von den externen Dienstleistern, also die Datenbankspeicherung, beschwert hat. Und das ist, dass sie da halt hängen und geblockt werden. Ich hoffe nicht, dass das zu schlagend war dann im Gesamtgefüge punkto Servertechnik. Was hast du gerade gemeint? Ich hab's, was wurde Kannst da du dich nicht erinnern, wie das war dieser Chris Roberts hat, glaube ich, 2 Posts die letzten Jahre gemacht. Und eines war vor kurzem. Also, Matthias, die habe ich erinnerst jetzt du gar dich? nicht so verfolgt. Ne? Was hat er da geschrieben? Was nochmal? Der hat geschrieben, dass die Vorschläge von dem Typen, wie man das Spiel besser machen kann, alle sehr cool sind. Aber dann hat er dann mitten in dem Ding zum Rambeln angefangen, dass sie eben Probleme haben mit dem externen Anbieter von einer Datenbank,
wo die Objekte gespeichert werden. Also Und die Objekte wie heißt die brauchen zu Datenbank? lange. Die Datenbank, Die Datenbank, die dann die Persistenz aufrechterhält und die eigentlich relativ schnell sein müsste, damit die einem anderen Server dann dein ganzes Inventar User joined your rüberschickt. channel. du meinst Aber die selbst Graphendatenbank, ne? Whatever, wahrscheinlich ist es diese eine Graphendatenbank, ja. Aber welcher Anbieter das genau ist, wurde nicht erwähnt. Wir wissen nur, dass es nicht AWS Error. ist. Also. Oh, da hast du es gerade schon gegeben. Ich habe gerade Error gekriegt. Hi, Skrito. Wunderschönen guten Abend alle zusammen. Servus. Hi. Schön, nochmal hier jemand weiteres hier zu haben. This is the sound of my voice. Can you hear me? Ah, Aber ich ist nur dachte nicht die- gerade, ich höre gerade irgendjemand hier im TS sprechen, aber das ist der, wie heißt das doch? Hat Jared gerade was gesagt, oder? Ja, Ja. irgendwas habe Ich habe mich auch gerade gewundert, wo kommt denn der Ton her? ich auch gerade so, okay. Oh Gott, der tut ja. Jo, dann dann geht's doch erst 39. Moin, Dark Rebirth. Aber schön, hat mich wenigstens so einen schönen One Bildschirm more im time. Hintergrund. Ach, da sagt er wieder was. This is the sound of my voice. Dieses Sound of my voice, sagt er. What a good-looking voice. Stimmt das überhaupt? Good looking Can you hear voice? my voice? Type voice in chat. Type voice. Chat. Wo habe ich den Chat laufen? Habe ich den nicht laufen? Also 15.000 ist jetzt noch nicht so viel. Da waren wir schon mal mehr, oder? Ja gut, hat ja noch nicht hundertprozentig angesagt. Ja, aber die meisten Leute wollen den Kinofilm auch von Anfang an sehen, oder? Whose house? Ja, nicht immer. Auch wenn er 8 Stunden dauert. Answer me, Anthony. Whose house? Es gibt genug, die gern die Werbung, die davor kommt, überspringen. Ja, ein paar gibt's wahrscheinlich. Alright, we're gonna sit. Kaufen wir noch Popcorn oder so. Ja. No, it's certainly not Ich bin the gespannt, wie voice viel of Popcorn wir für die Veranstaltung Maybe brauchen the other werden. place. Alright, everybody, Ich werd mir that's eine the Pizza successful machen. audio Bis check. später. We're gonna be live Bis in dann. pre-show. Das wäre Wieder. gut. 10:30 Pacific. We'll Was? see you then. Wer geht? Thanks. Matthias isst Pizza. Pizza! Ach, jetzt kriege ich auch Hunger auf Pizza. Aber Ich habe gerade Pizza gegessen. Ich werde das war gar nicht so gut. Ich war gestern asiatisch essen mit also das All You Can Eat, mit allem möglichen, was da gab. Das war gestern gar nicht gut für meinen Zucker. Heute Nacht war ich komplett im Überzucker die ganze Zeit. Ach, das war übel, trotz Spritzen, gar nicht mehr runterkriegt. Das war gar nicht so gut für heute. Ich mich gar nicht so fit heute eigentlich, aber gut. Und eigentlich gar nicht so gut, dass ich so viel Tee trinke, weil dann muss ich so oft aufs Klo. Das gehe ich nämlich jetzt erstmal. Ich bin mal kurz weg. Ihr könnt ja trotzdem euch weiter unterhalten. Also gehst du Popcorn holen. Hä? Popcorn? Nee, Popcorn nicht. Wann fängt denn das Spektakel an? Weiß das einer von euch? Sollte es eigentlich so langsam. Nee, um 30 frühestenfalls, oder? Also wenn es jetzt noch nicht ist. 30 meinst du? Ja, ich schätze mal so in 20 Minuten circa. Das könnte eventuell hinhauen, weil ich muss nämlich jetzt gleich auch für 15 Minuten nochmal weg. Next und alles holen und dann kann losgehen. Kann sich wer von euch an die Zahlen der letzten Jahre erinnern, wo man nachschauen kann? Welche Zahlen? Twitch-Zuschauerzahlen von den Citizencon Events. Uff. Aber wir waren schon mal mehr. Es war auch mein Bauchgefühl vorhin, ehrlich gesagt, auch von Anfang an. Ich habe das Gefühl, dass der deutschsprachige Raum gerade größer ist als der englischsprachige. Ja, das ist aber schon länger so. Ja, aber so krass. Ja. Auch diese Main-Events, die ja in Englisch sind. Wundert mich eigentlich auch, aber es ist tatsächlich so, man trifft mehr meistens Deutsche als wie Amis. Komisch, ne? Hm. Finde ich auch sehr seltsam. Na gut, die Schiffe sind zu teuer.
denke ich schon, aber ich habe auch immer gesagt, ich hole ein Schiff und das war's. Und den Rest hole ich innen drin. Ich werde niemals Geld dafür ausgeben. Habe ich mir auch gesagt, die ersten Ja. 2 Jahre. Nee, ich habe es ja im ersten Jahr ja schon. Bin jetzt 1,5 Jahre dabei und Na gut, dann bin geht so das noch. knapp bei 2. Und das, wenn ich das hochrechne, wenn das Spiel noch 3 Jahre dauert. Ja, Und was habe habt ich ihr das Spiel gerade? schon gekauft. Bin wieder da. Was habt ihr? Wie viel du schon ausgegeben hast, Greto? Oder was von was habt ihr? Ja, also, es ist Wahnsinn. Ich wollte ja nie ausgeben. Ne? Ich wollte ja einfach nur ein Starterschiff und das Spiel spielen. Und den Rest halt innen drin kaufen. Also, und wie das viel hat hast mich du jetzt dann ausgegeben? Ja, knapp 2 jetzt, ja. Okay, in 1,5 Jahre, das ist aber schon Ja, ganz ja, gut. wenn du das hochrechnest, so ist das schon gewaltig. Ich habe Also gesagt, Online-Spiele nie Geld reinknallen. Ja, aber es ist ja ein Traum. Ist es geworden, das ist es ja. Wenn du mal im Internet guckst, was es da für Leute gibt, was die da für Sachen bauen, ja. Also so eine Raumkapsel, ja, so einen kleinen. Schiff für sich. Ja, der hat so eine richtige, so ähnlich wie Star Trek hier, so eine Dieser Gondel ist, gebaut, so, dieser ne? So ein Inder, kleines ne? Raumschiff mit 2 Personen, so, ne? Mit Kocher drin. Super geil. Also wirklich, 30.000 hat er, glaube ich, ausgegeben. Ja. Das hätte ich, glaub ich, Und das vielleicht mal für links- Starcitizen Cockpit, oder was? Ja, Ja, richtig cool. ja da gemacht. gibt es so ein paar Leute, die so heftig sind. Irre. Also wer das Hobby liebt, der schmeißt da richtig rein, glaube ich. Ja. Ja. Und dabei bleibt es ja nicht. Du kaufst dann noch Joysticks, ja, Tastatur hier und was weiß ich alles. Ne? Und brauchst einen Bis du da ein einigermaßen, eigenes Raumschiff hast. einigermaßen aktuellen PC brauchst du auch noch. Das ist ja auch noch nicht ganz billig. Ja. Ja, jetzt kommt es gerade wieder teurer. Drauf. Ja, und dann braucht das Spiel noch ein paar Jährchen, so dass du noch ein paar Grafikkarten, ein paar CPUs kaufst da hinten noch, ne? Ja. Bist schon ein paar tausend Euro los, Mal gucken, wie die Grafikkarten heißen. Wahrscheinlich von Nvidia sind wir wahrscheinlich dann bei. Gerade sind wir ja bei 4, ne? Also. Die dann 5 sind wir- sind schon angekündigt. 5 ist angekündigt, dann sind wir Ich muss mindestens mal eben los, vielleicht. bis gleich. Ja, Jo. wahrscheinlich sind wir dann bei 80, 90 oder so. Ich habe gerade eine Page Oder- gefunden, wo man nachschauen kann. Kann sich jemand die Zahlen merken? Was für Zahlen? Was meinst du? Also der Peak 2022 war mal grob bei 46.000 Zuschauern und das war wahrscheinlich das Event, die Citizencon. Weiter. Jetzt sind wir gerade bei 17.000, okay. Okay, dann gehe ich mal ins Jahr 21 zurück. Wann war das große Hype-Jahr? 2016, wo sie 3.0 angekündigt haben, oder? War das 2016? Mhm. Bei 16, ja. 40.022. Aber noch kann man es auch nicht vergleichen, das Stream hat ja noch gar nicht offiziell angefangen und. Ah, ist ja klar. Wir sind jetzt schon bei 17,2, ja. Und gerade geht's runter. Oh mein Gott! Ach ja, die Bots sind rausgeschmissen. 21. Und schon mal Entschuldigung, wir werden sicher ab und zu mal reinreden, in was gesprochen wird, aber wir hoffen es ein bisschen zu vermeiden, dass wir es verstehen. Mal Also, gucken. Knabberzeug steht auf dem Tisch. Knabberzeug. Achso, ich habe nichts da stehen. Wow. Geht's los jetzt. Und Du die etwas schwitzen, nicht ja. laufen haben auch zwischendurch. 35.000 waren es 19. 35,19. Ja. Aber 20 hast du gesagt, oder was? 20 waren so um die 40. Nein, warte mal. Da waren es nur 18.000, 16.300. Kann das sein? Irgendwie weniger. War da wirklich, war 20 nicht irgendwie nur so ein Umstände entsprechendes komische Sache? Ja, ich glaube, das war das war nur ein aufgezeichnetes Müsste Event, live kann oder das so, sein? ja? Ist doch ausgefallen, oder? Wie war das? Kann sein, ja. Das war, Also glaube nur eigentlich Videos. gegen Peak nicht. Das waren, glaube Videos, oder? Nur oder so ein. Ja, also, sowas wie ein Inside Star Citizen, ein größeres. war das 20? Ja, das kann sein. Ja, Ja. ein elendlanges Inside Star Citizen.
Jetzt bin ich, also 18 bin ich jetzt gerade, da waren es grob 45.000. '17 waren es 25.000. '16 waren es 22.000. Und dann weiter zurück geht's leider nicht. Also der Peak waren eher so um die 46.000 die letzten 2 Jahre. Ja, mal sehen. Kommt ja vielleicht erst. Ups. Ich habe gemerkt, dass ich meiner in der Ding gerade CS gar nicht drin hatte. So. Dass man auch sieht, wer hier redet. So. Aber bei den Events kannst du es ja ausschalten. Damit wir möglichst viel vom Bildschirm sehen. Kann ich machen. Aber mich lasse ich drin, weil wollte noch meine Reaktion nicht sehen. Oh ja, deine Reaktion möchte ich schon sehen. Ich starr wahrscheinlich nur ins Bildschirm und verstehe eh nur Bahnhof, aber gut. So. Ja, wir kriegen aber schon auf die 18.000 hin. Geht schon voran. Und bei mir zeigt es doch 17,9, 22. Ja. Wir haben ja nur 10 Minuten. Ja, und Ja, im wir Grunde haben noch eine halbe Stunden. Stunde noch. Ja, genau. Frage. Wie viel Uhr ist jetzt? In Amerika ist doch erst 11 Uhr oder so, oder wie viel Uhr? Oder wie viel Uhr ist jetzt gerade? 11 Uhr, oder? -9 musst du rechnen. 10:19 Uhr ist. Der 11 steht ja hier, das Open Doors 11. 11 müsste das sein, ne? Na, und Open Doors war um 9. Ja, und 11 Uhr ist erst die erste Panel. Und das ist ja 8 Uhr hier, ne? Ja. Deswegen. Irgendwer interviewt gerade John Crew. Okay, wer wo? Ich weiß aber nicht wer. Hä, wo hast du das dann gelesen? Das ist zum Beispiel schwer. So. Gleich geht's vielleicht los. Vielleicht auch nicht. Bei Hexenwerk wieder online, ne? Na, noch nicht. Erst was essen gegangen und dann. Er hat gesagt, er wird sich in den Pausen wieder melden. Ich habe vorher, wo der Hexenwerk drüben war, im Pyro-Raum, hat er mal kurz so einen Bildschirm einfach gezeigt. Und da hat man so die Silhouette der Eingabegeräte gesehen. Und dann habe ich die Umrisse von einem VKB Gladiator gesehen. Okay. VKB ist Sponsor, glaube ich, auch von dem ganzen Event, oder? Schon, oder? Ich glaube, ja. Asus und VKB, das soll weg sind. Also alle 100 haben sozusagen 2 Joysticks gekriegt. Dual-Eingabe.
Dauert noch ein bisschen hier. Was war Auflösung? 1080p senden sie. Der Sound von der Rennstrecke kommt jetzt. Wollen sie jetzt anheizen gleich. 8 Minuten. Mit dem fangen wir es an, ja. Rennstrecke. Aber 8 Minuten wird es sicher noch dauern. Ich hoffe, dass sie am Anfang in den Zwischendingen immer zeigen vom Event auch zeigen, also dass wir da nicht immer bei anderen, die live da sind. Ah, servus Zulikan. Ah, schade, dass du nur einmal schreiben kannst, aber freut mich, dass du zuguckst. Dass du dabei bist. So, das sind aber noch lange 7 Minuten hier. Und dann ein sehr langer Abend. Was meinst du, wann machen sie die, oder wissen wir das schon, wann sie die Citizencon mal wieder in Deutschland machen? Oder in Europa? Ja, wie war denn das? LA? Ich glaube nächstes Jahr? Nächstes Jahr wieder in Deutschland, Montreal oder? mal dazwischen, das ist ja dazugekommen. Die Gruppe an Studios ist ja größer geworden. Kanada ist ja dazugekommen. Ja, Montreal. also so mal Kanada drankommt und dann erst wieder Westen vorne, so Frankfurt. Wie Das viel, kann sein, England. wie viele Studios haben wir jetzt eigentlich? Ich blick's gar nicht mehr. Es waren mal 4, aber ich glaube, wir sind jetzt bei 6, 7 oder 8, 7. 9. Also kommt davon an, halt, das eine ist ja so ein Mocap-Ding-Studio in England, was zum Manchester-Studio dazugehört. Also 7 ungefähr, oder was kommen wir jetzt? Also in LA haben sie das Hauptstudio gehabt. Ne, das erste war in Austin. Dann ist das in LA dazugekommen. Die in LA sind dann mal umgezogen. Dann ist Manchester, glaube ich, dazugekommen. Dann ist Frankfurt dazugekommen. Dann haben sie in Manchester, da sind sie umgezogen und haben aber ein zweites Studio auch noch für Mocap in Derby war das aufgemacht. Das wäre dann das 5. Und dann haben sie, also in Frankfurt sind sie auch umgezogen in ein größeres rein. Und dann haben sie in Montreal das Studio von auch neu aufgemacht oder dazugenommen oder aufgekauft oder turbulent. Nicht turbulent. Ja, doch, Naja, Turbulent. die Website, ich glaube, das war schon turbulent, glaube ich. Turbulent, ja. Ja, Weil ich die glaub, haben die Webseite gebaut gehabt als externer Contractor und sind dann immer mehr auch ins Gameplay reinkommen mit dem Wirtschaftssystem. Also coole Historie. Epic Matze, Witless Guide, er freut sich auf Witless Guide. Was war denn die Witless Guide? Das war über Star oder war das Law oder was waren das nochmal? Witless Guide Videos. Ridley's Guide. Das waren eher so Abenteuer, ein bisschen übertrieben, wo man nie genau gewusst hat. So richtig. War das die fiktive, achso, das Ja, ist die fiktive, in der Fiktive, also wie von der Autoshow, gell, war der ein bisschen nachgeahmt. Da gibt es doch so eine amerikanische Autosendung, ne? Das war der. Ah, okay. Dann weiß ich es gerade wieder. Ich hab's ein bisschen mit Namen. Witness Guide. Top Gear, genau, ja. Britische Autosendung. War da ein bisschen nachgeahmt, oder ist da ein bisschen nachgeahmt worden. Ich weiß, dass es auf alle Fälle in Textform recht lange existiert hat. Auch schon vorher. So, noch 4 Minuten, dann dürften wir vielleicht was sehen. Nee, komm, tu die Leute nicht da. Vielleicht, ja. Wir müssen mit dem nötigen Pessimismus an die Sache rangehen. Wir müssen froh sein, wenn in der Stunde was losgeht hier. Achso, meinst Ja.
Gut, er hat ja schon ein bisschen Soundcheck gemacht. Mal gucken. Also wer schon. Ja, aber das switcht da an, das macht man Stunden vorher. Ich finde das cool. Ich glaube, also so von Convention-mäßig ist es immer besser geworden. Sie haben mehr Zeit einberechnet, dass die Leute alle drin sind, dass du dir erst ein bisschen was anschauen kannst und nicht das Ganze gleich losgeht. Das haben sie früher, glaube ich, am Anfang ziemlich knapp bemessen gehabt und dann sind sie mit den Zeiten nicht hinkommen. Hm. Aha. Aber Epi, wieso Wittless Guide soll das wieder kommen, die Videos? Also, Ja, kommt immer zur IAE. Ja, stimmt, zur glaub ich. IAE. Ja. Stimmt. Wann sollen die sein, die IAE? Die ist dann irgendwann. Im November, Ende Oktober. Meistens ist es das Wochenende von, wo bei den Amerikanern Thanksgiving ist, da fängt es an und dann geht es über eine Woche hinaus. 1,5 Wochen geht es ungefähr. Bis Anfang Dezember. Nee, Dezember? Nee, November. Nee, Ende November bis Anfang Dezember, ja, so rum geht's. Hi, Irgendwann Tor. so. Ach, sorry. Das haben wir. Ja, hi. Servus, Tor. Also, die Pre-Show soll jetzt gleich in 2 Minuten los, also 19:30. Um 20 Uhr geht es dann richtig los. Wenn es richtig losgeht. Ich hoffe, dass wir nicht so viel Zeitverzögerung haben, weil sonst wird es heute Nacht zu spät. 3000 Jahre später. 20.000 Leute sind es jetzt immerhin. 20.000 Zuschauer bei CRG. 20.254. Mal gucken, also ganz kurz mal gucken, was soll nochmal das erste, was soll Shaping the Verse soll es sein, Star Engine. Hi Giacomo, servus, schön, dass du reinschaust. Shaping the Verse ist der erste mit From Pix to Person Universe and Everything in Between, also sehr, mal gucken, wie plastisch sie das präsentieren. Ich hoffe, dass sie nicht nur so eine PowerPoint-Präsentation machen, sondern wirklich ein bisschen schöne Videos dazu haben. Oh, bei wem ist das gerade? Matthias? So. It's a beautiful day for Ah, Citizencon. da kommt was. Sorry. Ah, geht los. Do you hear that? Yeah. Let's try it again. Hi, everybody. Hi! I don't think we got it. One more time. Hi, everybody. Jared. Honestly, that was too much. Welcome to Citizencon 2953. I am Jared Huckabee, sometimes known as Disco Lando, sometimes known as Junior, or if you ask my mom, Mr. Dummyhead. Welcome to. Wait, we did not account for the peanut gallery behind me. We are backstage at Citizencon 2953 in what we call Hall A. Hall A is where we're going to be exhibiting all of our presentations this year. We've got 2 days of presentations. Honestly, none of us quite know how the second day is going to go. Usually after we do the first day, we're all just kind of like for the next day over. So we're going to find out what day 2 is like. Day 2, I'm going to start right here, and it's going to be like, hey, everybody. Welcome to Citizencon Day 2. Let's go to the presentation. I mean, honestly, I have no idea if you can hear the applause, but they're applauding my amazing performance right there. Honestly, we're all dead tired putting this thing together. This is by far our biggest and baddest Citizencon yet.
two main halls. Hall A, where the presentations are happening. Hall B, where we've transformed it into a virtual pyro playground. I want to start talking about Hall B. So the folks, when they let in, we'd open doors at 8 a.m. today. They entered this. What did I call it? A pyro playground? I call it a pyro playground. Can you believe I get paid for doing this? In the pyro playground, people entered what was called the rundown entrance, which was modeled after Rundown Station, which is one of the stations that's coming in the upcoming pyro, which is on its way. Should I tell them? I think I'm gonna let the boss do that. Hey, I wanna be here for day 2. We've got the return of the Dragonfly from Citizencon 2948. Oh, lost 10 years. 2948, repainted with a brand new rough and ready paint scheme that is available in your digital goodies pack or on the store and whatnot. The community booths this year, if you remember from our Citizencon 2019, they were a big new addition to Citizencon. They were modeled after Grimheck Station in 2019. This year they're modeled after Rundown Station. When do we get nice community booths? Like, I mean, they look amazing, don't get me wrong, but they're shady AF. Although, seeing some of the orgs that are in there, you're right where you deserve to be. Atlas Defense Industries, you know who you are. I was gonna blame the card, but that's not on the card. We have our special guest this year, Atmo Esports, and their Fight and Flight Live. We're gonna be cutting to them in just a few minutes with my buddy Dan Halbrecht. They are doing the finals of their yearly Fight or Flight. Oh, that was dangerous for a second. Fight or Flight contest over in Hall B, so you can check that out throughout the 2-day event. Then we've got the Content Creator Corner, where you can go and meet your favorite Star Citizen streamers and content creators, as well as Astropub. We've got. Now that one was on the card. Talk about Salty Mike and make sure he gets his check. General Lounge. The General Lounge, where you can meet and greet with many of the CIG developers throughout the 2 days. There's a meet and greet schedule available. It's posted somewhere in the other area, so you can go and meet all your favorite developers and John Crew. Yes, I recycled the joke. Don't look at me. He knew it was coming. The VIP Lounge, where you can go and meet your developers if you are a little more important. I'm just trying to think who that is. There's a merch store where we have some fantastic swag this year. Hold on, I'm gonna show some, hold on. With this? Professional shows. Well, that's brand new. I need more arms. Star Citizen hoodie. Wer kauft sich's? It's got a wonderful Star Citizen logo and a Banu text. Is it Banu or Shion? Who can tell me? What? What? Honestly, I can't understand what they're saying. It's in another language. Then we've also got this really cool Drake Interplanetary Trucker hat that's available in the merch store. I think it's also available online. It's pretty cool. You do have to have a normal size head for it to fit. Someday they'll make a hat for me. And then the coup de grace. You saw it first on a Star Citizen Live back in 2019 when folks who watched said, what an incredible waste of time. Designed live on the show, the Star Citizen bobblehead. Look at this guy. Is that in focus? He's magnificent. And he comes in a really cool box with Clark Defense Industries. Look good on a shelf. You can do that here. Here, Luke, or Jake. Here, it was supposed to... And of course, a secret area that was revealed recently on the web, a welcome to Pyro with a bunch of computers, roughly 150 computers. And what that's for, I am also gonna let the boss tell you because, again, I wanna be here on day 2. So let's talk about the program.
2 days of programs, 2 days of programming representing the best stuff that our developers have to offer. Now, it's been 4 years since we've done a Citizencon, live and in person. So maybe you've joined since the last one, so you don't really know what to expect. I want to prep you for this here. Everything that you're about to see today, and when I say everything, I mean everything that goes up on that big screen that's behind me or there on your stream, was created by the developers. Not a single marketing artist. Every single one of these developers have worked tirelessly for the last 2 months putting together this content to present to you. They made their slides, they wrote their text, they created their videos, because that's what Citizencon is. You know, we got ISC, we got SCL, you know, that's my stuff, I do my thing, you know, but Citizencon is where we let the developers go on stage and talk directly to you and share their work directly for you. So every time they go on stage, I need a big round of applause, and when they go off the stage, I need a bigger round of applause because I told them they'd get it, and you're gonna make me look bad. So give me an example of that round of applause, everybody. All right. So let's run down the itinerary for today. At 11 a.m. Pacific, which is in roughly 22 minutes, Chris Roberts, founder and CEO, is going to take the stage, and he's going to do a keynote. He's going to talk about Starcitizen, past, present, future. He's going to set some stuff up. I don't want to spoil it, but I saw the notes, and he said he used his fidelity like 3 times. So prepare your bingo. After that is our big Shaping the Verse, the Future of Star Engine presentation. Now, whatever you think this is, I promise you, you're not prepared for it. This is, I gotta think about how I do want to come back tomorrow. I'm gonna let that present itself. But be in your seats, be ready. It's unlike anything we've ever done here at Citizencon before. At roughly 12:45-ish, when we timed it out yesterday, Fix It and Fly It with Torsten and Guillermo from the EU-PU feature team. They're gonna come and show you the current iteration of engineer, resource management, and true multi-crew gameplay. Check that out. Then around 1:50, these times are all approximate, you know, from our rehearsals yesterday. We got a cosplay contest hosted by Galactica, our social media manager. That's gonna be right there on the stage. Then we break for a lunch. We have a lunch break. 2 p.m. Pacific, we take 45 minutes. We recharge our batteries. We fix the things that broke in the first half, and we'll be back 45 minutes later with the stream. Then at 3 o'clock, it's Talking Ship, our annual presentation by the members of the ship team, where they're going to introduce some ships you're aware of, some ships you're not aware of, some ships you're not supposed to be aware of, but you are aware of. And then, yeah, there's just no way of getting around that. And then finally wrapping up the day is Navigating the Universe. That's with members of our UI team and everybody that's been talking about it on Twitch and YouTube, trying to figure out what it is. You're right. Be in your seats. It's effing awesome. So, and then of course we wrap up about 5 o'clock today. I'll go on the stage and I'll tell you all to come back on day 2. And then of course the Hall A for you people, or Hall B for people here in attendance, that'll stay open until about 7 p.m. So if you don't get a chance to see all the cool stuff in Hall B because you're glued to your seats in Hall A, you can do that for the next 2 hours after 5 p.m. So with that, I want to throw it to my compatriot over in Hall B, Dan Haubrecht. Dan, take it away. Welcome everyone to Citizencon 2953. Let's give it up! I heard a bunch of people over there. I heard a bunch of people over there. We're back, baby, after 4 long years. We are finally back in the Los Angeles Convention Center. It has been since 2019 in Manchester since we've been able to see your beautiful faces in person. And we've missed you so much. Now, if you're wondering who I am, that is a very valid question. I'm the community producer here at CIG. I produce the community content for many years. I produce subscriber content behind the scenes for many years, just like that bobblehead that you guys saw. You're welcome. And I also produced the Battle of the Bricks from last year, the charity stream we did with Eve. So I've been producing content behind the years for a while. If you guys have enjoyed the things I've been producing, let me know on socials. Use hashtag Citizencon2953. If you guys have hated the things I've done, let me know on socials. Tweet me at DiscoLando. Sorry, Jared, you're just an easy target.
Where am I right now? Well, I'm at the community booth section here at Hall B of Citizencon 2953. As you can see, everything is decorated to look like we are on Pyro. It is fantastic to see what an amazing job these booths have done to represent their orgs, their booths, their organizations, everything. It's so cool. We're going to be visiting a bunch of them throughout the weekend, so we're only going to focus on a few right now. Come follow me right this way. We're going to focus on one of the biggest community orgs in Star Citizen, Test Squadron. Now, I believe these guys are one of the biggest orgs in all of, like, video games, basically. You guys are, like, one of the biggest single-player orgs for a single game, right? You guys are, like, one of the biggest orgs for, like, a single game? We're the largest organization for Star Citizen, as well as the Guinness Book World Records for the largest MMO guild. So they're kind of a big deal, is what we're saying. They're here at the community booth section. They have a bunch of cool swag to give away. They focus on, professional gameplay. They focus on casual gameplay, all sort of career paths and job opportunities. If you guys are interested in checking out what it's like to test out the verse, check out Test Squadron right here on the community booth section. We're going to follow me this way now over to the United Space Confederation. In a world in which the man is out to get you, one org claims to maybe have your back. That's United Space Confederacy. They are a roleplay focused org with an amazing, in-depth, lore-driven background. So if you guys are interested in joining an org where lore is this kind of driving passion and focus of why you guys would want to be playing Star Citizen, United Space Confederacy is the booth to be checking out. They're going to be doing some giveaways. So if you guys are here on the show floor, come swing by their booth, ask them about what they're doing. They're going to be doing so much cool stuff. Ask them about their org, ask them about who they are. We're so excited to have them as well. As you can see over here, we have JRDF. I actually don't know if you're going to be able to see because there's so many people trying to buy their stuff right now. If you guys haven't heard of JRDF, well, congratulations on waking up from your medically induced coma, because they go with Citizencon like chocolate and peanut butter. They have been part of Citizencon since 2018 with the Dragonfly in Austin. We brought the Dragonfly back. We will be showing you that a little later, but if you guys have already checked out the digital goodies pack on the Pledge store, well, you might have already gotten a glimpse. So go to robertspaceindustriescom, check out that digital goodies pack, and you'll be able to see what they brought here to Citizencon 2953. But in addition to making large-scale things, and by the way, they also made some amazing stuff for our community booths. In addition to large-scale things, they make miniatures as well. So if you want to bring a little bit of the verse into your home, into your office, come check out JRDF. There was a line literally wrapped around the corner right before we went live. They are insanely busy, but if you come by their booth, they're doing giveaways for free stencils. So if you vote either Drake or I believe, of course I didn't write down the other manufacturer. It's Drake and I think Misk. I could be wrong. But one of those two manufacturers, you get a chance to win a free stencil of one of their new miniatures. So if you guys are here at the show floor, again, come check them out. They're going to be doing some cool stuff today, and they're selling some cool stuff as well. Literally, when this goes off the air, probably going to break out my wallet. So that's just how cool they are. We're going to follow me back this way. Excuse me, everybody, making my way through. And sort of on the community booth side, we have the CIG section. We have the Interactables team making a live prop here at Citizencon 2953. Again, if you guys have checked out the digital goodies pack, in that digital goodies pack is a trophy. It's a Citizencon staple. We always include it in a digital goodies pack. Well, they're making it live here at the floor. Look at how cool that skull is. It's going to be part of the decoration of the trophy. These are members of our Interactables team in Manchester. They're currently making it live. And you can see, if you look over there to the left, they're taking suggestions from members of the community. So if you guys want to make your mark here at Citizencon 2953, come on over to the Interactables booth, start giving them a little bit more ideas, and maybe make your mark on history. Now, I don't think it can be said enough that we are so excited to have Citizencon here for the first time in 4 years. I'm an LA native, so to have it here in my own backyard is beyond cool. It's beyond phenomenal. Everyone here who has worked so hard, whether they're at the community booths, whether you're just a regular person showing up, or they're a member of CIG who helped make this possible, we are so grateful that you guys are here. We hope you guys have been enjoying the sort of pyro sneak peek of the community booth so far. Like I said, we're going to be checking those out later this weekend, both later today and tomorrow. We're going to be trying to get all the booths, all the orgs, so you guys can see exactly what kind of passion and versatility and creativity drives the members of the verse. That's you guys. You guys are the reason why things like Citizencon are possible. So we're going to come back over here. We're going to quickly talk to a couple more members of Test Squadron, get a little more about what they're about.
We got Chrome, D-Seth, and D-Lefty. What's up, guys? How's it going? You know, it's been really great. This is my first Citizencon, and I've been loving it so far. And so this is your first Citizencon. What were your expectations coming here? Like, did you think that there was going to be like a pyro setting? What was kind of your bucket list, your wish list of what you hoped would be at Citizencon? I was hoping for pyro, but honestly, the way that everything has been set up is above and beyond my expectation. It's amazing to be here, and you know, it's just, I expected a little bit, but the way that you guys have set everything up is outstanding. Awesome. And do you guys have any advice for people who are trying to break into the verse? It can be overwhelming sometimes for new players trying to figure out what to do in Star Citizen. So do you guys, as part of Test Squadron, have any advice for new players who are trying to make their way into the verse? Honestly, find a friend, find someone to play the system. The guide system that Star Citizen has set up is amazing and really helpful, or to find an org like Test, you can find us on Discord, and we always have people that are willing to help you, whether that's over voice chat, over text. We will hop in and help you figure out the game, because it can be a little bit overwhelming, especially for new players, and that's what we're really here for, is really to make enjoying. Awesome, thank you guys. Well, as I said, they're giving away some cool swag, so if you guys are here at Citizencon, come check out their booth. We are beginning in 10 minutes for Hall A, so if you guys are here at Citizencon, start making your way over to Hall A. We're beginning in just a few minutes. We're going to be talking about some more stuff here at the community booth before I kick it back over to Jared. We're going to be going over to United Space Confederation. I said Confederacy before us, United Space Confederation. Excuse me, guys. So you guys are a role-play focused org. What made you guys sort of decide to come up with this amazing immersive backstory for your guys' org? Well, I didn't quite catch the question. What made you guys come up with such an intense lore-driven background for your org? Oh man, we've been around since the beginning, and we saw the effort that was going into the creation of the story by CIG writers, and we want to dovetail into that. Yeah, I mean, it's a bold choice to go, you know what? We are anti everything that's currently in the game. We are going to be so anti-UEE, it's going to make you sick. So, but you guys are like slowly starting to make your way back into like polite society now that the messers are gone, now that we kind of have a new imperator. So what's kind of the direction you guys plan on taking USC? Well, we like the ideal of creating a little irritation and rubbing up against the man, if you will. And that's the direction we want to go, is to reestablish relations with the new government. So. Awesome. Well, thank you guys so much. Like I said, we're going to be checking out the community booths throughout the weekend, so be sure to come over here. I'm going to throw it back to Jared where we can kick off our first panel of the day. Jared, back to you, and we'll see you back here again at Citizencon 2953. Thanks, Dan. He's somebody's nephew. We still haven't figured out whose. So we are here in Hall A with the community. So as Dan said, if you're still hanging around in Hall B, it's very cool, but we are just a few minutes away from the start of the official Citizencon 2953 festivities. So you want to make your way over here. 3,000 seats, still a few available. One next to my dad. Wave, Dad. You're not my dad. Where's my dad? There you are. I still owe you money. All right. So yeah, so again, we're just a few short minutes away from Citizencon 2953. Thank you for enduring our sales pitch during the pre-show. I told you, Citizencon is entirely by the devs for the community, so we wanted to take a few minutes beforehand and do all our happy marketing stuff for you and everything. But we're just about to start, so with that, I'm gonna wrap up. Thank you for tuning in. Thank you for watching. We'll be back later on in the day. Up next is Chris Roberts, then Shaping the Verse, the future of Star Engine. Grab yourself a snack, get a drink. You're not gonna wanna miss any of this. Stay tuned. We'll see you in a bit, everybody. So, dann gehe ich auch noch mal kurz aufs Klo, dass ich da hatte. Ich muss hier. Sicherheitshalber. Sicher ist sicher. Vorrat.
Na, immer wird am Ende sowieso der Beste kommen, worauf wir alle warten. Nee, das Beste kommt jetzt am Anfang. Chris Roberts! Chris Roberts! Jo, Strahlfeuer. Komm, das ist der Einzige, der wirklich was zu melden hat da in der Firma. Ich muss echt sagen, letztes Jahr hatte ich die Hoffnung aufgegeben, aber dieses Jahr haben die einen ganz schönen Sprung gemacht. Muss ich den echt mal lassen. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Doch nicht. Mhm. Der sitzt da mit der Maske. Die Kommentare im Chat sind der Wahnsinn. So. Jo, genau, bin wieder da. Wir können uns jetzt noch kurz 7 Minuten gut unterhalten. Okay, Chris Roberts spricht jetzt gleich zu uns. Was wird er uns sagen? Das ist einstellen. Ja. Es tut uns urleid, wir sind draufgekommen, es geht sich leider mit der Kohle nicht aus und ihr habt nicht genug Schiffe gekauft, ihr seid alle schuld. Genau. Nee. Er wird wahrscheinlich einfach SQ42 ist dann. Boah, nee. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, sie sind schon relativ weit einig mit Squadron von Sturm. Müssen sie eigentlich. Ja, habe ich auch das Gefühl. Sonst hätten die dieses Jahr nicht so einen Sprung gemacht. Ja, vor allem hätten sie es nicht. Die Theorie ist, deswegen hätten sie es ja aus dem Laden rausgenommen, aus dem Verkauf. Mhm. Dass es dann mit dem Verkauf und dann halt teurer anbieten wahrscheinlich. Auf jeden Fall. 50, 80 Euro, schätze ich mal. Ja, Vollpreistitel halt wahrscheinlich, wie andere Titel auch. Die möchte mein Geld zurück. Nö. Du wusstest, was du tust. Hoffentlich, wo du erst schon mal gekauft hast. So. Und hi D. Wiesel. Und herzlich willkommen im Stream. Von der Citizencon. Das Sound so laut. So. Vor 10 Jahren wusste ich das. Also von was hattet ihr das, dass jetzt die Server leer sind? Ja, kann sein, muss aber nicht. Viele gucken, glaube ich, auch die Con in der Aufzeichnung dann an. Ich glaube, die machen es wahrscheinlich wieder so, dass sie die Videos oder die Panels wahrscheinlich extra auf YouTube irgendwann bringen. Ja, fix. Also hätten sie bis jetzt immer so gemacht. Ja. Und ich denke mal, bei dir, Röders, wird dann die nächste paar Röders-Runden, die ja Dienstag über 20:15 Uhr sind, sicher die Panels aufgearbeitet. Nochmal. Ja, werden sie. Ich schaue mal, dass ich so viel wie möglich am Dienstag erledige. Am nächsten. Und was sich nicht ausgeht, kommt halt dann in der Woche drauf. Und was sich da nicht ausgeht, kommt in der Woche drauf. Aber ich glaube, so krass wird es nicht werden. Röders, lieber die Panels ein bisschen genauer machen und dann lieber über Wochen ein bisschen besprechen, fände ich cooler. Wahrscheinlich. Weil mein Englisch ist ja nicht so gut. Ich versuche irgendwas zu verstehen. Ich hoffe, wir machen mal Zeit. Vorhin ist ja Test Squadron, die sind ja voll alt schon. Die sind ja lange dabei. Der Name ist mir, glaube ich. Lange, ja. Die sind auch bei den deutschsprachigen Events immer dabei gewesen. Also, die waren auch in Frankfurt, in Köln. Bei allen Events, die so waren.
Genau. Was ich nicht ganz verstanden habe, da war das eine, wo sie die Grafiken da hatten im Hintergrund, wo der Totenschädel da war. Kann man da denn Vorschläge machen, was vielleicht ins Spiel reinkommt? Oder für was war das, das Ding? Das war ja von CRG selber. Hast du was mitgekriegt? Weißt du, was ich meine? Piraten-Gameplay, oder? Ne, nicht wo das Gameplay war, wo der das designt hat. Hm? Ich vermute, das werden Helme sein oder irgend sowas. Das sind Assets, die also ins Game reinkommen. Und wo die Leute aber Vorschläge machen können, die auf dem Event sind wahrscheinlich. Genau, ja. Ein Workshop, was so wie damals auf dem Booth, wo der Dr. Oberst hier die Waffe anmalen durfte. Ah, okay. Sowas in der Art. Und dann der Gewinner oder kommt dann ins Spiel rein oder so. Workshop zum Mitmachen. DT für T-Post oder was ist das? Wie ist das? Keine Ahnung, was DT. Manchmal steht ein Post dabei, das. Aber ich kann ja nochmal ich habe ja vor den Shop eingeblendet, was wir jetzt gerade im Shop haben. So, das ist der Shop. Da ist das so ein AirPods mit dem Wal. Ah, ist das ganze Merchandise jetzt, ja. Und der Bobble ist schon irgendwie cool. Ich weiß nicht, aber 49 € schon. Okay, ja, für so eine Figur. Ja, die T-Posen da gerade hart. Aber ich weiß es nicht, ist das jetzt alles Citizencon-Stuff oder ist das jetzt auch altes Stuff? Hm? Epic meint, der ist 20 € zu teuer, ja, kommt ja noch. Ja. Wie viel kostet der neue Hoodie? Der Hoodie, der Drake meint, Struggle-Head. Nein. Nee, der schwarze. Der schwarze. Ach, das zum Anziehen, das Hoodie 64, 74. Das war das, glaube ich, hier. Ah, 64, 74, okay. Ah, das geht. Und so ein Drake Inner Work Shirt gibt es auch für 79, aber ein Shirt für 79, das finde ich jetzt wieder viel. Also gut, die Tasse gab es ja alles schon, ne? Da weiter unten ist, glaube ich, nicht. Pulli. Okay, 1 Minute noch, oder? Kann man es? Mach ich das mal noch aus. One Girl. Hi, Nani! Herzlich willkommen zum Starcitizen Stream heute. Starcitizen. Ach, ich habe Rabatt, weil eigentlich kostet 71,94. Ja, genau. Okay. Ah, Subscriber-Rabatt. Wer, was, wo? Ja, Jack hat Subscriber-Rabatt. Und High Force! Achso, wer in TS kommen will, kann das auch gerne tun. Ach du, Inai ist schon die ganze Zeit im Lurk. Ah, aber jetzt aktiv. Sehr gut. Die Frage ist, ob ich den Chat irgendwie ein bisschen... Machen wir ein bisschen dezenter. Kann man noch so lesen. Machen ein bisschen kleiner. Geht los! Da geht was los! Wirklich? Ja. Was soll ein Pullover anhaben? So ein Rollkragenpullover, bitte. Well, hello! Citizencon 2953. Wie lang geht die Show? Weißt du das auch? 2 Stunden? It's really good to be back in front of all you guys in person after 4 years being shut away, doing it online. It's so great to see so many of you, old faces, new faces. And you're going to have a great show over this weekend.
I think you guys have already been around a little bit. I mean, there's some Wenn fun was stuff Spannendes here. passiert, There's könnt ihr the mich wecken. alleyway, CD alleyways, the checkmate station behind you, where I think a lot of our community orgs have set up their camp. So definitely check that out. There's a Dragonfly replica with the pyro paint job on. Get pictures taken on. We have the Atmo Esports first in-person flight or fight tournament, which I think will be really cool. And most importantly, we have 150 computers that you guys can get down and sit and start to play and experience the beginnings of Pyro. And I'd like everyone to know that the people that aren't here in person, we're going to be able to give select access to the Pyro Playground next week. So we'll have more details on that if you go to our website, robertspaceindustries.com, to find out how that works. This year is the most excited I've ever been at a Citizencon. I think we're going to show some stuff that's going to blow your guys' minds. A lot of stuff we've been working on really hard, actually, for the last few years. Anyway, I can't wait to see what you guys think of it. And there's a lot of stuff that's been iterated on by Squadron 42. You guys will have probably noticed that the tasks have dried up on the task tracker. And you're going to sort of see the results of that over these next 2 days. So hopefully you like it. And a lot of what you're going to see is going to be coming into Star Citizen over the next 12 months. Even a few little things will come into 322 at the end of this year. But definitely next year, a lot of what you'll be seeing will be coming in, and it's going to make a dramatically different experience in Star Citizen. So I'm very, very excited on that. So to our opening presentation, I noticed there was a little concern occasionally in the community that they were afraid by the time Star Citizen finally becomes 1.0 releases, maybe our tech's going to be obsolete. But to paraphrase Mark Twain, or misquote Mark Twain, because I don't think he actually said this, the news of Star Citizen's obsolescence has been greatly exaggerated. We're always going to be evolving and improving, taking advantage of new technology, even long after Star Citizen is out of alpha and we're at 1.0 and below and beyond. So, hang on. It's gone backwards now. It needs to, come back. There you go. Sorry. So we thought this Citizencon would be a great place to share a lot of the tech we've been working on for the last couple of years. This presentation will be from our core technology group, which is what we formed our graphics and our online tech, audio tech, engine tech under, and they're responsible for building the tech and our engine that runs both Star Citizen and Squadron. And we're going to give you basically a session talking about some of the new stuff that's coming into the engine in the near future. But before I do that, we're going to run a little video here to remind ourselves just everything we have in Star Citizen and our tech does, because I think sometimes people don't realize everything that we can do all together. So let's run that video. Schön. So muss das aussehen.
Ich habe da mehr Farming gesehen als ich. Dann würde passen. Warte, wir mal erstmal die ganzen Nein. Gebäude reinkommen. Geil. Das ist ein Wurmloch-Jump. Boah, endlich. Das kann auch Quantum Travel gewesen sein. War Quantum Jump, ja. Also war es doch mal ein Tech. Auch wenn die ziemlich schnell unterwegs waren. Irgendwie ist der ist aber gerade leise. Ich filme mal ganz kurz. Verstehst der ist gar nicht. Ich schätze mal, da Mobiglas 2.0 kommt, ne? Wenn Quantum 3 überarbeitet ist. Die Musik im Hintergrund ist doch wirklich ein Orchester, oder? Ja. Ein digitaler. Muss gar nicht sein, könnte auch echt sein. Die Geigen gekommen.
Da war ich heute schon. Ja. Hab Typen abgeknallt. Was ist die höchste Mission da? 100.000 oder geht noch mehr? Keine Ahnung. War unterschiedlich. Kommt drauf an, was du verfolgst für Ziele. Leviathane, die sollen ja auch irgendwann da rumfliegen, ne? Mhm. Wenn sie uns Wale zeigen wollen, kommen wir die jetzt. Ja. Ist eigentlich schon toll, was wir in den letzten 6 Jahren haben. Ja, aber ganz ehrlich, für so ein Demo perfekt, ja. Gut. Einen nur mit einem Crusader-Schiff da rumgammeln. Das Demo ist echt geil, würde ich sagen. Aber wenn manche Dinge halt noch nicht so funktionieren. Diese erinnern die mich gerade so hier an die Star Trek. Leviathan oder wie die heißen, ne? Ja, oder Ahsoka-Wunden. Da kommen die Viecher auch vor. Wir springen in den Mund eines Wales rein. Genau. Ja. Gute Idee. Ja, die können ja auch Quantensprung, die Viecher, ne? In den Filmen da, ne? Wo war das noch? Hyperraum. Ahsoka war das. Ahsoka war Wie ist es sein neues Haustier? Oder die Kette direkt als Schiff. Komisch, dass die in sämtlichen Filmen mittlerweile vorkommen, diese Viecher, als wenn es sie in echt geben würde. So übernommen haben, ob es Star Trek ist oder ne, Ahsoka jetzt. Noch ein Film war da noch irgendwo. Travel-Animation? War nicht schlecht. Klarer und schöner eigentlich. Man sieht mehr vom Verse, ne? Kommt halt drauf an. Jedes Schiff ist ja etwas anders, ne? Ja, Jump Point. Waren doch jetzt 2 verschiedene. Das Die ist Lautstärke eigentlich im Stream so einigermaßen, weil ich habe gerade ein bisschen rumgeschraubt, weil es bei mir jetzt zu laut war. Ich das habe es gar Terra. nicht verstanden. Weg zum Terra. Punkt. Auf geht's. Ist Okay, das geht nach Pyro. Büro. Ja. Aber das schwarze Loch fehlt noch. Echt? Nein, ich meine, war Dingens. Ja, das hier ist nach Pyro. Da gab es so viele Wandschlöber gerade. Oh, okay. Ja, wieder. Sah ähnlich aus wie früher, wie sie es gezeigt haben. Ja, ein bisschen gasoptimiert, würde ich behaupten. Das sieht fett aus. Da aus, dass wir ein Fett rein beim Fliegen. Erinnert mich an die 90er, ja. Okay, haben sie Langeweile gehabt. Die Stationen sieht krass aus. Oh ja. Die Alien. Aber mein Effi Krieg hinter sich. Warst du das, Jack? Hast du die Station so hinterlassen? Wahrscheinlich. Desolat. Man könnte so eine Station einnehmen und reparieren. Das wäre genial. Ein bisschen viel Arbeit. Ja, na und? Ein Lebenswerk. Ja. Genau. So. Wird halt dazu. Kannst vererben, die Arbeit. Ethos, ja genau. Sowas braucht man. Wie bei GTA kannst du mit den Autos ganz Körper auch klatschen können. Das wird doch jetzt genau. Was hast du gemeint, als die... Das wird doch heutzutage zum guten Ton. Ja, früher Tattoos Kriegsbemalung. Ja. Heute
so raus, los und total. Egal. Ja, das ist Sinn ergeben, jetzt sind sie schnell. Die Wiesel lässt sich gleich tätowieren. Okay. Muss man das Video auf jeden Fall nochmal angucken. Ich hoffe, das stellen sie auf YouTube. Leider nochmal. Nix. Das ist viel zu schön produziert, ist nur einmal zu schauen. Warum habe ich jetzt immer mal auf den Chat geguckt? Ich habe gar nicht alles gesehen. 10 Sekunden zerstört sich das Bild. Genau. Aber dass die Station gleich nach dem Sprungpunkt so heftig übel aussieht, finde ich ein bisschen zu extrem. Also das sind die ersten Bilder von Ja. Wer weiß, was machen kann. Meinst du, da kommt nichts Besseres da, ne? Das war schon. Feuerplaneten, gab's da nicht irgendwas? Ja. aber sind sie doch ein bisschen aufgeweicht mit dem Feuerplanet und so. Ja, ich weiß nicht. Die Sonne sollte mal richtig. Sollte es näher gelegene. Pyro 3. Landschaft Occlusion on Planet Scale, okay. Wolken. Ja, Hammerwolken, cool. Wir müssen sich nur noch bewegen. Ja, das war der Next Level dann, ja. Das Ding qualmt. Ja, der Qualm bewegt sich. Gestern hat auch schon ein Schiff, also innen drin gebrannt ein bisschen. Fackelt. Wo dann die Schleuse zu war, hat der Brand gelöscht, also geht schon. Einfach die Schleusen schließen, ist ja Feuer raus. Ganz schön langes Video hier zum Einleiten. Ja, sie mixen hier halt noch neu ein bisschen, gell. Nur bei dem Feuer läuft da normalerweise keiner mit drin rum. Nicht so entspannt. Ja. Die meisten liegen dann schon mal lang, weil kein Sauerstoff mehr vorhanden ist. Nur nicht alle NPCs sind nur nicht so Bescheid wie beim Feuer. Ja, weil niemand macht die Tür danach. Ja, Schleusen dicht, Feuer gelöscht. Ups. Ab ins All schleusen auf, dann ist Ruhe. Auf ein anderes Bild. Keine Rettungskapsel noch ist, weißt du. Da ist echt gerade ein bisschen komisch rumgelaufen zwischen dem Feuer dann. Ja. Die werden eigentlich alle verbrannt. Gibt ja noch kein Damage-Feuer im Spiel? Nee, noch nicht. Kommt noch. Das Demo-Arschlöcher. Jetzt läuft es wirklich ein bisschen unflüssig, das Video. Also, Ja, der Rechner kommt an seine Grenzen. ja gut, aber ist ja eigentlich ein Video. Ja, aber es wurde in Engine gemacht, so wie es ausschaut. Ja, ja, klar. Das ist kein Rendering. So, hier ist jetzt meine Base, schaut's. Hast du den Schlafsack liegen? Das ist aber eine kleine Basis da oben. Das glaubt man. Ja, einmal. Hast den Überblick, Ah, sagst da du, war ja? ich. Oh, schön. Einmal mit der A1 drüber her, dann ist Gibt's die Feierabend. Station schon? Oder ist das Ja, jetzt die kennen wir, oder? Die unten kennen wir doch. C5? Oder nicht? Was ist denn das? Kann man da einen kleinen Landeplatz? Da
Wars lässt grüßen. Ja. Was ist denn das für eine Waffe da vorne dran? Hä? Das ist eine Gatling. Ja, aber nicht die, die sonst dran ist. Das sieht ein bisschen anders aus. Das ist wirklich Star Wars. Geil gemacht. Doch, ist gut. Warum nicht? Hierarchische Objektcontainer-Technologie. Okay, was macht die? Das ist Das das Ziel mit aufeinander aufbaut. Die ist aber, ja. Die Tech, um das Ganze zu rendern, reinzuladen, eigentlich primär. Der Hangar hat ein Garn, was gar nichts anmacht, oder? Hä, was war denn da unten direkt gestanden? War das ein... War nicht aus wie Schutzzone oder was war das? Das ist gut gemacht. Die Wassereffekte gab es schon? Nee. 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 Nee, fix nicht. Nein, Das ist jetzt Gen 12. das ist neu. Ja. Das. Gefällt mir. Das ist so Streifenziel super geil, ne? Wasser. Normale GTs auch Ed. nicht an der Gladius. Deswegen liebe ich die Gladius so schnell. Coolste Schiff im Ja, Standard GT ist das. Ah, Zerstörung! Oh, Was? nein. Damage, Physical Damage. Ja, geil, endlich. Ja, das würde mich übel, wenn sowas nicht kaputt geht, wenn man drauf schießt oder Ja, so. aber das ist Rechenleistung. Danke. Jetzt ist noch nicht so schnell bewegt. Da ist ein Pico. Ja, der Fico hat geschossen, hast du gesehen? Bitte, Low Simulation. Er blutet. Ach nee, da wird's mir schlecht. Nasenbluten. Aber zu Oh, schnell unterwegs. schön. 4-0 würde ich sagen. Okay, aber da. Oh, läuft aber. Wenn sie das Schwimmen noch zeigen, dann wär's auch was. Aber nee, schade. Das läuft wahrscheinlich zu schnell ab. Kann ich schwimmen. Aufs Maul Nasenbluten. Ja. Also wenn die Gischt schon geht, dann ist das Schwimmen nicht mehr weit. Mhm. Doch, nett. Geht vorwärts. Okay, vorbei, das hat schon gereicht. Das war, das war Aber bis das dann im PU drin ist, das dauert noch. 4 Jahre halt, ne? Star Engine, TA, yay. Das war der aktuelle Stand, was wir gesehen haben. Danke. Ich glaube, das ist das, was in 4.0 kommt, was wir jetzt gesehen haben. Der Rest ist ja schon da. Viele Tage schon, ja. I think that sequence holds the record for the longest spline in the history of computer games. I think we're close to 1 billion kilometers traveled during that whole sequence. So hats off to the engine team and supported by our cinematic artists that put it together. I also need to call out Pedro Camacho's music, which is always beautiful and sets the scene so well. And it's pretty stunning to think that hopefully from this video, and we're going to go into some of the new features later on in more detail, and you'll see actually better representations of some of the simulation that was happening there. But it's pretty amazing to think that all that happens inside the engine seamlessly without switching, loading screens, or anything else. You can go from down up close to a blade of grass all the way out, looking at a whole planet, to moving to another star system. And that's actually one of the hardest things to do, especially when you do it at the scale we do online with that level of physical simulation, with hundreds of players, thousands of AI running around. It's hats off to our tech guys who are going to be coming up and talking about what they're doing. Now, obviously, some of the things in here aren't in the current live build of Star Citizen. Like, for instance, at the very beginning, I don't know if you noticed the conductor with the hair blowing and the tails blowing. That's all simulated in real time, and we'll talk about it on the physics part of the upcoming speech.
But I'm going to turn the stage over to the core technology group to talk about some of all this new tech that you just saw and go into more detail. And we'll be rolling into Starcitizen over the next 12 months or so. And some of it, like some of the new cloud stuff, will actually come in 3.22, which is great. But before I do this, I wanted to introduce Benoit Beauchesseau, who, as a lot of you know, Turbulent have been our long-term partners here in Starcitizen since the end of 2012. And they built our web platform and our digital distribution platform, and a few years ago started to help us on developing the game. We have almost about 100 game developers in Montreal, because Montreal is a great place for game developing talent. And this year we brought Turbulent into the fold of CIG, and they're now fully part of CIG. So this July they joined us, and Benoit, who is the Chief Technical Officer of Turbulent, has now become the Chief Technical Officer of Cloud Imperium. And along with him and Marc Boudet, who is the CEO of Turbulent, is now our head of global studios. They're strengthening our management team at CIG, and I'm really, really happy to have them. And I want to introduce Benoit to come to the stage, since he leads up the tech group, and he can give you a little setup of what we're going to be doing this year and going forward, and some of the new initiatives we're going to go. So Benoit, come up to the stage. All right. All right, let's do it. Here's the clicker, or did you take your own? Yeah, that's good, thank you. All right. Bonjour! Bonjour, Citizencon. We are so happy to be here. It's been so long to see you guys physically, and just being able to interact has been fantastic so far. We're super excited about all this. The video you just watched outlined a lot of features in the Star Engine. It's a reminder of what makes this game so special. It's a focus on fidelity. I said it. It's a focus on immersion. And it's a focus on seamlessness, being able to go everywhere, and you're just there. The accomplishments from the tech teams at CIG have been numerous in building all the technology that allow you to run the game and allow you to experience the same things that we see in our dev setups. And so what we're about to see today is a deep dive into all these features. But first I wanted to touch really quickly on this last year. We have launched persistence, or added persistence. It's been a rocky road this year, and I want to thank you guys for keeping on playing, giving us a hand, giving us good bug reports. It's been fantastic for us to improve the stability of the game, so thank you so much. You guys deserve a hand of applause. Thank you so much. Da steht's am Montreal 23. I just want to touch on one bit, which is that all the people you will see in the next couple tech panels are really the best of their crafts in the world. They are infused by a value that we tremendously value at CIG, which is relentless optimism. That this game can be made, that this vision can be achieved. And so, without further ado, but first, I got one more thing to say. So, in all of the different panels that you'll see, all the updates, everything that you'll see on screen, whether it's a HUD, an MFD, a ship UI, FPS weapons, everything, all of this is new. So as you watch the clips, you're going to see some differences. That's because this all comes from the freshest implementation that we have. We love open development. We love to show you guys the work in progress. And so that's exactly what we're going to look at today. And so without further ado, I'll leave you with Marco, who will show you all the cool and amazing features of our engine and the challenges that we face. Thank you so much, guys. Habe ich es richtig verstanden? Alles, was es zeigt, wird ist neu. Ja, das hast du verstanden. Sehr gut. Thanks, Benoit. Hello, I am Marco Corbetta, Eigentlich für den VP of 322 Technology. Okay. We're going to talk about Star Engine today. We have been developing Star Engine for many years with the goal of creating an online living universe. But creating a universe is not an easy task, and even more difficult to do everything seamless without any loading screens or invisible walls. And massive spaceships flying very fast
close to the terrain and objects, are pushing the limits of procedural generation and streaming. This is not a single-player game, so creating this universe online is making everything more challenging. We stream and generate physics on server on CPU, and we already support more than 100 players on a single server, more with server meshing. To support all this, the engine must do a lot of work every frame. So in a typical Star Engine frame update, we got up to 64 hardware threads, about 200 software ones, over 700,000 streamed in entities and millions of entities overall in the solar system, about 150,000 updates per frame. We have over 200 vehicles, spaceships, and ground ones, over 2 million physical objects, over 100,000 objects generated per frame when flying over the terrain. We have many unique locations, streaming on demand in a seamless, gigantic space. Also, we are supporting many new features that we are going to showcase today. I'm going to start in introducing the new and improved clouds and fog worked on by Carsten Wenzel in the R&D team. The first new feature is the light shafts. They are volumetric shadows from clouds cast into the atmosphere. They are truly volumetric and 3D, fully integrated. They are not just a post effect, as it is usually done in games. With this, the atmosphere from an overcast sky gets darker, and this is important for planets and locations with bad weather. Another component is the new ground fog. It follows the terrain up to a specified elevation for different locations. It is also fully integrated into the atmosphere. It receives volumetric shadows from clouds and terrain. It reduces the light scatter into the view ray. And in this video, we are showing all the features combined together. In addition, we made many improvements to cloud shaping to allow for more variation and details. The shape noise blending, a vertical variation, has been improved a lot. Das sieht schon nice aus. Das bin ich jetzt gespannt. Also, we made improvements to shorten long distance read, and the tiling is less visible. Das sieht gut aus. Und das ohne, wie heißt die eine Technologie von Nvidia? Gibt so viele jetzt. Ne, von Nvidia ist die große Technologie mit Sonnenstrahlen. Ja. Raytracing? Raytracing, genau. Kannst dir den Shotlight-Urlaub sparen. Oh, das müssen wir wegkriegen. Oh, Cloud-Mikrofon, so müssen sie aussehen, ja. And best of all, we are going to include all these new features and improvements in the next 3.22 release. Okay. Was? Thank Jetzt? you. Release? Thank you. 22. Nein, 22, 22, nicht 21. 22, also der nächste. Ja. Nächste Patch kommt das. In 3 Monaten. Meist kurz vor Weihnachten. Ja. Wird alles von Pyro kommen, denke ich. Hi everyone. So I'm Mike Snowden. I'm the director of visual effects. And I'm Ali Brown, I'm the Director of Graphics and Procedural Tech. Mike Snowden. Thank you very much. Really happy to be here, really excited to show you. We're going to be showing dynamic fire in Ja, die Star haben ja Engine. gesagt, dass sie da noch nicht dran rumgefummelt haben an die Effekte, ne? Jetzt langsam mit die Audio, ne?
So dynamic fire is a driver for gameplay in both FPS and multi-crew experiences. It creates emergent sandbox gameplay, and it can be used by designers to craft very dangerous scenarios for players. And as you can see from the video, it gets very intense. Okay, so how do fires start in Star Engine? Well, there needs to be a source of ignition, and there are multiple ways in which it can occur. For example, weapon impacts or misfires, explosions or damaged items, and the player needs to be alert to their surroundings with fire an ever-present threat. If a fire does break out, you're going to see it dynamically propagate through the area, causing damage to environment and player. And at this point, the player needs to limit the damage, of course, by extinguishing the fire in any way that they can. So when doing so, they're going to need to wear protective clothing to protect them from extreme heat. They're going to need to wear a closed helmet to protect them from smoke inhalation, poor oxygen levels. And there's actually multiple ways the fire can be extinguished, including the removal of heat, for example, using the fire extinguisher, which is my personal favorite. It's a lot of fun doing that. The removal of oxygen, for example, locking off the area, venting the oxygen, creating a vacuum. Or simply, the fire's burned so fiercely that it's done everything it needed to do. There's nothing left for it to destroy. And if you let it get this bad, it's probably time to consider repairing your ship. Okay, so how do we achieve this from a technical perspective? Well, the first thing the artists and designers do is they mark up their scene to tell us what physical properties each surface is made from, whether it's wood or metal. But not only on the surface, we have to describe what is behind the surface. You might see a metal panel on your spaceship, but has it got cladding or wiring behind it? It's important we know all this so we know how flammable it is. Then after this, we have to define all the physical properties that go with these surfaces. So, for example, what the mass is, the energy density, combustion temperature, air-fuel ratio. And we use all these physical properties and we sum them up in each voxel, which is a 1 by 1 meter cube. And then once we have these voxels, this forms the basis of our simulation. So then first thing we do is we look for sources of ignition and then we're off. So here's our debug mode that shows us what's going on in the simulation, is what we use to track it. And you can see these squares enlarging to show us where the fire is spreading. For each of these voxels, we're tracking the fire, the temperature, fuel remaining, the amount of smoke. And the fire is propagating via convection and radiation, which are both accurately simulated. And it's consuming the gases and producing the knock-on products as well as it goes. And because we're using a proper simulation, like Mike mentioned, when you vent a room, not only are you removing the oxygen and putting the fire out, but if the temperature remains the same, if oxygen is reintroduced, the fire will reignite and it will continue burning, just like it would in real life. So, what's next for this? So, our focus has been on interiors, in particular spaceships, but all interior spaces really, and this voxel grid really helps us solve that problem. Our next focus is going to be on planets. Obviously, they represent a slightly different challenge, the vastness of them. We have to transfer this over the network and simulate it slightly differently, and we also have to render it at scale. But the way we've done it, the core tech we've used, we should be able to scale this up quite easily. So that's going to be our next focus. Okay, so how do we create realistic dynamic fire visuals in Star Engine? Well, we start with the simulation, as just described by Ali, and this gives us the data we need to drive the visuals. Then we bring in the burn shader. So this can be applied to static environments, and we have a lightweight version of the shader for entities, which is kind of based on the dirt shader and wear. Then we've got the glow, which is an animated surface decal shader for static environments. This is where we start to bring in some nice motion. And then we bring in the GPU particles, which are spawning from voxels and in screen space. Obviously, these are doing a lot of the work visually. Then we bring in the lights. These are spawned for clusters of voxels as opposed to per voxel as an optimization, a cluster being a representation of voxels close to each other. And then we bring in the fog. So this is height-laid volumetric fog. The smoke fills the room and it goes up to the ceiling before filling the rest. And we're simulating that. Da will ich nicht drin sein. So to finish, we're going to take a look at all of that put together in the game. Thank you. Aber er hat nichts gesagt, wann das kommt, ne? Das schaut recht weit aus, ehrlich gesagt. Das haben sie auch schon vor einiger Zeit gezeigt, wie sie angefangen haben damit.
leer bei ihm. Der hat unendlich Muni. Nee, doch. Das ist eine Zahl, oder? Nee, 200, 2000 steht. Ah. Hast du recht. Oh, das ist sehr viel. Wetter drin. Thanks very much, everyone. Thank you. Thanks a lot. Gerettet. Hello everyone, I'm Will Hain. I'm here to talk about water in Star Engine. Water, okay. So, water is a huge part of both of our games, Star Citizen, Squadron 42, and we wanted to give it a major upgrade. We were going to set 3 ideas that we wanted to impart on our water. We want it to look as good as possible, obviously. We want it to look realistic. We want it to be beautiful. We want it to be in motion constantly. It should always be moving and always be reacting to everything around it, whether that be players or objects or vehicles. And we wanted this to work on the whole scales of all of Star Citizen, all the way down from footprints in puddles to enormous ships crashing into the ocean. I'm going to talk about our updates to the water rendering first, and then we'll move on to that other stuff I discussed. So first of all, the water shaders, particularly the ocean and the river ones, were in dire need of a major upgrade. They were currently using a technique called deferred shading, which is really fast and fantastic for opaque objects, but does not translate well for transparent ones, which of course water is. So the first step that we made was to transition to forward shading. That allowed us to introduce more physically based techniques, such as proper lighting, reflection, and refraction. It allowed us to integrate the atmosphere properly into our water lighting setup. And it also meant that we could get more fun techniques, such as wave crest backlight scattering, and adding better foam rendering, which includes halftone blending, surface haze, and much more detailed bubbles on the individual bits of foam. I've got some examples of that here. In this particular screenshot, you can see the icebergs in the near frame. You can see we're refracting the iceberg underneath. It's correctly refracted. In the mid frame, you can see that the iceberg is reflected back onto the water. That is now accurate. We weren't doing that properly before. Here you can see our accurate water lighting from this really beautiful screenshot of the Gladius over the water. I love this one. So this is the objects under the water being correctly lit, which is new. And then we are applying the lighting changes from the specular highlights on the surface, and also considering the lighting from the suspended particles in the water, depending on how deep and dense the water is, which gives us this really beautiful effect. This screenshot just looks good, but what is going on is that it's demonstrating that the atmosphere and the water are sorting properly. This looks like everything is normal, but it's challenging to implement with forward-rendered water and proper ray march clouds like we have in-game. Props to Alan, who works on all of this. I did the next bit. And here we can see the wavecraft light scattering. See how the sun is coming across the back of those waves? It's lighting up the suspended particles in them. It just looks gorgeous. Here we have the multi-layered foam. And from a distance, we have both surface foam and subsurface foam rendering correctly, looking really, really nice. I've just got a video here before and after, first of all. This is our lakes on Standard 4. Next, we have water volumes on Horizon. There you go. And this last demo, this is a Clio on the Stanton system. This is what it currently looks like in-game, and I think you'll agree, pretty dramatic difference. So the next bit that I want to talk to you, that me and the team at Planet Tech and Graphics have been working on, is of course water surface simulation. This has been an absolute pleasure to work on. So we had a few aims for this. We wanted it to be multi-input. We want physics to influence this. We want our MFX system to influence this. We want bullets. We want everything. We want high concurrency. You guys, it's a sandbox game. You're going to break it. You're going to stick 1,000 picos in our puddles. It's got to work. And it's got to be scalable. It's got to work from the tiny scales to the footprints in the puddles, all the way up to, as I said, giant ships crashing into the ocean. So the technique that we chose for this is a form of surface wave propagation. It's GPU-based, it's highly realistic at a low cost, and it can be scaled for waves of different amplitudes. So we can have all of that built right in just by adjusting a few constants. I've got a demonstration here. We're going to have the player walking through the puddle. As you can see, as he steps, you get a bigger ripple. But even as he's stepping, the toe is being dragged through the water and moving the water accurately. This is not a cop-out. We're doing this in 3D. You see as I'm jumping. And then this next demo, we're going to fire some bullets. This is a bit loud, this one. Ja, ist klar. Schöne Arbeit hat er da gemacht. Ja.
Right, the one more thing that we had to look at. So it's all well and good, this working on a puddle, but Star Citizen is not made of puddles. It's made of oceanic planets. It's made of everything. We needed to make this multi-scale. So we wanted the water near and far, not just in a square around the camera. We wanted lots and lots at once. The solution we picked was a multi-region water sim. Now, this was really, really tricky to get right, but I really think we have now. This basically means that we can dynamically allocate all of the simulation regions depending on what is colliding where and what resolution we need at what parts of the screen. We can optimize this very heavily to make sure that you get what you want to see at the right time. We still need to get that information onto the water, though, and that's a bit trickier. So what we devised is yet another set of regions. Now, the regions are slightly different. The simulation regions need to happen wherever something is contacting the water, and that needs to happen regardless as to whether you can see it, because if there's a collision going on there, I look away, and then I look back. If it stops going and has to restart, that looks bad. Whereas the water, we only need to know the total result when it's actually in view. So we have these new regions which cover all water in view. And the beauty of this is that we can use this for multi-input and multi-output systems. Anything can influence our water, whether it be the simulation, whether it be weather, whether it be VFX. And then anything can be affected by water now. So the water rendering reads from this. But then we can also spawn VFX particles from wave crests. We can add screen space effects. We can have a line across your visor. We don't have this yet, but it's accurate to the displaced water in front of you. We've got this technology now, so we can use it to influence any of our work going forward. And here's a really good video of some of it in action. I'll just let that play. This is the debug mode. Essentially, we're moving a sphere of basically infinite mass through the water. And as you see, if we pan out a bit and we make our sphere a bit bigger, we get a much different result from the sim. Spawning the foam properly. It looks really nice. Really happy with this one. Ja, davon. Sehr schön. So what I'm going to do in a second is I'm going to turn on the debug mode so you can see where the regions are. You see we've got these grey boxes. They light up green when there is a hit inside the box. We've also got different sizes going on. If you look near the shore there's a big cluster of text. That is a whole bunch of other regions because there's some stuff floating there causing little ripples that we can't actually see. And as you see, these scale properly. We can add the results from multiple sizes of simulation together, and they influence and interact with one another accurately. You see those big waves crashing over the little sim there. Frage, wie hardwarehungrig ist das? Yeah, it works pretty nicely. I've gone ahead of my subtitles, but I'll just let that video play out. Ja. So, what does that look like when we bring it all together? What's it going to look like in game? Now, you did see a little bit of this in the Star Engine trailer, but actually, I think this video does a little bit more justice to it. So I'm just going to let that play out for you. Ja, Headset ist nicht so geil. So, jetzt kommt ein kleiner i90 kam daher gefahren. Forward in a second. You're going to see the wake start to happen behind us there. And from the cockpit perspective, water droplets on the glass flown up from the water sim. This is what I'm talking about using multi-output. Guck mal, das Cockpit. Headset. Boah, das sieht geil aus, ne? Schön gemacht, das Cockpit. Ist das richtig oder kommt es 22? 22, sie sagen, alles kommt 22. And that's us. Thank you so much, Citizencon. Handing back over to Ali. Okay, cool. Ich werde so langsam gehypt, so ein bisschen. So ganz leicht. Hello again. Ja, kannst die Kreditkarte wieder polieren. I'm here to talk to you today about a few other graphical things we've got coming in. I'm really proud of the work we've done on the fire and the water. They both look amazing features. We're going to talk to you about a few smaller features and a few longer-term R&D features we're coming in on the visual side. This first one, something we wanted for cinematics and telling a story, but also to tie into our active feature system, but just to get the face to tell a little bit more story on our characters. So this blood, sweat, and tears system is something we implemented recently. And it allows us to use a GPU particle simulation, which we project onto the face, and then we integrate it into the skin shader so we can get realistic reflection and refraction of water on your face. And we even make the skin go a little bit redder to simulate the extra blood flow when you're tired or warum heulen hier? Das ist das Kino-Heulen. Das Heulen tut man doch eher hier, oder? Seitlich. So none of this is a pre-canned animation. It's completely dynamic. We have complete control over everything. We can keyframe every single tear if we want to. And we can even simulate blood, like here. Ach was. Gut aus Norden.
So next thing I want to talk about is our scope shader. Design came to me telling me that they really wanted to up the game with our rifle scopes. They weren't quite good enough. They didn't really feel realistic for them. And they thought it was a real core part of the first-person shooter experience. So to give you an idea of what we used to do, we have these type of, we used to use these type of fake scope meshes, which you see here, which is where we type of slice the scope in half so you can see through it. And sometimes we put these big black planes around them to obscure your vision. And we put a bit of glass on the front of it, but there was nothing really to tell you that it was a lens. So we've worked on a new scope shader, which is now going to be on all of our scopes moving forwards. And I'll give you a quick show of what that looks like in game. Was bedeutet, man kann durch So on the first scope here, we're going to see it's got an infinite projected red dot scope sight. We've got lens distortions. You can see the little refraction and bending of light on it. Noch geiler. Actually, it works when you don't have to actually hold on the rifle for it to work. Ich denke mal, das hat auch Tobi Eye dann besser dann funktioniert. A correct emulation of eye relief on the scope. So we have the blur, distortions, chromatic aberration. And then we also got support for digital displays like this one, which has light amplification and has support for EMPs. You know, if you get an EMP, you're going to have the display's going to get distorted. So we're quite proud of this. We're going to have much better, more realistic simulation of the And I think I've kind of mentioned before, but it's not a fake effect. It applies to our scopes no matter where they are. You don't have to be using the scope. You can look down somebody else's scope and see the same thing. It's fully integrated into it, so I'm really quite proud of that. Ja, das stimmt, wenn du so ein Fernglas hast. Ja, Nordisch mit auch gerade endlich keine Fakes. Next feature I want to talk about, hopefully if any of you have a HDR monitor and you've been playing 320, hopefully you've given a go of the HDR feature. We're really proud of this. It looks really good. And we've got some great feedback from you guys as well. There's been some strong feedback about we want extra black level controls, so we're going to be adding that for you. So make sure you can tweak the image exactly how you want. And there's a great user guide on Spectrum as well if you want to know how to get the best out of it, because it's not always a straightforward tech to get the best out of. Just to give you an insight of how this works, we've got something called Unified Tone Mapping Curve, and this is the process where we map the real-life colors of real-life intensities of light onto what your monitor can display. And rather than having an SDR mode and HDR mode, we have like a smooth system where we can blend between SDR and HDR depending on the peak brightness of your monitor. We also pay a lot of attention to make sure we preserve the colors and the hues to keep an accurate image for the artist, and especially for skin tones. We don't want them turning red or white or doing anything bizarre. Just one thing to mention, we've got some content adjustments that will be ongoing. We've got a lot of content in Star Citizen. It takes a little bit of time to make sure we balance everything so it doesn't look too dim or look like a supernova. Next thing I want to mention, temporal upscaling. This has been something that's been asked for a long time, and we're proud to finally get it into your hands. We've got 3 different techniques we're going to be implementing. We've got CIGs, we've got our own temporal super resolution solution called TSR. We've got AMD's Fidelity FX Super Resolution 2, and we've got NVIDIA DLSS 2 as well. They each have different characteristics and hardware requirements and trade-offs, so it's important to get you all three so you can have a choice of what you want to look. On the left here, we've just got a zoom in from one of our outposts. That's no anti-aliasing for people that really love to see jagged edges. The center one is our TSA, which is what you've got in the current release today. And on the right-hand side is TSR without doing upscaling. And this is going to be replacing the TSA solution. And this gives us better quality and more stable image and hopefully much less ghosting. We can use our TSR to do upscaling. Here's the example of how it looks at each resolution. And similar results from AMD's FSR. And some numbers here, which I'm sure you can pour over later, but basically we can get about 2 times GPU performance if you're interested in using the upscaling technique. Obviously, if you're CPU limited, you might not get quite them numbers. That is 6900 XT. We also intend to look at frame generation techniques like FSR-free and DLSS-free, but these are going to come a bit later. We're going to focus on GPU performance, getting that up first. Frame generation isn't really applicable unless you've got a really good performance first. Some other quick updates. We've got the screen space shadows as added to Alpha 320. It gives us some extra detail in our shadows across characters, and it's particularly on planets, it helps a lot. And we've also got a new texture and mesh streaming engine that helps us get as much possible detail as we can onto your VRAM on your GPU. And it does something we call load balancing. It will scale dynamically for your GPU to make sure we can get the absolute best possible results. We've also got some more streaming improvements coming in the next release. Just to give you a quick show of what the screen space shadows mean. Here we've got a planet with no shadows. I think it's Microtech. The shadow maps, so you see these, the normal shadow maps that fill in half the scene.
But then when we get the screen spatiality, look in the top of the screen or in the flowers, they type of fill in the detail for the rest. They really help type of bed the scene in and stop these things from floating. Die Fauna, die Flora ist komplett Next up, I just want to talk about planets for a little bit. It's something I get asked about a lot of what's happening next with planets. So we've got quite a lot of R&D in progress. First thing, we've got two new pieces of tech being started recently. First is virtual terrain texturing. It's quite a technical detail, but what this means for you is we're hopefully going to get much less popping or no popping at all. And we're going to achieve this by moving all the calculations to the GPU. And we'll be reusing the same type of patch-based system that Will talked about in his water presentation. And it should give you major CPU savings as well. So we're quite looking forward to getting this in. Another benefit is that it's going to give us the ability to add more complicated logic on, so we can type of do more diverse and interesting terrain, like things like, you know, we don't have beaches at the moment, we'll be able to achieve that. And there's other similar things where, based on the local conditions, we're able to do more advanced decision making. Next thing we want to look at, which is probably the thing we get asked about the most, is our scattering system, which is what's responsible for putting all the trees and the rocks down in the world. We're going to, again, move this to 100% to the GPU, and that should let us have vastly longer draw distances right up until the horizon, and much better performance. So we'll finally get rid of the dreaded pop of trees coming in for you. We also have to integrate it with our harvestable system, the resource system, and the awesome fire system you just saw a minute ago. Another point is it's going to be a hierarchical-based system, which what that means is we'll be able to use nearby vegetation or rocks to influence what other vegetation and rocks can grow or will show up. And this lets us produce much more complicated rule sets, so we can do things like have a tree that maybe underneath it doesn't have any grass, or maybe certain trees come together in clumps. And we'll get a much more natural distribution of vegetation. And final thing we want for planets is we want to be able to build them much easier, much faster, and we want to make sure they are truly unique. At the moment, our planets are unique. However, they are built from type of tile sets, like pre-built things that get mixed and matched together and blended in complicated ways so that you don't see the repetition. But it's not truly unique, not in the same way that the Grand Canyon might be, or the River Nile, or Mount Everest. And that's what we want. So to get that, we need to replicate the complicated natural processes on Earth, like geology, climate, erosion, and these things aren't trivial. So we've got three options. We've got offline tools, Houdini, TerraGen, things like this. We could simulate all these processes in the engine. But we've started some R&D a few months ago on whether we can use machine learning to do some of this. So just to give you a quick idea of how that would work, or how it could work, if you just start with some random input here, it's just like some noise. We run it through a temporary simulation, so we can type of get a more reasonable approximation of simulation at different altitudes and latitudes on Earth. And then what we do is we categorize all this into different biomes. So based on the temperature and moisture, you'd find out what is a desert, what is a forest. And this part is crucial. So this is the input for our machine learning algorithm. We could come up with this image any other way. You could hand paint it as an artist, or we could just randomize the noise to get a different set of images. And then what we do is we take the large data sets we already have from Earth, from Mars, and from the Moon, and we train it on exactly the same distribution, so biomes, so forests, grasslands, things like this. And by training it on exactly the type of data we get in reality, we can take this and then push just that, and then we can get these lovely height maps out of it that tell us a really realistic distribution. You can see here, this is the height map, so the black areas are low. You can see all the little rivers and valleys, and this had zero art input aside from this image, which is a very nice result. It's early days. This is based on something called a custom diffusion neural network. It's, like I said, it's pre-trained on Earth data, and it's been built up in patches so that it just doesn't become too expensive to build. And the little circular patches get like added together, and to avoid any seams in the image. And just have to visualize it, just put some colorization on it to show you where like snow and beaches might be, and just wrap it around the planet to give you a better sense so it doesn't look quite so abstract. Yeah, but this is very early days, this stuff, but we're hopeful this will be helping the future of how we build planets quickly and efficiently. Thank you. So the last thing I wanted to talk about today is our Gen 12 renderer and Vulkan. This has been ongoing for quite some time, taking a lot longer than we would have liked,
but we're finally getting to the end of this long journey. For those who don't know, the reason this was being implemented is largely for performance. We're going to be getting at least 2 times better performance on our CPU submission for rendering, which is often the bottleneck for the game, so that will directly, hopefully, translate to performance improvements. We also get better control of memory with advanced GPU features like resizable bar. And it also opens the door for some things like ray tracing and new mesh shaders. Ray tracing. So we've got a video of a Vulkan running, that's live captured. So I can't remember which ship is this, but it's yeah, it's all working fine now. There's a couple of hitches in performance, so we can't quite release it yet, but we're looking into them, the last few performance issues and stability issues, and hopefully we'll be releasing it soon. So, like I said, the one thing, or one of the things we really were interested in by implementing Vulkan was to get support for new hardware features, and one of the big ones was ray tracing. So with that, I want to hand you over to Ben, who's going to talk about some of our lighting research. Kann aber der AMD, da bringt mir das nicht so viel. Hi, I'm Ben Parry, and this is Global Illumination. Ben Parry. Voll der Nerd. So, as Ali just said, moving over to the Vulkan renderer, and now that that's fully online, we've got access to hardware ray tracing on the GPUs that have support for it. And the best way to do with hardware ray tracing would be to create a new, updated global illumination system for us to use. Now, I'm here to give you a fairly early preview of the work that we've done so far, but first off, I'm just going to simplify some things and ask, what is global illumination? Well, you can break the lighting in a game down to 3 components. First off, you've got direct lighting. That's not global illumination, but that's the sun lights in the level, that kind of thing. Next up, you've got diffuse global illumination. Now that's like a whole hemisphere, like a soft lighting that affects the entire, that takes from the entire scene and lights up the pixel. And then finally, you've got glossy GI and reflections. That's like your shiny surface glints, your mirror reflections, that kind of thing. And now all of those combine together to form one glorious penguin. Now, now for the rest of this presentation, we're specifically talking about this guy, the diffuse penguin. Glossy GI has actually been disabled in all the videos. Even the old system videos don't show the glossy GI here, just to aid the comparison. First off, we've got a video from Chris Campbell, who's going to make us look cool. Ja, echtes komplizierter. Genau. Karak. Jeder schimpft über den Lichtschalter, warum es kein Lichtschalter gibt. Mhm. Bei solchen schönen Lichteffekten. Ganz schlimm. Ja, das ist auch das Normale und dann das Raytracing sieht besser aus. Weißt du, vor 4 Jahren oder 3 Jahren, wo dieses Raytracing gekommen ist, wo es dann echt gesagt haben, nein, Raytracing wird auf gar keinen Fall unterstützt. Bullshit. Zwischendurch haben einige von den Tags gesagt, sie lieben die Nvidia-Tag. Mhm. Weil es vieles einfacher macht. Ja, du generierst damit die Information von der Mache der Backen kannst du nicht. Ja, alles, was jetzt reinkommt an neuen Engines, beziehungsweise allen Möglichkeiten von Nvidia und natürlich AMD, ist vereinfacht alles. Hast du viel Handarbeit, sowas ist das ein Wahnsinn. Ja. Das ist nicht umsonst, dass die, was haben wir gesagt, ich glaube 700 Lichtteile drinnen im Chip. Also viel monotone Arbeit. Ja. Draußen wir Lichtquellen reinsetzen, künstliche. So next up, the boring or the interesting bit. How are we doing it? How does the tech work? I'm just going to dig into that just a little bit. So we're closely based on AMD's recent paper, GI 1.0. We're probably going to build on top of that, but at the moment we're quite close to it. We ray trace against a simplified world so that we get like smoother lighting for the, since it's a diffuse scene, we want a sort of diffuse smooth signal.
This also means that we get more rays per millisecond, which is always good. And we do generate a lot of probes. So the new system is generating, well, for comparison, the old probe was about 1 probe per room. And the new system is about 25,000 probes that are all on screen at the same time. And we're going to see that now. So here's a scene that I've dramatized a little bit just to give trouble to the old lighting system. And this is what the ray tracing sees. So it's a simplified single color per object kind of thing. But then we've also got this kind of a 3D dictionary of average light values so that the light is kind of shared over things in a similar area. So going back to the scene, this is the old system. So you'd render a single image from the center of the room, blur it, and then slap it onto the entire scene. Now, as you can see, like the middle of the scene is about the right lighting, but everything else has got the middle of the scene's lighting. Like these red lights at the sides, they're basically drowned out by the table bounce that somehow made it across the room to them. So we want to replace that system with 25,000 probes, each one of them only providing light to a small area around themselves. And then we interpolate that to provide like a smooth bounce. And you can see already in the distance, like the red light is really bouncing up there. And then we add a screen space occlusion pass just to tidy up the edges on things. And there is the final composite. So, what else does it do? Ella. Well, because it's real-time generation, it means we can do a real-time bounce, and we can do that with quite small areas. You can get like a really vibrant bounce that picks up off small objects in the scene. Ooh. And that means that the art team can really lean into like strong local variation on color. As again, we will see. So we'll do a side-by-side comparison on this one. As you can already see, like the spotlight's really like throwing stuff into the scene. This is just one light in the room. And we did have live updating, as you can see in the old system, but it was designed for like time of day changes rather than this continuous smooth view. And finally, it means that we can do things like glowing surfaces can just illuminate the world without having to add special lights to fake it. Okay. So yeah, there's two really common cases in Starcitizen particularly that this is going to help with. First off, cockpit brightness. We capture at the moment the... At the moment, we capture that cockpit probe in a setup scene, and then we don't update it as you're flying around. So you're not going to get the sky color in, and you're not going to get the ground color in. And then we've got the opposite problem that, I don't have a picture for this, but cargo bays, sometimes they're light, you land somewhere dark, you open up the doors, and now you've just got this weird little light room with nothing spilling out of it. So again, let's have a video. Oh yeah, so this is the old system. The sun's working, but you can see there's no sky, there's no ground lighting. By the way, I've turned off a lot of the cockpit lights so that you can see this. And then in the new one, you can already see the skylight is kind of helping a little, but then as you turn over, you get all the ground lighting. Endlich. So was ist mir gar nicht aufgefallen. Mir schon. Yeah, there's more. See, one of the concerns we had was that we didn't want to create a two-tier system. If people have got hardware ray tracing and it's working for them, that's great. But you can't really have the art team optimizing Wasim for one type of lighting and then having to optimize it for another type of lighting and having to trade off decisions about the two of them. So what we've been experimenting with is trying to create a new low bar that's higher than the old low bar, as well as creating a new high bar. And the idea for this is basically to take that single room environment probe system that we have been using, update it so that we can do live relighting on that, and then to sort of slot that in where the ray tracing would be while still keeping all of the other stuff, like the 25,000 probes and all that kind of stuff, can look at the old system and we kind of Frankenstein them together. So I'll show you what we've got so far for this. Molz. So this is just the old one and the new one so that you can see the problems. Like, just it's overly lit, let's be honest. And now this is what Starcitizen would have looked like if we released it on the PS1.
The sharp-eyed among you may have noticed also the ship is missing, but you know, we can't do dynamic objects in this. You'll be surprised. It doesn't seem to mind. And there we have software GI in the middle, which is, yeah, like I say, it was using the same 25,000 probe system, but not having to use any kind of hardware ray tracing. As you can see, it's not a perfect match. It's not identical, but it's a lot more dynamic than the old system. Okay, also braucht nicht unbedingt Raytracing. Finally, aber es war definitiv mit Super AA. Das ganz rechte. And finally, I'm just going to show you a to-do list here. I don't have pictures because it's stuff we've not done. Glossy reflections. Obviously, we want to complete the picture, and for that, we need to handle glossy reflections. That's self-explanatory, really. I don't know what to say about that. Secondly, you've only seen it on opaque surfaces so far. The next step is to extend this so that it can support glass and water and all the other transparent things in the game. And beyond that, we've obviously got fog, we've got other atmospherics. We want to expand GI to make sure that it affects everything smoothly and equally. And the final thing is a Starcitizen thing. We've got giant scenes, we've got a ridiculous scale on some things, and we've got plans to make sure that this GI extends to handle that full scale. Anyway, that's all I've got to tell you now. I've been Ben Parry. Next up, we've got Starcloth with Chris Rain. Lass du erstmal das Weinen, das Schwitzen und alles reinkommen. Hello, everyone. Hi. I am Chris Rain, and I would like to show you not one, not two, but 3 new physics of our physics engine. And I would like to start off by introducing Starcloth, our new character cloth simulation with a short video. Hey, der hat eine Turnschuhe. So this is just regular player movement. That was actually me playing. You can see the cloth collides with the ground. You can see multiple layers of cloth that do not interpenetrate. Die alte. Cloth gets influenced from wind and has accurate collisions with the player's body. We now have support for collisions from dynamic objects. You can play football in any outfit. Das ist schwierig, oder? Zu programmieren. Prinzipiell ja. Starcloth supports the full range of motion a human can make, from fast movement to extreme poses. Krass. Aber wie macht er die Bewegungen? Dance moves. Starcloth is designed to be a first-class member of our physics engine. It interacts with everything we have to offer, from character movement over forces like wind, thruster backwash, explosion, to projectile impacts and collisions. It's efficient. It always updates at 120 FPS, regardless of the frame rate, and is hand-optimized. It's immersive and believable. It's a realistic simulation based on physical properties. It's high fidelity, high quality. We want to raise the bar with this. The visual geometry you see on the right is complex and not suitable for simulation. The visual geometry is made with visual quality in mind, and that does not translate well to simulation. So we decided to add the ability to use bespoke,
meshes that are made to simulate well and let their movement then deform the visual geometry. This allows us to share the same sim setup across multiple visual meshes, which is a huge productivity boost for tech art. We can seamlessly blend the simulation on and off, so we can disable the simulation at a distance. Back to the football. Everything that is dynamically simulated is able to interact with the cloth, from ships, over crates, boxes, and even footballs. We ensured that the collisions are accurate and believable. As you can see in the image, the football parts both layers of the gown. The cloth itself supports self-collisions, which means it will create folds and wrinkles, but not interpenetrate itself or other layers of cloth. The same applies to the static environment as well. The cloth will drape itself around the environment, so brushing up against objects will result in the behavior you expect. We added tapered capsules to improve collision detection accuracy. A tapered capsule is a capsule which has two different radii at the endpoints. Human anatomy is complex, and we need to accurately represent it for collisions. The traditional capsules we use on our ragdolls lead to jumps in the collision surface. Now, notice how there is a jump between the elbow and the lower arm, and another jump where the forearm connects to the hands. These jumps pose significant problems for our cloth simulation. If you look at the upper torso, you can see the collision proxies are actually completely hiding the cloth, and they're essentially completely useless. So now notice the difference on the same body represented with tapered capsules. We can now faithfully represent the hips, legs, and arms of the character. An additional benefit of tapered capsules is that the collision detection is significantly faster than with regular capsules. Currently, we're only using them for cloth collision detection, but in the end, we'd like to use them for everything. We simulate the cloth always at 120 FPS or 120 Hertz, regardless at which update rate the game is running at. We do this to be faithfully able to detect collisions with a fast-moving character. As we're simulating at a higher rate than the game updates, we have to interpolate the joint positions between updates we get from the game. At each simulation step, we perform collision detection, simulation, and update the cloth sim cage. Now, if the game is running at 120 FPS, we do one update for the cloth simulation. If the game updates at 60 FPS, like in the image, we simulate the cloth twice. Now, if the game runs slower, like at 30 FPS, we need to update the cloth 4 times. You can see this in the image. It becomes apparent that we need to make the cloth run as fast as possible, and we spent a great deal of amount of time optimizing this with various techniques, including handwritten vectorization and using every trick in the optimization handbook. The effort pays off because we can faithfully capture very complex movement and fast-moving characters, even at low frame rates, without any clipping or tunneling. Schlechte Framerate klappen. One area that poses a significant challenge for character cloth is when multiple pieces of garments layer on top of each other, like a tight-fitting jacket that lies on top of the pants, as you can see in the image above. This is a very difficult region to simulate properly because you don't have much space and the simulation collisions have to be absolutely accurate. This, what I'm going to show you, is a very subtle effect, but once you notice it, you cannot stop noticing it. I want to focus your attention to the waist region of the character. Here we tweak the simulation settings in real time to see the effect.
Das ist einzigartig. Here you see a rendering with a high fidelity cloth disabled. And here the same scene with it enabled. Wahnsinn. Die ganzen Falten und alles. Wahnsinn. Total verliebt, aber cool. 20 Jahre später. Wenn wir Glück haben. Und was von To be continued, tomorrow much more can be seen about StarCloth in the character advancement panel. Be sure not to miss out. Egal. Ja, die Haare jetzt auch. Jetzt kommt die zweite. Okay. So, next up, star hair. Currently, we have the ability to simulate the effect of moving hair with joints that are essentially simulated pendulums. The hair is skinned to these joints, and when these joints move due to the pendulum simulation, the hair moves with it. This leads to a fast and believable movement of hair. However, the quality is directly correlated to the quality of the skinning, which is tedious for tech art to achieve for some complex hairstyles. Further, apart from gravity, the pendulum joints do not react to external forces like collisions or wind or explosions. So we asked ourselves, can we somehow improve upon this? And I'd like to show you some early prototype results of our research. This is an image of the raw geometry you saw in the previous image. You can see many strands of hair, and we thought to ourselves, maybe we can simulate all of these strands. This is a single strand isolated from the rest. As these are simple triangle meshes, we initially thought we could simply use our cloth simulation and simulate such a strand like a sheet of cloth. That didn't work out at all. It turns out hair does not behave like clothing. Also, the sheer number of strands and their individual triangles and vertices are simply too much to simulate efficiently, even for our highly optimized cloth engines. We realized then that our artists are actually using splines to create these strands. And a spline is a smooth curve or line through space. You could see that in yellow. And we thought maybe we can just simulate these. They're much simpler. And hair simulations need to be able to maintain the original hairstyle. You cannot have the hair simulation change the visual appearance of a character. One of the reasons why using the cloth simulation for hair did not work out at all is that the cloth only simulates vertices and they have no concept of orientation. So you do not know how the next segment has bent in relation to your current segment. In other words, you cannot easily simulate twist with vertices alone. For splines, however, that is very easy to do. So all of this together allows us to simulate the strands according to the theory of Cosserat rods. A Cosserat rod allows you to model the behavior of slender one-dimensional rods, exactly what our splines are, and simulate bend, twist, stretch, and shear, exactly what we need. Hair also needs exact collision detection to not intersect with the head, the ears, the cheeks, the jaw region. The video I'm about to show you is some very early prototype footage of how such a simulation actually looks like. Tomb Raider lässt grüßen. So this is a test of various head movements to see how the hair reacts. Hair simulation is one of the hardest things to simulate, especially in a real-time context, and very tricky to get right.
we're actually simulating all the hair strands. Das ist noch performant, ist okay. So we will have characters being able to run their hands through their hair and have the hair react realistically. Gerade, aber ich will immer noch Space Gale haben. Barber Simulation next? Ja, ich sehe das hier, ich sehe, wie gerade meine Grafikkarte dahin schmilzt oder berechnet wurde. Actually, being a bald man, this was a very touching moment for me when I made this video. Thank you. Thank you. Next, I would like to introduce Maelstrom, our physically based destruction system. Physically based destruction system. Okay, that's a good. And I would like to do that with a video that I believe speaks for itself. Restream das Buch. Genau. Also die Dreier versus Team. See the water splashes? Das Wasser reagiert auch richtig, ne? Ja, das ist ja Vollzeit. Ja, richtig gut. We want players' intuitive prediction of the effect a weapon or a collision has to actually happen in the engine or in the game. Survival einbauen, so we decided to move away from hit point pools or other abstract models to simulate damage, but rather have damage be calculated from a physical model and from the physical material properties of each entity. If something breaks off due to its structural integrity decreasing below a certain threshold, Maelstrom allows it to break off in a realistic fashion. If you shoot off a wing, the missiles and weapons on that wing should still remain attached. If the broken off part still has power, electric items should still function. This means Maelstrom was needed to be designed to work with a hierarchical setup to begin with. From the hierarchical representation of the geometry we want to break off to the same hierarchy on a higher level item for items like power plants, lights, weapon systems, and so on. Maelstrom is persistence and networking ready. We designed it from the ground up to work with high latency situations, to persist and replicate easily. To achieve all this, we gave each physical geometry instance an identifier to be able to uniquely identify it within the universe. So your Gladius wing is your Gladius wing. We added physical material and damage properties that can now be replicated across the network. One of them, and that's the most important one, we call integrity. And this determines how much structural or internal integrity a physical geometry has. Integrity is modified from dissipating or rather absorbing energy from kinetic impacts or energy weapons, and also in the future from absorbing energy from external factors like extreme temperature or fire, as you've seen before. We also track which physical part or geometry belongs to which visual geometry and which high-level entity. So if the structural or internal integrity collapses,
We know which visual geometry is affected and which item might be affected as well. So a power plant will cease to emit power or implode, explode. A weapon will cease to fire, and so on. To make things break apart, we create what we call breakable clusters. A breakable cluster is a set of physical geometry, the visual geometry, and the entities on top that can break off. Between breakable clusters, we create abstract cantilever beams to be able to model stress and strain. I'll go into more detail in that in a bit. Breakable clusters are hierarchical. They mirror the hierarchy of all attached entities involved. They also embed the hierarchy of all animated joints. And they also embed the hierarchy of all physical geometries. They essentially represent a ground truth of the entire hierarchy necessary to perform all our goals for Maelstrom. This image is showing a breakable cluster graph of the gladius. I'd like to show one more video of Maelstrom before we continue. Cool. Ja. We needed to find a good way to easily and efficiently determine when a breakable cluster breaks. We chose a well-established model from material sciences and structural engineering, cantilever beams. In essence, a cantilever is a structural member that has a fixed support and a free end. Forces experienced on the free end can be used to calculate the amount of stress the fixed support is enduring. The basic ideas behind that are best explained from a very simple example. If a ship were to collide with the horizontal part of the crane in the image, far from the vertical part, the fixed support would endure a higher stress as if the ship were to collide closer to the vertical part. But not only does the point of impact determine how much stress the cantilever beam experiences, also how large the surface area is connecting the cantilever and the fixed support has a large influence on when a cantilever beam will break. In our case, this actually means we analyzed the cross-section of the intersection of the set of geometry from two breakable clusters to calculate the surface area. A wing attached to the body has a rather large connecting surface area compared to the surface area calculated for the stabilizers connected to the body. We then project forces from impacts and explosions onto these cantilever beams and calculate the stress the beams experience. Over time, this stress turns into strain, and if we reach a certain threshold, the beam snaps. The result, simple, efficient, and deterministic breakability. But this is not just about ships and buildings that you saw in the videos before. We want Maelstrom to be a systemic system that we can use on all types of entities. So here's some video of some test footage of AI shooting each other behind breakable cover and Maelstrom barrels. Deckung wegschießen und so, ja, das fehlt voll. KI hüpft sogar über Bedeckungen. Habe ich heute das erste Mal gesehen. Okay. Physical material properties
influence damage and breaking and have a direct influence to how things break and fracture. To achieve this, we added various properties: density, yield strength, resilience, thickness, toughness, Young's modulus. And this is more or less what I wanted to talk about Maelstrom, but I don't want to leave without showing one more video of what carnage Maelstrom can create. Die Wassereffekte noch dazu. So. So thank you very much. And with that, I'd like to hand over to Benoit. Great, thank you. All right. I am not this person, but I'm filling in with him. So far, I mean, you guys think this is gonna change your game up to now? All these new features? Hell yeah. Okay, so we've seen updates from fire, water, we've just seen force, we've seen sun and light. So the next thing that's left to build a ludicrous space game is audio. And so I'll leave you with Graham, who's going to show you some of the new audio enhancements we bring to Starengine to make it even more realistic than it is now. Hi Citizencon, Graham here. Good to see you. Recently in the audio team, we've been looking at how we can create a greater psychological connection and emotional impact within our games through the use of improved audio technology. Audio can play a crucial role in the immersion of the player. And with that in mind, the audio code and technical sound design teams have been looking at all of our tech from the ground up. For example, when you're under threat, you should feel a real sense of danger. When you're armed, you should feel the dangerous power that you hold within your hands. Earlier this year, we showed you our resonance tech, which allows us to bring the action much closer to the player even when they're deep in the bowels of a ship and far away from where all the hits and the explosions are happening. But that's just one part of a much larger push to create a better, more immersive audio experience. With that in mind, let's take a look at some of the tech we've been working on. First, let's listen to some of our weapon sounds in action. Das neue hat er, oder? Hört man mal wieder auf. Das ist wirklich. They're a great simulation, but we wanted to take them further and express the sound pressure, the forces being exerted. Our new in-house audio effects, particularly the multiband compressor, tuned by our sound designers, give us this result. The compression serves to illustrate the power of the weapons and the effect that they have when going beyond the limits of the listener. Let's show you the same audio effects applied to the ship weapons, taking us from this to this. Ja, schon ein bisschen voller. Das sogar ich. But it's not just about feeling powerful. Changes in audio can create a sense of danger, of being out on your own and under threat. Here's an example of ship combat. Sounds good, but what if we wanted a little more realism? Ach, das ist das neue HUD, oder was? Sieht so aus, ne? Endlich. Ganz so rotzig da drin. Realistik-Mode, da hört man ja fast gar nichts. Aber sieht komplett anders aus. Dieses rote Ding ist irgendwie. The audio propagation tech that we've been rolling out makes it easier to change the soundscape in real time, and a nice use of that technology is to provide a more realistic option.
Here, your own weapons resonate through the hull of the ship. Only what's in the pressurized cockpit is heard clearly, and the threat level feels higher due to the isolating lack of enemy weapon and ship audio. Hier ist die Sicht mal frei. Ganz Quatsch im Bildschirm. Making these changes creates space in the audio, both spectrally and temporally, making impacts seem bigger, more damaging, more of a problem for the player. So schön dran gewöhnt. This realistic mode isn't limited to the flight experience, it's applied appropriately to the game as a whole. Here's an FPS battle in a depressurized area. Ja. Da kann man noch balancen. Was stellst du um? With realistic mode, we get that sense of isolation again, giving the location a different colour and adding variety to the audio experience. Player breathing and foley are exaggerated and other sounds are transmitted through physical contact. Wo ist da Untergrundfacilities, ne? Oder bei den neuen wahrscheinlich? That's all from us for now. We look forward to getting these new audio features into your hands. Aber ich finde der Realistik ein bisschen zu realistisch. Es gibt immer was zu meckern, ne? Typisch deutsch. Wake up. Immer meckern, meckern. All right. Einfach mal zufrieden sein. Hello, everyone. So, persistent entity streaming, replication layer, and Das ist ein Deutscher, ne? Ja. My name is Paul Muss ich euch nicht Reindl. erzählen. I'm Director for Online Technology. And I'm going to show you a little bit insight in our technology for persistent entity streaming and the replication layer. I thought about what's the best way to show you something about that tech, and I thought about putting some technical drawings on the slides, or maybe show video like we did 2 years ago. But really, the best way to show you how persistent entity streaming works is to give you a live demonstration. And that's what I'm going to do. All right. So this will all be live, so please bear with me if there's any glitches. So let's keep this rolling. I think I'm supposed to press the button. No, it's already switched. Before we start, a little bit, I just give you a little bit an overview what you see here. Let me set up everything. Schon abgestürzt. Sorry. So on this left side, you will see my client window. And on the bottom side, you will see the server renderer. So for this demonstration, and I start a second client, I'm just stopping that. Sorry about that. This is live, all right. So again, on this side, you see the client. And he just logged out because I started a second client. So let's do this again. One more time. On this side, you see the server renderer, which is currently, it has nothing streamed in. I'm showing a small demonstration level. And on this side, you see the entity graph, which is our online database. That's powering what you see in persistent entity streaming, what you play since 3.18. And I also have some metrics on the screen, which shows the entity graph worker, the requests per minute, per second, the mutations, and you also will see entities created and destroyed once I do that. All right, so let's wait for my client to come up and join this level. So the first thing that will happen when I join this level, you will see on that server, everything streams in, and my client
connected and also streams in everything on the client view. What would happen on the behind the scenes is that my player just got unstowed into that shard, and we at real time created everything for this player. So you will see his body is attached to the player, you will see his mobi-glass, his head with all his customizations, his undersuit, and then all his customizations as well on the undersuit. What you also see is that this player just got unstowed and attached to a static zone object container. And this is how our zone system works. Basically, on the server, you will see 3 different zones, purple, green, and red. And each zone comes with its own coordinate system and its own physical grid. And this is how we actually, on live, do zone transitions between your ship, empty space, space station, or a planet. And you will see, as I walk between those zones, I will, at real time, update it in that entity graph. And this all happens seamless. So for a client, this is completely transparent. You don't notice that. But this is actually what's happening when you step in or out into a ship. And this is very unique to our engine. No other engine has this zone system. And that allows us to do all the amazing stuff you saw in the videos before, transitioning in and out of planets and go from the smallest scope to the largest scope. So everything we do in a shard, so this is like a mini level, like the mini PU level, is also persisted in this database. When we create new entities in our engine, in Star Engine, those entities get pushed into our entity graph, into our online database at real time, and then from there replicated to our clients. So if I go ahead and spawn a couple of plushies here, you will see they spawn, they get created immediately on my entity graph and replicated on the server and on the client. So let's spawn a couple more here. And you see this, the pengus I spawn in the other zone get attached to the other zone. And then if I go and transition one of those, they will also transition between the different zones. And the same works for ships or more complex entities. If I spawn this buggy here, you will see this one gets created with all its attachments and everything else attached to it. And this is just my small demo level here. On live, we have up to 600,000 dynamic entities that get created for one single shard. And this is just the initial state. After 2 weeks, 3 weeks of gameplay, when you guys go in and destroy stuff, spawn stuff, play around, it goes in the millions of entities. So this in itself is pretty amazing tech. The next time I want to talk about is our streaming system. Most engines do stream on texture or geometry. We actually stream entities, and we do stream persistent entities. So when I turn on the streaming system here and I walk into this, if I walk over to the red area, you will see that the purple area will stream out together with all the entities on that server. So it does not only stream out on my client, it actually streams out on that server. And when I come back in the green zone, that purple zone streams back in with all the entities in there with their full persistent state. So now I have a second player joined. Benoit is going to join me. So Ben, if you want to join, okay, I think you see him over there. Hey, Ben. Sorry. Nice. All right, I'm going to spawn a couple more penguins here. Because the next thing I want to talk about is new technology we are right now developing, and we are about to put on the tech preview for you to play. And this is actually the replication layer split. And that's the big next step in our great vision, obviously, as you might know.
So in this demo, my client and my servers, they are no longer directly connected. Actually, I have a new service running here, and that is our replication service. So my client is connected to this replication service, and my server is connected to this replication service. And the replication service, the sole purpose is to get all the entities which are in the entity graph and stream them to clients and servers which are connected to. And what's really cool about this is, let's do a little experiment here. I mean, you all know our game has bugs. It's still alpha, and sometimes things can happen. So let's see what's happening when I kill my server here. And so this is my server, the actual console. So let's just shut it down. And yes, this is where you would usually see a 30K or something. You can see Benoit kind of froze there for a bit, and the buggy does a bit weird stuff. I can shoot those pingus, but the world is really in a frozen state right now. But I didn't disconnect, because I'm connected to the replication layer and not to the server anymore. In the meantime, I'm just starting a new server. Let's be a bit patient for it. It should come back online in a second. And as you can see, now that the server came back, it restored the state. Keine 30.000 mehr. It restored the state, and the simulation just continues to work as before. So this will be, again, this is very early tech, but this is a great benefit of what we have with our replication layer split. But there's one more thing. And let's try this thing again. I just killed my server, and I'm trying to do that again. But this time, we're doing something different. So let's first go in here. This is my development tool. I can talk about it in a second. So let's stop that server again. And restart. And this will take a little bit. I'm running this tool you see here. This is our internal development tool. This tool runs the entire stack of our game on this PC. This is obviously for development only, and I can do that with my small test level. But this really helps online devs and all people who work on the incredible, complicated tech we hear to be able to develop our game. And because I run everything on this PC, it's a bit slow. Interessant war es, So zu sehen, wie viel Arbeitsspeicher sie brauchen für die Server. Habe ich jetzt gar nicht gesehen, wie viel denn? Zwischen Alright. 30 und Simulation continues. 6. I can see Ben moving again. Hey, Ben. However, what just happened? Well, as you can see on my screen, I no longer have one server connected. Server meshing. I have 3 servers connected to this replication layer. So what you guys see here, this is the very first version of a working server mesh. Genau. Jetzt will ich noch aber Transition All right. So now I'm going to explain a little bit how this magic works, because it is truly magic. Each server, when it came up and the replication layer realized there are 3 servers, we assigned different zones to those servers. And we said, okay, server 1, you are the authority over the purple area. Server 2, you are the authority over the green area. And the last server is authoritative over the red area. You can still see that those servers have all those entities replicated, but only the entities within their zone are actually authoritative on that server. So while I'm in this green zone at the moment,
my entity is simulated on that green server and just replicated on the other server. And now, as I transition between those zones, you will see that on that green server, I just lost authority, and on that purple server, I just gained authority. And because my player was replicated on both servers, this completely works seamless. And again, let's do that a couple of times. You see on my client here, I don't notice anything of that. This all happens behind the scene. Der notiert gar And nichts. this doesn't work only on me. Let's turn on the zone colors and the object, the authority assignment on the client as well. You can see that even entities, as they transition into the other zone, seamlessly transition to that zone. And not only that, I can also interact with entities that are on the other side. So if I go on the green zone, for example, and I shoot this, I can still shoot that purple entity. And I can also just go ahead and destroy that buggy which sits on that other zone. Unlimited ammo. Always fun to blow stuff up, right? All right. So there's more to this. The first thing I will do, let's spawn a fresh buggy. I just destroyed my old one. When I go into this buggy, I will become part of the aggregate, and that means that now my buggy and myself will transition authority together. And this is how we make sure that my player, while he's driving this buggy, is always authoritative on the same server. So you can see, as I drive around with this buggy between the zones, I will switch between the different servers. All right. But there's more to this. So remember when I turned on the streaming earlier? The same streaming mechanics work here as well. Like, obviously, in this example right now, you can see all those servers, they have all those entities replicated. And it's a little bit wasteful because you have 3 servers, all need to replicate all those entities. And that's where streaming comes into play. I can turn on streaming here, and you will see that suddenly my purple server no longer has the red area streamed in. And the red server no longer has the purple area streamed in. So let's see what's happened when I drive my buggy backwards into that into the red zone. What happens on that purple server? And I just disappear. So right now, on this server, there's only Benoit replicated. And Benoit, if you come to me over in the red area, you will see that now on this server, there's no client at all. And in theory, we could now completely stream out the entire area on that server, or stream in a new area. Mega nice, dass wir das sehen. And you will also see, as I drive back into the green area, I will magically reappear on that purple server. And this obviously works on the other side as well. Let's get a couple more player join. I have a couple more QA in the back, so you can just see the whole thing running at live. Running in live with a bit more. Es fühlt sich so an, hätten sie jetzt irgendwas übersprungen, gell? Mhm. Ja gut, noch haben wir das nicht in der großen Welt gesehen, dass es funktioniert. Ich hätte gedacht, dass das Statische zuerst kommt, weil das von einem Server zum nächsten. And you will see on each server renderer which clients are currently replicated on those servers and which clients are actually authoritative on those servers. And you can see this, the green server, because it's the middle one, has most entities replicated. And then you can see this purple one at the moment only has one client replicated. Ja. So schnell soll der Server dann gleich hochfahren, oder was? Das Krasse ist, wie schnell die Sachen von einem Server zum anderen übergeben werden. Das ist die eigentliche Orgelgeschichte. Ja. In Millisekunden. I hope you guys enjoyed this. Das war doch positiv, Leute. It has been a long time to come to this point.
Dass Server-Meshing schon funktioniert hat, wissen wir I ja. can't, I Aber just die Engine, was damit can't put in umgehen konnte, words how das war much das. tech and work we had to put into this. Big shout outs to the network team, big shout outs to the online services team, big shout outs to Chris to let us doing this. Und jetzt? It's been a really long journey to get to this point. Also das And war I've got to jetzt eine say, deutlich the positive team Überraschung im has done an Kontext der amazing job. Server-Meshing. They've been Ich bin working geflasht diligently for the last 4, 5 years. We've had a couple of false starts. We finally have an incredible, I mean, the way the replication layer works and how we can spin up servers and down and keep the state constant, even if a server goes down, is, I think, a genius design. And the first time I saw this, about 3 weeks ago, working fully, I cried. It's like giving birth. We did it! Das ist nur 3 Wochen And we alt, wouldn't have been Leute. able to do this and work on this kind of tech without all your support. That's right. 100%. Now, you guys And your trust. allowing us to take the time to do it right, to really build it. So thank you. Thank you, guys. So much for everyone, and thank you everyone at CIG that's really worked hard to deliver all this amazing Das ist stuff. 3 that will Wochen be erst her, either dass in es your hands now präsentiert or in haben. your hands very soon. And this is just the beginning of Citizencon. We got a lot more stuff to show you. That's what we need for this Excellent. MMO, guys. That's what we need. Also das ist das Geilste, was Great ich bis demo, by the way. jetzt, also ganz ehrlich, wenn das wirklich so ist und die uns nicht pratzeln, muss ich echt sagen, Hut ab. Hey. Thank you, guys. Thank you. Ja, in meiner Chris Rottmann hat es erst vor 3 Wochen gesehen, wie das. Es ist so seitdem es läuft, wurde es Chris Roberts gezeigt, geh mal davon aus. Dan, I gotta digest what we just saw. Take it away from that boat, Dan. Ja, ich bin so ein bisschen langsam, ja. Wenn der Stand so What is up, bleibt, everyone? dann... We are back here on the Citizencon show floor. Aber meine Give it up for Blase that drückt amazing langsam. panel you just saw. We are Okay, so mach mal eine excited to have all Nachbesprechung und that das stuff ziehen wir working. uns We're diesen here at Content the hier ran. Atmo Fight or Flight area here at Citizencon. Ich würde sagen, ich gehe erstmal kurz auf Toilette. I have with me two of our content creators who are going to be in the Fight or Flight later today. We got Bognagas. Aber das ist jetzt Pause, oder? We're going to be doing some lightning Pausenfüllerprogramm round oder keine questions Ahnung, about nicht your wirklich, guys' aber upcoming stuff. First aus dieser question, Community how does it feel to see sicher Atmo auch come to cool, life aber here at Citizencon? It's so cool. It's bin mir nicht sicher, ob das so cool ist, Server-Meshing. event like this for Star Citizen, so I'm really excited to be part of it. Also das war wirklich, das war gigantisch, das war, ich bin baff, genauso wie du auch. Fantastic. What's your mindset going into your guys' match today? Vor allem, wie schnell der ausschaltet. Der Server, so wie er erklärt hat, also ich selber bin ja im Endeffekt englische Wildsau. Ja. My English is a very bad when I can speak. Aber ein bisschen habe ich schon verstanden und er hat mir da klar gemacht, dass der Server abschaltet, richtig? Der übergibt dann komplett an die Autorität, aber er kann trotzdem noch quasi sehen, was da drüben passiert. Genau, dass er dann obwohl der reagieren Client kann. quasi nicht mehr da ist für den, also für den anderen Server ist es einfach nur ein Objekt, das sich da drüben bewegt. Also es sind eigentlich die Angrenzenden, die automatisch auch mit auffahren, sozusagen. Er ist ja zwischen diesem Purple und dem grünen Bereich hin und her gewechselt. Und die waren ja nebeneinander. Das ist hier im Endeffekt schon das Dynamische. Du kannst irgendwo die Linie ziehen und da ist der eine Server, da ist der andere Server und die Container-Streaming-Boxen haben halt eine gewisse Größe, aber da passen vielleicht 100 Leute hin. Also, und das ist halt die kleinste Einheit, die dann auch ein Server sein kann. Ja, jetzt habe ich auch verstanden, dass es eine Fläche ist. Es ist eine Fläche, es geht nicht nach oben und unten. Es geht nur auf eine Fläche. Ja, das habe ich jetzt verstanden. Wie es gewirkt hat, ja. Also wir haben noch keine vertikale... Genau, wenn du überlegst, das Verse ist ja auch so aufgebaut. Ja, aber sie haben ja Voxel, es kann sein, dass der Stock drüber schon eine andere Box ist. Wenn eine Decke ist zum Beispiel. Also das hier, was wir sehen, ist, das, was wir hier sehen, ist jetzt nur auf einer Fläche und der ist nicht dreidimensional. Das kannst dreidimensional machen. Ja? Ja, das ist kein Problem. Das Ding ist, dass du kannst die
So before Eins we geht start ins andere über. into the presentation, Da geht es aber um is das. a little disclaimer. Gut, logisch geht es eins über das Everything andere that über, you're weil about to einer see in sozusagen this im presentation Wartemodus was ist done by und sieht, the wenn der UPU andere team. reagiert und Nein, sagt, nein, der ist nicht nur im überkippt. Wartemodus. Der empfängt passiv auch, was natürlich der Nachbar im Sichtbereich gerade macht, der andere Server. Also die Daten werden... Da geht was weiter. Ich bin wieder da. Guillermo, Bastien or me, so members of our team. Weiß ich nicht, aber ist es jetzt nicht diese 45 Minuten gameplay Pause? that we focus Nee, das on kommt in ja this später, glaube ich. presentation. So Okay, what you dann will kommt noch notice here is Cosplay also vorher. that the UI is still work in progress. So visual changes even throughout this entire what you will presentation. see is So gameplay. we are still iterating. But let's start with the actual presentation. Those that follow us for quite some time probably know about the resource network already, but let's do a brief recap. We will be talking here about our technology, that is resource network, and the engineering gameplay that can be called a child of the resource network. The engineering task will allow you to manage your ships, outposts, and possibly other things. Let's have Guillermo talk about the technology first. So welcome on stage, Guillermo. Research Network. Wird das? Nee, da kommt gleich das nächste Hammer-Thema, Ressourcenmanagement. Danke. Hi everyone, I'm Guillermo Bilbao, gameplay programmer for this team, and I'm going to talk about the resource network. Guillermo Bilbao. So, what is the resource network? The main drive for the resource network was replacing the previous pipe system you might have heard about with a new system that was more generalized, easier to expand, and that would support all the gameplay we actually want to do. And yeah, so it is a network, as you can see on that picture, showing the connections between different items, even those inside of your containers. And it enables specifically the relay gameplay we're going to show right after. So it will have a global impact. You're going to see it in ships. You're going to see it in outposts. It's built to work with the cargo system in some ways. And as for interacting with it, the engineering gameplay we're show today is going to be the biggest example, but you will also see it in other places, especially in missions. And let's have Thorsten talk about it a bit more. So hello again. So as a crew member of a ship or as a person managing an outpost, you have several responsibilities, where the engineering topic can be split in 3 activities, and you can decide to share those responsibilities or take them all by yourself. It's really up to you. Every task requires their own skills and their own tool sets. There is tuning. Here you are responsible for preparing your ship. Your journey did not start yet, so you adjust your ship items based on your goals for the travels. Exchange sub-items, adjust the default settings of your power plant, basically operations that require you to turn off the items or even remove them from their sockets. The next activity is maintaining, and this is all about damage control and keeping the items in pristine or pristine enough state. You are the mechanic that makes sure that everything is and stays operable. Maybe even go further in the sense of caring for the items. And what caring means is here reducing the wear and tear rate by regularly removing dust or oiling the items, just as some quick examples. So let's actually show you some of the maintenance you can already do and will be able to do. So here we start with 2 gameplay mechanics that are already in the game. So technically nothing new, but the entire engineering loop ties them nicely together. Here you saw me collecting IMC, or still collecting, and now I will take the shield generator of the recently destroyed Gladius to use them as a spare part for myself. Ja. Endlich. Ja gut, das geht ja schon. So all of this is of course optional. So you can purchase those items already and in the future even assemble them for yourself. So crafting.
while oben the ist ein Fury Radar, kann das approaches, sein? Links oben. you might get the glimpse of a debug UI. So there's das the ist Fury für- now coming. I Ja, das ist activated endlich. the debug UI to show you the health state of Das each ist item. cool, eine Minimap. And what you should have seen is that the shield generator Aber keine is sanfte fully Landung. destroyed and the power plant that I'm about to take out now ich glaube, is ich bin, ja. in low Ich glaube, health. die haben wir. Low health Haben wir die means nicht schon da you can still drin? repair it. So which Das you haben wir schon mal will be gesehen, happening vor langer, now langer with Zeit. Guillermo and Die Pete Minimap. repairing the power plant after I removed it from the Das habe ich field. schon mal macht denn der gezeigt. da? Was macht denn der Repair? So Also, it's making it fully Strahler? functional again. Der Repair-Strahler haben wir ja And here schon. you Ne? see the debug UI, the health is now fully up again, and that means that it Wird die runs at repariert? full. aber es war noch sehr rudimentär, wie er da efficiency again. repariert. Ich hoffe, das wird später anders And here you also see that the shield generator is at 0 health. So the Das ist doch destroyed erst shield einmal der generator Anfang, cannot ey. be repaired because it's destroyed. So I have to exchange it with the spare one that I collected from the Gladius. So with all those repairs being done, the Fury is operatable again and it can go its way. So getting back to the responsibilities. A big Er ist one nicht is zufrieden mit managing sich. your ship, which includes resources, but also more general aspects. You have to manage the power distribution and come up with informed decisions, like reacting to hazards like malfunctions, fire, low energy, but also calling out items that need repair and maintenance. You will delegate the rest of your crew to keep your ships intact, like giving clear priorities of what needs to be done first. Let's take a look at another video here. So this is the first glimpse of the engineering UI in action. It is still being worked on, so it's heavy work in progress. Let's start with looking at the item view. Alles klar. Auch noch nicht zufrieden. So you can see the full setup of the network with the relays, the green dots connecting to each other, and the relays connecting to the items. Das Minispiel, ich glaube, ich Color and shape below the icons should help you identify the different item types, like power plants, weapons, also helping mein Hype differentiate steigt between wieder. consumer, mit producer, KW, and mit converters. KW, mit Kilowattstunde. You can Ich tell glaube, the ich current bin state of the item, that means the amount of Kiloverbrauch, energy it produces, mit consumes, or has stowed. Reparaturbedürfnis, Das mit ist doch- keinem The health Strom. state it is in, the current wear and tear on the Intense. item, and the current state it runs in, like charging or Ich being hab in an gedacht, das idle wäre state. hier. Dingens hier. You can directly Vehikel, interact with these äh, items, turn them on and off, and in the future even switch their Wo man die states. Sachen einbaut, weißt du? Dass das überarbeitet worden ist. Ist das If you das? hover over a relay, that I will Er be muss hopefully doing reparieren. soon. Die müssen alle repariert werden. Ach, und das You kannst will du dann also über see so that ein the amount of Tablet users machen, that oder are wie? still Das ist die active Übersicht, and wo was reparieren musst. Du musst dadurch Genau, hingehen. because aber du a kannst relay einstellen, consists of several ausschalten. und so. fuses, basically Das their own Ausbauen, das am set of Boden lights. stellen, du musst dein Multitool here nehmen, das Umstellen you see all the vom details. Traktorbeam in You can Laser click on the oder items to see Repair, a 3D render of the Ding power plant reparieren, here, wieder hochfahren, the wieder control drive, sorry. reinstellen. And here's the Matthias relay schreibt, das display. ist eigenes Game, hä? Matthias. Das ist das eigene Here Game. Pete shoots a relay to show Wie the man UI gesagt hat, updates on the screen. So once this relay Spiel got ist shot nix at, you für will Leute, see die the update arbeiten. here on the UI that Was ist nur suddenly mit the der Piste entire kaputt right-hand machen? side Schau. of your ship lost power connection. All arbeiterfeindlich, das Spiel. What you might have not picked up on the screen is that actually the power plant here that I'm now focusing on is Du on hast ja low eine Menge health. Zeit dafür. So I'm commanding Simon to repair the Das power wussten wir plant alle. to get it fully operational again. Obwohl ich da das Gameplay hoffe ich beim Reparieren später noch besser wird, aber das ist halt ein cooler Anfang. Trotzdem. So something to highlight here. Take a closer meinem look at Chef the gegangen, doors. ich sag, ich Since we möchte also jetzt track the Rente door haben, ich states, muss you Starcitizen see that spielen. you can watch movement inside your ships now nicely. So you can track players moving around in your ship and Kannst jemand even close einsperren? doors Nee. for them, or like compartments in this case where Simon just forgot to close the Bis da wo compartment. brennt.
Wir sind aber yeah, noch so in weiter Pete Ferne. destroyed the oder? Wir sind relay. jetzt We nicht need the noch ship in fully bei functional 20, state. So 22, yeah, oder? I'm running now with a fuse and place it on Nächstes Jahr. the relay, so make the relay Exakt work die again. Features kommen nächstes Jahr. What you can also do with Ja, the doors übernächstes is Jahr. Gut, that danke. you can create safe pathways because you sitting at this engineering screen have more information Also in bis zu meiner regards Rente to your soll es ship fertig than sein. the others. So you open doors to create a path that the players on your ship have to take. Also die stellen jetzt das vor, was sie Now jetzt to the im room ganzen view. Jahr That is vorhaben mainly bis the life nächstes. support controls plus Die controlling stellen all halt die doors. Zukunft vor. Again, we show Zeitlich the können details of sie each sich room, nicht Das, was like wir the hier sehen, ist temperature, schon pressure, programmiert worden. atmosphere Das ist kein composition. Demo. So everything Das ist that schon is relevant fertig, ja. for like you living on a ship. Aber sie müssen es halt zum We Laufen also show the bringen. door und das ist states halt where you noch can now have verheiraten mit precise dem control over each Gesamtspiel, door ja. in your ship. Haben die gesagt, dass As you das see here. bei beiden Spielen reinkommt oder? Ja, das This kommt will alles immer also allow you beides. to have a more irgendwann. control over which door or Das ist alles compartment noch to Engine-Zeug. Also wenn beides So here beides the, gleich again aussieht, showing also the opening the das power wäre schon plant. Knaller. That also helps very Aber much meistens ist ja so, dass already telling players, hey, Einzelplayer-Games you should ja prepare this vollgepackt item, werden so mit I open irgendwelchen that door Sachen for you, und and Multiplayer they so directly know which abgespeckt. item you mean. Nee, It also allows us das to wird beides. control Ja, like, er the steuert die outside-facing ferngesteuert doors die much Türen. better. Das heißt, du kannst auch jemand reinlassen und nur So gewisse you can Räume directly lassen oder so. open, if you just want to open the left side ramp or the front facing ramp or the back facing ramp. Oder Du jemand siehst auch, einsperren. wenn ein Eindringling, ein blinder Passagier an Bord ist. Ja. Und wenn der dann hacken kann, dann kann er das vielleicht hacken irgendwo an einem Terminal oder so, wenn das gut ist. Und dann bleibt er drauf als blinder Passagier, ja. Kommen hoffentlich dann Mechanik, dass du dich auch tarnen kannst irgendwie. Ja, entweder als Tablet oder als Holo Uhr, wo dann die Informationen rausgucken, weißt du? War klasse halt. Auf jeden Fall nice. Ich hab zwar nicht so ein großes Schiff, aber da reicht mir bei der Vanguard. Ja, wirst du das auch brauchen. So we did it last year already, Können ja alle Platz auf dem Polaris let's make nehmen. our crew suffocate again. So the moment that you basically pull off their helmets, and now me pressing the cycle button, you see that the entire atmosphere aber in die this Luft room is geklaut. vented, Nein. and yeah, Doch. well, the consequence is Oh, und es geht death. schnell, dass er tot wird. Oh, und einen kleinen Radar gesehen. Das, geil. Ach was, der lässt einfach Sauerstoff ab. Ja. Ist ja, So, as you can ist tell, ja schon zufrieden. engineering gameplay will bring a lot of changes. Some of those changes are adding batteries to ships that will allow you to get a little bit of extra power for a short amount of time. Allowing you to control items directly, where it's not only their on-off state, but also their resource consumption. And where the biggest change that will come in this update is basically to the resource consumption and generation. So let's talk about energy balance. Currently, ships are balanced such that they consume less energy than they produce. What I mean with that is that the sum of all items mit drin. requires less energy than the power plant will provide. And this has to change. The energy rebalance that I will explain to you now will affect mainly bigger ships. Single-seaters will still behave like they do now. For big ships, we will focus on item groups. Those require energy, but your ships will not provide enough energy to have all components run at 100% all the time. Instead, you have to decide what you want to have permanently powered by your power plant. So managing decisions will have an impact now. You could decide, as in this example, to shut down your thrusters to turn on the weapons. Isn't the best choice, since you will not be able to maneuver, so might not help when you are attacked. You would be able to shoot though. And here comes in the batteries. In scenarios where you need to react, you can activate the batteries and use the additional power. Batteries won't last forever, but you at least can power additional systems. You will be able to recharge the batteries again, but you need to free up energy from the power plant to direct into the batteries. I think that was a little bit more than just a recap, but now Guillermo will talk about malfunctions. Oh je. Das, oh je. So I will talk about malfunctions. It maintains. That's the next video, since we're a bit behind schedule.
What are more functions? You've seen misfires in the persistent universe for seals and for thrusters. You've seen a very basic version of it. We're making them more complex. We're making them more lethal in some ways and more fun to interact with. Also, some of the new malfunctions will include fire, spreading misfires that represent electrical surges going through the ship, or signature burst, which increases your signature and makes you show up on enemy sensors more easily. As for how you will counter them, you've seen suffocating people with life support. You will also be able to suffocate the fire with life support, which is probably more useful. You will be repairing them, not necessarily only with a repair beam, but also replacing parts or some bespoke behavior per misfire. And if all else fails, just turn it off and on. And here's a video of the fire in action. You've seen in other videos the fire. This is a small fire. You can just put it out with a fire extinguisher. Pretty simple. It just works. And here's a bit of a bigger fire. It might be that you cannot only put it out on your own. So here we have one crew member that's going to try to put it out with a fire extinguisher to mixed results. And here we have the option of using the life support system Thorsten showed up before, and just vent in the area. And now you can see that the fire, once we get to that compartment, has been successfully put out. Ach, schon cool. Okay, so let's get Thorsten back on stage. You saw a lot of the systems in action, but let's get a video of one of our play sessions, which is going to probably show it a bit better. So, yeah. I have to excuse myself already because I was leading this group of players being attacked by the Gladius, and I did a poor job, but more to that in that video. Yeah, Guillermo, I wanted to talk about... So for this demo, we have modified the damage system slightly to represent impact penetration on a very basic level. So you are going to see that the quantum drive is going to be hit by the Gladius attacking the ship. So, yeah, being attacked by a Gladius for an A2 isn't like a big challenge, but in this setup we were not like fully staffed. That means we had our engineers running around and yeah, no one being seated in the turrets. So, yeah, our goal was basically to flee the Gladius, and yeah, with the Gladius actually shooting the quantum drive and damaging it, I thought, hey, it's a good idea to tell Pete and Simon to repair the quantum drive as a priority. As you can see, I somehow missed that the habitation room caught fire. I tried to, yeah, well, prevent further damage to it, but yeah, I failed. Yeah. Brauchst du echt viele Leute. That was causing a bit to the panic, so I even got distracted in this moment. So we managed to have the quantum drive survive, but here I noticed, actually the power plant also starts to take damage, and at this moment I'm also telling Pete and Simon to switch their attention to the power plant, because if we lose the power plant, it's also like almost impossible to flee. So here I realized, oh my god, we are going down fast, and I think at this point now, yeah, I opened the compartment to make it access faster, but that was already too late, so the power plant died. And yeah, so the backup is to activate the batteries, which I did here. So yeah, Simon and Pete still tried their very best to fix it, but yeah, didn't manage to. Yeah. The attack moved to the forward side, targeting the batteries, because the player who was attacking us actually knew the ship layout. And yeah, here I
notice that the second power plant is also got attacked, so have to redirect our mechanics to it. And at this point, we wanted to flee, and then I realized why doesn't the quantum drive work? And as you saw, that there is a relay that also got destroyed. So here you see it very clearly that with a relay being destroyed at the quantum drive position, that means that the quantum drive cannot be accessed from the pilot seat. That means that I also had to get that repaired. So it was a bit chaotic. Vermacht dann auch oben links die everything Map was also Sim, happening ne? a bit too fast. Here trying to save the second power plant because we were already running out of battery life. So yeah, if we would have lost the second power plant, that would have been our certain death. And I think at in the next part of the video, we basically asked someone to fix the relay at the back so that we still be able to jump away. Yeah, so we at least managed to save one of the power plants. Yeah, that's now, I think it was Pete running there and fixing the fuse. And the next step was the pilot trying to push the gravity, the quantum drive, but it was too late. We died. And the end of the show. Yeah, thanks. Really cool with over next level, yeah, Matthias. So, what you just saw gives a good idea of how busy ships will be and what meaningful multi-crew gameplay will look like. But what about the future? Since we worked on technology that will be used throughout the entire game, you will see more and more coming utilizing this tech. It will introduce systemic gameplay with allowing players to come up with creative ways of manipulating their environments. Sabotaging a power plant or destroying a vital relay that connects it all to shut down an entire enemy base that can include its life support or security systems. It would also tie in nicely with Maelstrom that you just saw, and anything that will break off will lose its connection to the network and therefore have an impact on its functionality. So it's a real systemic feature. The technology allows us also to take further steps into the crafting profession as well as in the base building, where both are related to each other. Bases built by player will also form resource networks and come with their unique challenges similar to ships. We are all really excited about the future of this tech and all the associated features. So there's a huge thanks for all people involved. So thanks to the entire EUPU team, the vehicle teams, Jared, active feature team, and the arena commander team. They all were super supportive to get this behemoth into a state that you could see here. And it's something that has been a long time coming, and we are really proud of it. So thank you for sticking with us on this journey. Wait, there's one more thing. So we really want to get your hands, we really want you to get your hands on this because we already had a lot of fun with it. I hope all of you have heard of the experimental mode in the Arena Commander. So we want to bring you what you saw here as an experimental mode before we put everything into the PU. Also bitteschön. And this will be soon. So, soon. Thank you. Wir müssen aber beim Hinterkommando auch schaffen, dass man mit mehr Leuten im Schiff spawnen kann. Ja, das haben sie versprochen. Camera 4. Hi, everybody. I think it's there we are. You know, when we started this, we said we'd have a nice, relaxed pace.
That's a lot of new content coming in just the last 2.5 hours now. We are going to slow things down. We're going to take a little fun break here. We're going to do a cosplay contest, because why the heck not? And then we're going to take our lunch. So all you restreamers during the lunch, you can have a time to open your mouth and talk to your communities, because I can imagine you over the last 2.5 hours just trying to get a word in edgewise. So let's go to the cosplay contest, hosted by Galactica, our social media manager, with special judges Kat, Forrest, and me. Ja, kam relativ viel, also bis jetzt ist es nice. Sie haben ein paar Sachen abgeliefert, die einige für unmöglich gehalten haben. Paar Sachen dazu gezeigt, die sie schon lange angesagt haben. Ja. Das Schadensmodell. Mhm. Also auch zerstörbare Gelände, das fand ich cool. Also, ne? Bitte? Die zerstörbaren Objekte, die stehen. Mailstorm, das betrifft ja nicht nur Objekte, sondern alles. Prinzipiell alles. Auch So, Raumschiffe. Ich habe auch Hunger. Aber wir können noch kurz drüber reden, aber ich will dann auch demnächst was essen. Aber ja, also ist ja cool präsentiert, finde ich. Bis jetzt gefällt mir die Citizencon. Ich bin mir nicht sicher, ob wir technisch gesehen jetzt nicht auch wirklich fast alles gesehen haben oder was. Ja, alles was so neu an Tech, also die Tech selber halt, die Server-Meshing-Tech, die Kollisionsabfragen-Tech, die whatever Zerstörungstech und auch die neuen Master-Modi-Tech, also die ja dann bald kommen werden. Haha, okay. Also wir haben ja jetzt Cosplay. Also ich habe mal. Ja, ich glaube, da kommt noch was. Also heute kommt noch jetzt nicht noch alles gesehen. Talking Ships und dann Navigate the Universe mit den UIs. Das kommt ja noch. Ja, das ist ja auch Tech natürlich, okay. Die Minimap war nice, ist dir euch aufgefallen, links oben? Ja, auf jeden Fall. Auch im Cockpit, die Map, die war ja auch so pseudo. Das neues hat. Das ist ja das, was sie für Squadron 42 gebaut haben. Neue MFDs. Komplette Überarbeitung im Endeffekt. Ja. Was da noch kommt, ist, dass du eben neue Steuerung für die MFDs kriegst. Mehr Kontrolle. Ja, ist auch mal für große Schiffe langsam wichtig, ey. Machst ja nichts, wenn er daneben sitzt, außer ein Dorrit sitzt. Ja, und dass einer nicht sein ganzes Schiff alleine, er kann es fliegen, aber es ist Ja. dann nicht mehr sinnvoll. Ja. Der kann dann rumrennen und vom Sitz aufstehen und sein Schiff hinten fixen. Und währenddessen machst du irgendwelche Türen auf, überfällst ihn und dann überrascht ihn. Blindfire fragt, gibt es das gezeigte Pyro, Repair-Tool, also wir haben das Repair-Tool haben wir ja schon, also das, nicht Repair-Tool, aber das Salvaging-Tool, ich denke mal, das ist das so ein bisschen mit, aber ich weiß nicht, ob man einen extra Aufsatz braucht dann. Wieso haben wir doch? Ja, gibt Ich glaube, wir haben es schon alle. Wir haben Ist drei, doch alles drin. 3 verschiedene. 4 verschiedene. Oder 4 sogar, genau. Reparatur, Mining, Abtragen und Abtragen, genau. Ja, das Abtragen, die Frage, ob man fürs Repair nochmal ein extra Modul braucht. Ja, Die Frage ist, ob ihr habt Erste Hilfe noch vergessen. Ja, Erste Hilfe, genau. Jetzt soll aber ein extra Multitool, glaube ich, kommen, habe ich. Also im Multitool gibt es Erste Hilfe auch. Also immer diese Kartuschen. Aber beim gibt es- Salvagen ist ja das Repairen dabei mit den Kartuschen, ja. Beim Salvagen. du drehst das einfach um nachher. Ist das Material, das du eingesaugt hast, ist dann entscheidend, wie gut die Reparatur ist. Bloß jetzt Aha. immer ja, beim Salvagen ist ja das, dass es, wenn man es repariert, die Oberfläche wieder einfach draufhüllen und dahin ist ja bloß drauf. Also die Reparaturmechanik, die Animation oder was man da machen muss, können sie noch verbessern, aber ist cool, dass man es zumindest mal kann, die Objekte reparieren, die Komponenten mit dem Tool.
Wirkt halt noch ein bisschen vereinfacht vielleicht. Da könnte irgendwann schon nochmal ein Update von dem Update kommen. Ja. Aber es wird erstmal, dass die Grundmechanik funktioniert. Was die Zerstörung halt ermöglicht, ist das Manchen. Das haben sie uns noch nicht gezeigt. Das könnte vielleicht irgendwann noch so in der nächsten. Also wir haben ja noch morgen auch noch. Also es ist schon noch Zeit. Aber ich habe das Gefühl, dass dann eher die Details ausgearbeitet werden. Von teilweise Dingen, die wir halt so kurz gesehen haben. Ne? Mhm. Oh, ich habe schon langsam Hunger. Ich muss was essen, irgendwas. Jack wollte essen, komm. Ja, ich brauche schon, also nicht groß wichtige Sachen reden, wenn ich nicht da bin, aber wir können ein bisschen reden, natürlich. Ja, wir können Die kriegen jetzt Verbot. Nee. Ich will alles mitkriegen, wenn was Wichtiges ist. Kannst du essen und zuhören? Ja, ich mein Essen richten, mich spritzen und so Zeug und dann bringe ich das Essen her. Ich esse eh hier, dann hier. Aber Okay. ich brauche nur so zur Vorbereitung. Bis gleich. Jimmy. Okay, du willst nichts Interessantes reden. Na, urnice. Hey, das Cosplay, die sind gut, ja? Ja. Die sind Echt richtig nicht gut. schlecht. Echt Ha? gut gemacht. Die True Death sehe ich da. Jo. Wow, die ersten. Ah ja, den Artimex, der ist schon echt nice gemacht. Ninetales. Anybody want to sing a song? Mit T-Pose? T-Pose. All right, for everybody who's on stage, I want you to do like your best in-game emotes impression. Oh, Ja, gut gemacht, aber wie wir gestern auch schon darüber geredet haben, kam das nicht von eurer Seite irgendwie letzte Woche? Dass das Crossplay letztes Jahr oder vor 2 Jahren gar nicht so toll war. Und jetzt haben wir den glatten Vergleich dazu. Cosplay? Ja, Das ist das Crossplay. Achso, das Nicht Cosplay. Cosplay. Ja, ich hab's gerade Kostüm. nicht gut verstanden. Can you see in that thing? Cool ist es schon, ja. Das ist schon cool. That's amazing. All right, and next we have Jack Montana. In Amerika gibt es ja auch dann auch so richtig viele Kostümbildner als Hobby, also unabhängig jetzt. Und das sind halt schon recht aufwendige Sachen, das geht ja eher Richtung Stormtroopers und also von der Aufwendigkeit. And next we have a familiar face, Die Ninetales sind schon geil, leck mich am Abend. Yep. Mit dem LED-Schlips. Kavarin-Armor. Also Klamotten. Also, side note, if you have never had pizza made by Sigelian, I highly recommend it. You're missing out. All right. And up next we have Cyberwolf 74. Der kommt doch gerade vom Bau, oder? Die Argo-Uniform, oder? Ja. Oder ist das die Hangar Deck Crew? Doesn't know where to go. All right. And last we have Cats. Guys, step forward on this line. Step forward on this line. In the middle of this. And her Pico sidekick, of course. We can't forget Pico. I love your That is so great. Perfect. Ninetales oder was? Ja, die komische Weste, die Typen. Think really hard and let me know when you have your top 3. All right. Hey, John, can we kill the... Good. Hey. Testing. My mic is on. Hat einer verschlafen. We good? Are we back on? All right. All right. So that was that was easier than we thought. You got yours, right? Yeah. Yeah, I got mine. I think I got mine. Yeah, we're good. All right, let's announce our third place winner. Step forward. I'll let Kat announce it.
Oh, 16 Stunden Knast. Uiuiuiuiui. Das geht schneller inzwischen. And you win a Tobii Eye Tracker 5 and an A1 Spirit. Congratulations. Awesome job. Yo. Here's the Security. Datamix. Ja. Haben sie die in echt gebaut? Unglaublich. Was kriegt der Tobi Trecker oder was? Und eine A1 Spirit. Ein Bomber. Das haben wir heute gesagt. Jeder kriegt eine A1 heute. Mhm. Jeder Besucher. Jeder Besucher. Jeder Besucher, ja genau. Das wär's doch. Jeder, der Twitch geguckt hat. In Ordnung. War nicht 2019, wo jeder Zweite eine SSD gekriegt hat? Ja. Ja, aber nur für den ersten paar, die sie reinlassen haben. Also. Oder ein Drittel. 19 war das, oder was? Das war in Frankfurt und Köln, ich bin mir nicht mehr sicher. Und der Raven war dabei. Citizencon, ich war auch dort. Aber wo es dann Pizza für alle gab, weil der Essensbus nicht da war. I'm gonna have you stand right here. Das mit Top 10 war bei ein anderes Event, glaube ich. Can we get a drum roll in the audience, please? Make some noise. All right. First place is an OG. This is a Star Citizen, goes back to 2012. I've been to Disneyland with this guy. I've played with this guy. I pushed him around in a wheelchair. Just so happens to have our first place costume this year. Ken Shadow with the Tobii Eye Tracker 5 and an Anvil Carrot. Cool. Der war aber genauso geil wie die Artemis. And then receive your trophy. Mit dem Pfeil durch den Kopf. Congratulations. I'm going to have you stand right here. So, we know that these cosplayers put a lot of work and time and dedication into their outfits. So, as a little token of appreciation, we're also going to give everybody here on stage with us today a free ship that I cannot announce. Oh. Until the next panel. So, if you want to Oh know my God, cool. what that ship is, stay tuned for the next panel and you'll find out. But thank you all for being here and for putting all this work into your outfits. The judges, do we have any final thoughts? No, I think we need to get together and take a big photo and then go to lunch. All right, let's get together here. Close gaps. Huddle, close huddle, ranks. huddle, huddle, huddle. Get in here, boys. Say Soul Citizens. No, say Star Citizen. You too, Tyler? All right, everybody, that does it for us. We're going to take a break for lunch. We'll come back at 3 p.m. with Talking Ship. So. And as your resident social media manager, I have to remind you to make sure you're using Okay. hashtag Citizencon2953 when you're uploading. Ich hoffe mal, check. Noch nicht da, oder? Ja, er muss Essen machen, habe ich mitbekommen. Und sich spritzen vorne. Ja, das ist so. Jupp, genau, du hast recht. Aber lass uns doch nochmal über das Server-Meshing reden. Da war ich kurz draußen. Ja, genau. Was ist da eigentlich passiert? Also wollen wenn wir einer... Marte zuholen ein bisschen zur Diskussion? Nein, und fragen wir, ob er reden möchte. Wie top, was hat er gesagt? Top 90 Days oder irgendwas und dann ist das Ding vorbei, hat er gemeint. Wie viele Jahre haben wir jetzt schon? Jahr 11? 5 Jahre haben es daran gearbeitet, hat er gesagt. Achso, nein, insgesamt haben wir das 11., oder?
Ja, Mit dem Pre-Ding das 12. 5 Jahre an Server-Meshing, ja. Und sie haben nochmal neu anfangen müssen. Glaube ich, was ich rausgehört habe von dem, was er gesagt hat. Also wenn ein Server, das ist eh geil von der Präsentation her, sie haben das einfach in Kleinen gezeigt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, das ist nämlich dafür, das muss nämlich für die Schiffe auch funktionieren. Wenn du sagst, okay, du hast so und so viele Leute am Server jetzt, dass du schaltest einfach dann so und so viele Server dazu, wie du brauchst, oder? Ja, um das geht's ja. Die hängen und alle dann auf der nachher- Transportschicht dran. Und dann, what the fuck, dann kannst 2000 Leute auf, auf einer oder ins 200 Universum schicken. Ich Nein, glaube, die- das ist die Grundidee. Prinzipiell, ja, so sollte es sein. Also diese Segmente haben wirklich klein gewirkt. Da kriegt man gerade mal 100 Leute hin. Das ist das, was halt ein Server auch ohne Probleme berechnen kann. Dann kriegst du die Idris rein, die kriegt den eigenen Server und wenn zu viele Leute drauf sind, dann wird das gesplittet in dann 2 oder 3, einen Bengal Carrier, alles möglich. Weil dann wird das Bam. Raumschiff auch wirklich zu einem Battleground, wo man fighten könnte. Das ist halt der Punkt. Das ist krass. Die anderen gehen leer aus fies. Nein, jeder von den Teilnehmern, von den Cosplay-Teilnehmern kriegt das neue Schiff, das sie noch nicht announced haben. Da geht keiner leer aus von denen. Weil einfach viel Arbeit steckt in den Kostümen und überhaupt da hinzufahren und das Ganze. Und auch das Ticket ist ja auch nicht gerade billig gewesen. Das Ticket war echt. Aber ich muss sagen, für Convention lohnt sich das. 200 €? Ja. Für das, dass du es 2 Tage besuchen darfst, weil ein normales Ding, so ein Konzertticket zahlst locker schon 100 € und mehr. Ja, das stimmt ja, weil. Und da bist dann, wie lang? Vielleicht 2, 3 Stunden oder, na okay, gibt schon größere Dinge, wo du vielleicht einen ganzen Tag bist, aber dann sind die auch teuer. Und hier kriegst irgendwie schon ein bisschen mehr geboten. Das Zocken noch. Wie? Pyro-Zocken. Pyro-Zocken, ja. Und Ja, Meinst du, dürfen die jetzt schon? Vielleicht zocken die im Hintergrund schon. Server-Meshing zocken sie. Ja, genau. Die brauchen Testdaten. Ja, sicher. Glaubst Die stehen alle in dem einen Gang um die Ecke und dann hupfen sie alle zur Nicht gleichen in den einen Seite. Gang. Die haben Also das Meshing an sich war ja eigentlich schon fertig, nur die Engine-Anbindung war ja noch nicht fertig, beziehungsweise das Container-Streaming miteinander zu verbinden. Ich glaube, das war aber auch das wirklich Schwierige. Weil du musst ja sehen, also obwohl ein Server sich voll drum kümmert, muss ja der Server, der das auch sieht, voll drüber informiert werden. Also der Server muss ja immer eine quasi Außenansicht generieren für den anderen Server, was der sehen kann. Also ich glaube, für die. das macht es wirklich schwierig. Du hast ja gesehen, die Objekte sind Ich ja wollte nie nur sagen, dass verschwunden. ich wieder da bin, aber ich esse jetzt was nebenbei. Ich höre euch aber zu. Ja, Mahlzeit. Also, ich glaube auch für die ganze neue Tech, was reinkommt, dass sie wahrscheinlich Server-Meshing dafür auch brauchen. Oder? Was Ja, meint das- ihr? Ganz sicher brauchen sie das, ja. Was meinst du? Weil das für die ganze neue Tech, die wir jetzt schon gesehen haben, dass sie dafür Server-Meshing brauchen. Es geht darum, dass kleinere Parzellen von einzelnen Instanzen berechnet werden. Und umso aufwendiger dann punktuell Sachen sind, umso mehr würde es wenn die stärker verbunden sind, wenn das oder nur ein Server wäre, der größer wäre, Probleme machen. Dieses Skalieren der Fläche, dass eben auch einzelne Orte einzeln extra berechnet werden können, macht ja so physikalische Sachen wie, dass du dann im Wasser dann eben auch die Abdrücke siehst. Ich glaube, das meinst du, Matthias, oder? Ja, alles. Das mit dem Feuer, das Ding, das. Auch Feuer ist sehr aufwendig, da musst du ja auch alles immer berechnen. Hast du gesehen, da wird es dann so kleine Cluster Ja, aufgeteilt. aber die haben doch das erklärt, dass es auf Client-Basis läuft und dass es auf Grafikkartenlast ist. ja, Das haben die sie doch Sachen schon. erklärt, ja. Und wie gesagt, die ersten Punkte war ja eigentlich das Interessante, weil da haben sie ja Vulkan vorgestellt.
ganz ehrlich, es war Vulkan. Sie haben auch noch zusätzlich dann zum Schluss gesagt Vulkan. Ja, das soll zu 3.22 kommen, also zum nächsten Patch in 3 Monaten. Ja, eher 2 Monate, aber ja. Ja, 2 Monate. Ich sag immer länger. Ja, Ich sag jetzt in 2 Wochen. PTU, ja. Ich bin 2 gespannt. Monate PTU und dann. Oder wer weiß. Es reicht ja schon aus, wenn eine Playable PTU zu Weihnachten da ist. Meistens. Aber man verspricht dann wieder mehr, deswegen sagen wir lieber 3 Monate, okay? Ja, ja. Aber jetzt sind wir gerade so geflasht worden, jetzt können wir nicht so pessimistisch sein. Doch. Dann müssen wir wieder den Hype wieder Sofort wieder zurückschalten. in die alten Muster zurückfallen. Ja. Genau. So jammern. Die alten Muster heißen, ja geil, kauft Schiffe, unterstützt weiter, sie schaffen es. Ja, freilich schaffen sie es. Irgendwann. Nee, das dauert nicht mehr lang. Um genau zu sein, vor 3 Wochen. Vor 3 Wochen Das flashigste Event. Stell dir mal vor, der hätte das nicht so auf die Reihe bekommen vor 3 Wochen, dann hätten sie wieder von so einem hypothetischen Meshing gesprochen und hätten kein Demo zum Herzeigen gehabt. Ich hab's jetzt gesehen. Eigentlich ist das die Gamescom schon, also das ist für mich jetzt schon vorbei jetzt. Ich habe das gesehen, was ich sehen wollte. Das war's Meshing. Dass sie es endlich geschafft haben und gezeigt haben, dass sie es können. Und gut präsentiert. Jo. Ja. Jetzt bin ich wirklich zufrieden. Jetzt bin Keine Ungenauigkeit, man sieht, dass einfach alle Objekte Ich immer glaube, so das sind. gut präsentiert kann ich auch sagen, weil sie vieles mit Bildern und wirklich Videos gezeigt haben und Animationen, wie selbst das Servo-Meshing haben sie bildlich jetzt gezeigt oder wirklich auch praktisch, also wie wir es auch erleben, gezeigt. Also, dass wir da eine Vorstellung haben, wie das funktioniert. Ja. Außer ein Panel muss ich bemängeln, da hat er die Folie einfach zu schnell weitergedrückt. Oder vielleicht waren es sogar 2. Bei 2, wo er zu schnell weitergeschalten hat, aber es war nicht so dramatisch jetzt. Sie hatten es auch ein bisschen eilig irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Braucht Zeitplan. Ja, genau, Rampilz, das meine ich. Also, das ist nicht so trocken wie sonst. Also, es waren nicht nur irgendwelche Folien, unbewegliche Folien oder so. Ich glaube, dass sie 3 Monate vorher schon angefangen, das Ganze vorzubereiten. Ja, und das andere war immer so wischiwaschi, schnelle Welle. Ja. Ja, also da steckt wirklich Arbeit. Und solche Events, die gehören auch, wenn nicht sogar ein halbes Jahr vorher schon angefangen anzugreifen. Mit der ganzen Planung ringsrum und außenrum. Also ich habe öfters solche Events schon gemacht, in der Größe auch. Und ich kenne zum Beispiel eins, was alle 4 Jahre läuft und das sind 2000 Leute und die fangen ein halbes Jahr vorher schon an. Und Ja, du jedes sagst Jahr- es gerade alle 4 Jahre, aber ganz ehrlich, das war jetzt wirklich auch wieder recht lang Pause dazwischen. Also Die haben wir Zeit hatten gehabt. solche Live, das ist wirklich seit 4 Jahren das erste halt wirklich so richtig live mit allen drumherum. Und man darf ja auch nicht vergessen, die sind ja nicht Fulltime-mäßig Eventplaner dort. Das ist ja eigentlich eine Software-Schmiede. Das ist ja absurd, wie gut die das machen in der Hinsicht eigentlich. Ja, von dem her. Das ist, wenn man es von der Seite betrachtet, dass es eigentlich keine Vaporware-Marketing-Agentur ist, sondern eigentlich eine Software, was das Next Level of Gaming ermöglichen möchte, machen sie es schon recht schön, finde ich. Also prinzipiell auch so. Es war halt diese saure Gurkenzeit, wo sie viel angespart haben und sie haben uns halt jetzt auch recht überrascht, weil vieles von den Sachen hätten sie uns auch langsam erzählen können. Die letzten 2 Jahre oder so. Und vor 3 Wochen, okay, das hätten sie sich aufheben können jetzt für das Event. Das ist schon okay. Aber das mit dem, dass da wirklich Spuren hinterlassen werden, dass das mit dem physikalischen Schaden so richtig vorangeht, das sind schon auch richtig große Hämmer eigentlich. Also neben dem Meshing. Das Wasseranimationen waren auch geil, die Reaktionen davon. Die gleiche Mechanik kannst du für Sand verwenden oder für Schlamm oder für Erde oder für Lava. Sand, Lava, whatever. Mir hat Ja. nur gefehlt, dass sie nicht dringend geschwommen sind. Wenn sie das dann noch gezeigt hätten, dann wäre es Ja, aber wenn so eine Technik mal für Wasser da ist, die das kann, was wir da sehen, dann kannst du ja 1 und 1 zusammenzählen und natürlich macht es das dann auch für andere Materialien irgendwann einmal. Ich hoffe, wir Geht davon sehen auch aus. Tiere rumlaufen. Gerade wir haben das Video am Anfang gehabt, das habe ich
Das war ziemlich lang. Und die Wale, genau, und die Rhinozerosse und die Base dann, Mit die wo man auch Base, selber mit anbauen Base kann. mit dem Farming-Garten ist mir aufgefallen. Das ist Ja, wirklich so Farming, aufgestellte das hat so Pflanzen auf- gehabt, die extra noch gestanden sind. Das hat so ausgeschaut, als wenn die Pflanzen dort gewachsen sind. Ja, ja, extra angebaut zum dort wachsen, um genau zu sein. Farming halt so richtig. Ich bin positiv überrascht. Merci, danke, CRG. Ja, Ihr habt's also gelernt. Bis jetzt auch sehr positiv. Expert fragt, ob wird das Schiff heute vorgestellt, das neue. Also ich vermute mal, weil jetzt nachher das neue, das nächste Haben Sie Talking gesagt? Chip. Ja, die Frage ist heute oder morgen. Nee, ja, also das hat sie vorher da warst du kurz nicht dabei, aber am Ende von dem Cosplay hat sie gesagt, dass alle, die da das Cosplay mitgemacht haben, jeder kriegt das neue Schiff geschenkt. Und was für ein Schiff es ist, kann sie noch nicht sagen, weil es kommt im nächsten Panel. Okay, cool. Dort hieß es. Oder Polaris. Nee, ich gehe von der Galaxy aus. Nein, nix Galaxy. Es kommt ein neues Komplett Schiff, neues. das wir, komplett neues Schiff, was wir noch nicht vorher gesehen haben. Ich habe, glaube ich, schon gesehen. Ich glaube, dass es so eine Art Vogel wird. So ein Vogelschiff, so ein größeres. Prey of Bird? Nee, Bird of Prey, so rum. The Prey of Bird, ja. Das wird wahrscheinlich von Batman das Auto. Ja. Zwei davon. Ich bin gespannt. Wenn wir es heute noch sehen, ist doch wunderbar. Ansonsten sehen wir es morgen, oder? Rampels meinen gerade Kreditkarte verstecken. Ja, polieren. Ja, das hat der Chili auch schon gesagt. Rip ist gesperrt gegenüber Abheben. Passt. Chili, wenn, dann wird was eingeschmolzen und dann neu geholt. Wenn, dann wird nur noch was eingeschmolzen. Kreditkarte verstecken. Konto ist gesperrt, passt. Vorbereitende Maßnahmen abgeschlossen. Oh no. Die Frau schläft Ja, drauf. okay, und der scheiß trotzdem Bot- brauchen. Aber ich habe das Gefühl, dass solche Demos immer urviel Geld reinspülen. Also das... Ja. Aber jetzt müssen sie auch liefern innerhalb kürzester Zeit. Nein, was ist kürzester Zeit? Die nächsten 10 Jahre kommt das dann alles irgendwann einmal. Fix. Aber was Vor meinst du, einem wirklich Jahr nicht hätte ich schnell gesagt, liefern? hätte ich dir zugestimmt. Aber jetzt denke ich, dass sie mit den Programmieren soweit fertig sind, nur noch die Sachen reinbringen können. Also die haben ja die Tools neu geschrieben, ne? Und daher Ja, denke ich, ja, dass die aber- jetzt damit fertig sind und jetzt alles etwas schneller geht. Merkst du auch irgendwo. Also du meinst, es könnte jetzt in 2 oder 3 Jahren eine Soft-Beta starten, wo es dann wirklich losgeht? Mindestens mit 42 und dann ja live direkt danach. Gehe ich schwer von aus. Es wäre cool, prinzipiell. Also sie haben ja lang genug Zeit gehabt und haben uns im Dunkeln tippen lassen. 2 Jahre finde ich jetzt ein bisschen sehr schnell, sage ich euch ehrlich. Ja, weil wir kennen CRG. Aber trotzdem ist die Steps, also die Hungerszeiten, ich glaube, dass die vorbei sind. Wenn, dann geht es jetzt echt Step by Step nach vorne. Also wir werden, glaube ich, die Ruhepositionen sind jetzt nicht mehr so krass zwischen den Patches. Wir werden pro Patch immer mehr Content mitkriegen und bekommen. Das sehen wir ja in dem, was sie im Background schon fertig alles haben. Ja, wenn er aber so detailverliebt ist und auf jeden Mist achtet, dann warten wir ewig auf das Spiel. Also ich denke, dass die auf die Grundbedürfnisse eingehen, dass das Spiel soweit fertig wird und dann der Rest dann nach und nach noch kommen wird. So. Ich glaube, dass er sich ein bisschen zurückgezogen hat. Ich glaube, dass er nicht mehr so akribisch dahinter ist. Ja. Dass ihn sozusagen raussperren aus dem Büro und sagen, du darfst erst sehen, wenn es fertig ist. Also ich schätze mal schon, dass er ein bisschen Druck gekriegt hat von den Finanziers und ja. Ja gut, die Hauptfans sind wir Baker.
Was ja von wirklichen Finanzier war, das war ja eigentlich nur für die Werbesachen. Das Ach, ist ist die Spirit auch schon im Verse? Ja. Ja, die Spirit ist im Verse. Ja, genau. Also die A1 und die Nee, nur die anderen A1. auch schon. Nee, die A1. Nein. Nein, ich sehe hier die weiße auch. Ja, das ist ein Skin. Ich glaube, die Skins sind drin, aber ich glaube, von Innenraum ist die A1 nur drin. Ja. Echt Skin? Ich schau's mal an. Weil Skins können sie die Leute draufhauen, weißt du? Deswegen. Also im PTU war nur die A1 drin, da war nichts von der anderen drin. Yep. Ja, die A1, die habe ich ja selber. Das passt schon. Aber die ist dunkel und jetzt stehe ich vor sowas, was in weiß war. Deswegen Aber sind ja Skins zu verkaufen, deswegen. Anderen Asche fertig. Ja, gut, okay. Ja, Skins ist ja leicht, also das geht als erstes. Bis wann ist Pause? Da steht was 3 Uhr, das heißt. Stunde oder 2? Hm? Stunde, oder? Oder was? Also vor allem hat es geheißen 45 Minuten Pause nach dem Event vom... Stimmt, nur 45 Minuten. Also nach dem Cosplay oder nach dem Fix and Fly? Nach Cosplay, ja. Und das ist circa 10 Minuten her, 15 maximal. Ja, die Frage 45 nach Fix and Play oder 15 nach Cosplay? 45 Minuten nach Cosplay. Okay, das heißt, wann war das Ende des Cosplay? Um 23 Uhr oder so? Oder wann war das fertig? 23 Uhr, ja. 14 plus 9, 23. Ja, bis jetzt so Fazit bisher. Wie fandet ihr jetzt, also auch im Chat, wie fandet ihr bisher die Citizencon? Boah. Mal von oben nach runter. Asti, du, wie fandest du sie bisher? War ganz interessant bis jetzt. Was sie einem gezeigt haben, so. Matthias, du? Ja, voll gehypt. Also so wie ich es mal in irgendeinem Stream habe ich es versprochen, die ganze Engine wird umgebaut. Alles, was wir jetzt haben, quasi ist nur Placeholder. Ja. Ich habe recht gehabt. Ja gut, obwohl recht, ich glaube, das wissen wir ja schon lange, dass vieles nur Placeholder waren. Also. Ja, aber dass sie jetzt so krass viel auf einmal nachher umbauen. Na okay, eigentlich haben wir es gewusst. Ja. Also 2 Kommentare schon im Chat. Der Gips ist beste Con seit 8 Jahren, sagt er sogar. Okay. Ja. Und der Raumpiss, er ist auch sehr zufrieden, ja. Also die letzte Con, wo ich mich erinnere, war ich nicht so gehypt. Also da ist jetzt das erste Panel schon mehr Hype wie die komplette Con, wo wir letztes Mal gesehen haben. Ja, die letzten zusammengenommen. Mhm. Also sie geben richtig Gas und man sieht da Chris Roberts, also der hat richtig Pipi in die Augen gehabt, der hat fast geblärt vor Freude. So, okay, so Ja, geil. weil er fast geschafft es hat. ist mal nichts direkt am Anfang abgestürzt, ne? Ja. Nein, was noch war, also sonst, die haben ja einen Ruf gehabt, dass sie immer die Shows am Anfang delayen und irgendwie, die haben das hinkriegt auf die Reihe mittlerweile. Pünktlich starten, bumm. Ja, wenn ihr noch Verbesserungen habt, was ich noch irgendwie einstellen könnte für die folgenden Panels, irgendwas im OBS, jetzt habe ich noch kurz Zeit, irgendwas anzupassen. Dann bitte Bescheid geben. Ja, wie weit bist du mit dem Übersetzer? Also ich war ja dran, also ich habe das ja Nein, alles gut, ja, hast du gesagt. Passt schon. Alles in Ordnung. Ich bin halt kein Affiliate, sonst rechtfertigen, Gottes Willen, ja, auf jetzt mit dem wäre ich, Schmarrn. wär ich Affiliate, dann wird es gleich funktionieren. Weil Also, dann, wenn wir nach der Reihe durchgehen, möchte ich jetzt auch was dazu sagen. Darfst du? Sie haben mich positiv, haben sie mich jetzt echt davon überzeugt. Ja, es ist die beste Citizencon, die ich je in meinem Leben von CHG gesehen habe, bis jetzt. Ja. Die Leute sehr, wenn das alles stimmt, was sie uns gezeigt haben und uns Bären aufbinden, dass wir Ruhe geben, muss ich echt sagen, bin ich echt davon überzeugt, dass sie schaffen werden und das binnen von kürzester Zeit. Ja, ich bin jetzt gespannt, was wir von Squadron 42 sehen, ob wir überhaupt was sehen, weil das Bingo haben wir ja vorher durchgegangen
Da waren ja mehrere Punkte drin und wir könnten ja eigentlich in den Pausen immer das Bingo nehmen und abstreichen, was wir gesehen haben. Mir kommt vor, die haben das Bingo selber genommen und haben gesagt, das müssen wir zeigen, das müssen wir zeigen, das müssen wir zeigen. Ja, weil es Wo ist hatte ich sehr denn viel das vom Bingo drin. Moment. Ja? Warte, das war das hier. Also, was war bisher drin? Gut, Jump Point haben wir am Anfang irgendwie ein bisschen was gesehen, aber noch nicht, also halt nur in dem Video am Anfang. Wir haben das Wurmloch gesehen, anders überarbeitet, so wie wir das erste Mal gesehen haben. Ja, aber das war Quantum Jump, das war nicht Jump Point. Nein, beides haben wir neu gesehen. Beides, ja, stimmt. Mach mal im Paint rein und streich's aus. Am Monitor so, Strich. Genau. Moment, muss ich noch speichern unter machen. Es gibt einen neuen, auf Comlink, einen neuen Ding, der heißt Introducing Preview Channel. What the heck? Mach mal die RSI-Seite auf. Weg. Warte mal, ich mach gerade erst hier. Into the Unknown. Das war jetzt. Weil das ist ja von der Community geschrieben. Waren die Erwartungen für die Citizencon 2023. So. Running in parallel with, also at Citizencon, we unveiled the preview channel, a new channel running in parallel with our live servers, aimed at facilitating the smooth integration of emerging technologies onto the live servers. Was siehst du gerade? For details. Geh auf die RSI-Seite, Comlink, Preview Channel heißt es. Introducing Preview Channel. 19556. Was, wo nochmal im Spektrum oder wo im Comlink. Comlink, warte, ihr Pyro postet kann den ab 31.10. gespielt werden. hier für alle. Bam. 12 Stunden habe ich runterackern können. Von eben bis jetzt. Und was haben sie da jetzt geschrieben? We will open access to Pyro and Preview Channel. Process pulling. Das, was die jetzt auf der Con live sich anschauen können, quasi kriegen wir ein bisschen später, oder? Wenn ich es richtig lese. Ja, was steht denn da unten? Da unten, Tuesday, Oktober 31. Ja, wie gesagt, announced that on Tuesday, 21. Oktober, we open access to Pyro on the Preview Channel. Was ist Preview Channel? Ist das wie andere Dinge oder? Warte mal, we utilize a randomized selection process, pulling from Digital Goodies Pack Owners, das heißt jeder, der das Digital Goodies Pack gekauft hat, Concierge and our most active testers, followed by our wave process, more details come to come. Nein, jetzt gibt es Goodie Pack nicht mehr, oder? Machen sie es Na, was ist der Link drauf, oder? Was ist der Link drauf? Kannst du jetzt noch, damit wollen sie es verkaufen nochmal. Na. Oder? Doch, sicher. Nein, 30 Euro kannst du noch kaufen. Ja, genau. Na, also so viel muss ich nicht ins Pyro, es tut mir furchtbar leid. Ja. Das sehe ich nicht ein. Was? Obwohl aber im Pack ja gar keine schlechten verkehrten Sachen drin sind. Ist es ein Dragonfly Paint drauf, ein cooles, was sehr selten ist dann sicherlich, ja. Was ist Dragonfly Paint? Das ist Frontier Undersuit, Frontier Helmet, Citizencon Trophy, Outlaw Shotgun. Ah, das ist glaube ich die neue Shotgun, oder? Was? Ja, genau. Headhunter Gang Relic Collectible. Keine Ahnung, was das ist. Relic, also es ist irgend so ein Item. Dann Pyrotechnic Amalgamated Multitool and Case, also mit einem eigenen Skin Multitool. Dann Redacted Ship Plushie, das ist das neue Schiff, was reinkommt ins Game, davon ein Plüschtier. Und Redacted Ship Challenge Coin, auch von dem Schiff, was neu reinkommt, das wir bald sehen. Ja, so eine Münze, so wie die Character Challenge Coin, was wir schon haben. Und ja, und der Dragonfly Paint. Also X-Point, ich bin Concierge, also ich werde wahrscheinlich, wenn ich das richtig... Also die schreiben hier,
Aber das heißt, Moment, hier kommt Preview Challenge Spiel, eine neue Umgebung, in der wir neue zugrunde liegende Technologien einer isolierten Umgebung einsetzen und testen werden, um die zuverlässige und Spielbarkeit des Live-Dienstes zu schützen. Die bevorstehenden also so eine Art PTU oder was? Eigentlich. Ja, es ist ein PTU, was wir einfach nur anders benennen. PTU. Super. Eigenen Namen. Eine PPTU oder Pyro-PTU. Okay, ja, kann Wie auch die sein. Split und Crash Recover werden zuerst auf der Vorschaukanal eingeführt. Diese werden im Preview-Channel getestet und gehärtet, bevor sie sich auf den Weg zur PTU zur Migration nach Live machen. Wenn wir in Zukunft bereit sind, Servermenschen zu liefern, können Sie erwarten, dass es zuerst zum Preview-Channel geht, damit seine Effekte beobachtet und getestet werden, bevor es an PTU geht. Also es ist nochmal eine Vor-PTU vor dem PTU. Ja. Auf dem Preview-Channel müssen validiert abgestuft und das ist Missionserprobieren, bevor sie sich den Weg zum Live-Veröffentlichen machen. Daher, wenn Sie nicht daran interessiert sind, die neuesten Technologien zu testen, können Sie sich einfach mit dem Live-Spiel verbinden und direkt einsteigen. Diejenigen unter Ihnen, die begierig darauf sind, die neueste Spitzentechnologie in den Händen zu bekommen, können sich mit dem neuen Preview-Channel verbinden, um genau das zu tun. Aber sei gewarnt, der Preview-Channel ist nichts für schwache Herzen. Bei Tests ist dieser Umgebung sollte Sie immer das Unerwartete erwarten. Das bedeutet, dass Dinge funktionieren und dann werden sie nicht tun. Dass die Server online sind und dann plötzlich offline gehen. Dies ist der wilde Westen einer echten Testumgebung, in der Experimente die Norm sind und alle Wetten aus sind. Sie sollten sich nie verbinden und einen gesunden Progress oder Zuverlässigkeit erwarten, sondern stattdessen Unsicherheit und das Potenzial für Probleme im Zusammenhang mit Gameplay, Connect oder vielleicht etwas noch Unerwartetes erwarten. Wir möchten dies wirklich betonen, um die Erwartung zu managen. Dies ist unser kochender Topf mit neuen Technologien und neuen, die im Preview-Channel leben wird, bis es an einem ausreichenden Ort ist, um die Migration zum Live-Server zu machen. Ein öffentliches Avocado. Ja. Öffentliches, dann streichen sie Evocati wahrscheinlich, oder was? Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Weil war ja sowieso immer blöd. Warum verstecken sie Sachen, die sie testen? Dann können sie Sachen testen, wenn es die Leute sehen. Und dann sickern die Sachen, weil manche spoilern dann die Leute oder die sickern dann durch und Dinge, dass sie blöd ist. Oh, dann bringt ja mein Evocado-Status gar nichts mehr. Kurze Scherze, warst du immer sehr brav und hast nie irgendwas gesagt. Ich weiß das ganz genau. Ich hab's versucht. Manchmal habe ich so Ansätze habe ich mal. Endlich ist die Geheimtuerei da unten in dem Channel vorbei. Da kann man dann andere Geheimnisse rauspacken. Ich muss mal gucken, irgendwie wollte mein OBS gerade das eine nicht anzeigen. Warum auch immer. Ich bin immer ausgeschlossen gefühlt. Wieso zeigt... Ich wollte das Paint einblenden, aber warum zeigt er das nicht, mein OBS? Das war mir jetzt schon wichtig zu sagen, gell, dass ich mich ausgeschlossen gefühlt habe, wenn ihr da unten immer Avocado gemacht habt. Ich hab mich immer schlecht gefühlt, deswegen. Und das erste, was war so, jedes Mal selbe, check immer, weil er es ja immer vergisst. Du bist ja kein Avocado, oder? Nein, bin ich nicht. Ja, dann hör mal schnell weg. Sag mal, wieso zeigt mein Paint, kann mir sagen, warum mein OBS das Paint nicht anzeigt bei mir? Das spart das irgendwie, keine Ahnung. Oder muss ich das als Administrator ausführen? Eigentlich nicht. Ja, mein OBS will das irgendwie nicht anzeigen, das Paint. Komisch. Keine Ahnung, ich kann es gerade gar nicht so machen irgendwie. Ich krieg's gerade irgendwie nicht hin. Also nicht, weil ich es nicht öffnen kann hier auf meinem Computer, ich kann es aber euch nicht präsentieren. Das ist das Problem. Ja, aber dann müssen wir es halt so durchgehen. Oder ich streiche es halt bei mir ab. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Warum nicht? Ist ja wohl, streich's bei dir ab. Ist ja bloß, dass wir darüber mal gesprochen haben. Also, gut, aber ich kann es ja, wo ist denn das?
Also diese Frostbite Engine Battlefield Zerstörungswut von 15 Jahren Bad Company angefangen bis jetzt, fand ich echt cool, dass das jetzt hier auch drin ist. Ja. Und dann diese Wasserreflexion, wo ich gesagt habe, wow, deshalb hätte ich mir in so vielen Spielen echt einmal gewünscht, so eine Umsetzung zu sehen. Das hätte schon viel früher funktionieren können. Und da sieht man es endlich. Ja. Auf einmal, ich hätte mir eigentlich gedacht, dass dann 890 Jump übers Meer entlang dahin schippert. Das hätte ich mir eigentlich. Dass der beides kann, ne? Auf dem Wasser wie auch in der Luft, ne? Also, jetzt genau. machen wir das Bingo. Was kam? Also, New Star Map, Star Map haben wir eigentlich nicht gesehen, aber ein neues hat, oder? Ja. Also kann man das noch nicht Die richtig... Star Map in der Minimap hat man sie gesehen, zum Teil, außer die neue Star Map noch nicht. Also so halb streichen. Mach mal einen Kringel außenrum. Server-Meshing haben wir deutlich gesehen. Haben wir gesehen, ja. Das haben wir echt gesehen. Ein Demo davon, wovon 2 Gassen zu sehen waren. Also, ja, eigentlich haben wir es gesehen, ja. Pyro, gut, das haben wir am Anfang ein bisschen gesehen, da kommt sicher mehr, aber im Grunde kann man das auch schon halb streichen. Ship Tractor Beams noch nicht. Grätsches so halb. Ja. Doch. Ja, die Kühe und das... Ja, wir haben es halt in einem Trailer gesehen am Anfang. Das mache ich dann eher halb, weil das ja nicht... Master Mode, ja gut. Noch nicht? Kommt noch nicht. Jump Points haben wir eigentlich so ein bisschen gesehen, ja. Aber auch nur in dem Video, deswegen streiche ich es halb. Hacking-Gameplay das eigentlich wird der neue Master Mode sein mit dem Schaden, hat er gesagt. Bald. Also. Ja. Nein, Master Modes haben wir noch nicht gesehen. Naja, aber er hat gemeint, dass wir im experimentellen Modus quasi dieses Schadensmodell, also das ist ja... Nein, das ist was anderes. Das ist nicht Master Mode, der neue experimentelle Modus wird ein Multi-Crew-Schiff sein, oder wo du halt dann mehr Multi-Crew-Schiffe hast und vielleicht oder 2 Multi-Crew-Schiffe und gegeneinander kämpfen kannst auch oder mit sowas der ähnliches. Und den Ressourcen, Ja, aber das hat mit Master Modes noch nichts zu tun. Ja, aber Master Mode, die hatten wir doch schon. Machen wir mal weiter. Was wäre eine Erweiterung vom Master Mode? Na, das ist Engineering-Gameplay. Ja, ist ein bisschen was anderes. Hacking hatten wir ja eigentlich nicht, aber das ist so die eine Abkopplung dann, was wir ja gesehen haben, aber das ist eigentlich noch kein Hacking. Master Modes kommt in diesen Navigating the Universe wahrscheinlich in dem nächsten Panel da, was heute noch kommt. Also du meinst, dass es dann quasi einen neuen Flugmodus für höhere Geschwindigkeiten gibt? Den gibt es ja schon, den kannst du schon testen. Nur ja, klar, du kannst schneller fliegen, ohne Schilde und dem ganzen Drumherum und ohne Waffen. Ja. Bezieht sich aber erstens einmal, die Quantenreise schaut ja anders aus, die könnte ja vielleicht auch ein bisschen anders funktionieren. Weil sie haben ja davon gesprochen, dass es eigentlich auch Verfolgungsjagden in der Quantenreise geben möge, irgendwann einmal. Vielleicht auch Kampf. Du sollst auch im Quantum Drive gucken, dass du stabil in der Mitte bleibst, sonst brichst du aus. Habe ich auch mal mitgekriegt, dass das kommen soll. Irgend so eine Dynamik, ja? Irgendwas Neues auf jeden Fall, was damit du kannst ja selber navigieren, also du kannst den Flug manipulieren nachher. Ja, du kannst also ausbrechen. Quantum boosten quasi. Das wird so ähnlich sein wie Elite, wo du fliegst mit der schnelleren Fortbewegungsmöglichkeit. Scheiße. Ja. Was scheiße? Dieses Master Mod ist doch eigentlich dieses Gladius-Verschnitt, wo eigentlich auf alle Schiffe gesetzt werden soll. Mit diesen 3 verschiedenen Geschwindigkeiten. Da haben sie mit dem Namen leider ein bisschen herumgefuhrwerkt, deswegen ist es konfus und verwirrend. Weil was sie dann als Master Mode vorgestellt haben, war dann eben die Navigations- und die SCM-Geschwindigkeit, dass man da quasi unterschiedliche, dass der Modus quasi, den man dann nimmt, mehr Auswirkungen auf das gesamte Raumschiff hat. Wie eben keine Waffen, keine Schilde bei der hohen Geschwindigkeit. Genau. Aber
Flug- und Schadensmodelle sind nochmal extra, irgendwie. Ja, können wir mal kurz weitermachen. Hacking haben wir nicht drin, ne? Das war nichts. Nee, Noch da nicht war gesehen. nichts. Da war bloß die Voraussetzung mit dem anderen Zeug ist im Grunde drin, Genau. mit den Räumen und so. Das ist Die eigentlich. Grundvoraussetzung, ja, mit den Türen, den Räumen und also was da ist, was du hacken könntest, was dir einen Vorteil bringt. Mhm. Also schön getrennt, Items und halt Räume voneinander. Ja. Die Konzeptschiff, das kommt wahrscheinlich zum nächsten Panel. Engineering hat man jetzt ja, ne? Ja. Das Engineering können wir haben wir gehabt. streichen. 600i Rework, ne, das kommt ja erst jetzt wahrscheinlich. New Bunker haben wir ein bisschen Noch gesehen. nix. Ja, doch, ein bisschen. So ich glaube, das eine hat ein bisschen den Bunker. Ich mache mal einen kleinen Strich. Da, wo es brennt halt, oder? Ja, ich glaube, das eine war in so einem Bunker drin, wo die gekämpft haben. War das, wo sie gekämpft haben? Kann sein. War der ganz Sound wenig. eigentlich, das Sound-Demo. Was das Technical Difficulties ist, weiß ich nicht, was sie da meinen. Nee. Technical Difficulties ist, wenn im Stream irgendetwas nicht hingehauen hat und es war eigentlich gar nichts. Ja. Es war ein bisschen beim Sound, der ein bisschen gewechselt hat, so von mehr Hall, weniger Hall und so, aber Ein Video keine... haben sie nicht gestartet. Was, ein Video haben sie nicht gestartet? Echt? Kannst du dich erinnern, bei dem einen, der das mit den Wasserbewegungen gezeigt hat, ist am Anfang ein Video nicht gestartet worden. Also dann schon zum nächsten, wo er über Wasser gegangen ist, haben sie dann nachher gestartet. Aber es hat halt nicht zum... Das hat nicht gleich am Anfang funktioniert. Das hat Ja, hab ich genau. gar Sie nicht haben es mitgekriegt. nicht gleich gedrückt. Was ist Einen kleinen Strich habe ich jetzt mal gemacht. als hätte es... Ja, einen ganz kleinen Strich, aber so ist das Ding ist einfach, das war flüssig. Da war nichts, wo sie die Leute irgendwie besänftigen haben müssen und Wartezeit. Wir haben ja schon bis zu eine halbe Stunde und länger gewartet, bis irgendwas läuft oder Okay. Stream-Schwierigkeiten. Nee, das hat man nicht. Also Quantas hatten wir noch Nö. nicht. Tony Stewart, der war bei dem ein bisschen dabei, oder? Bei dem einen Thema, aber er hat nicht geredet. Ne? Er hat nicht geredet. 4.0 eigentlich auch noch nicht. Recamps und Letters, das ist ein komisches Ding. Da haben wir noch nichts. Bounty Hunting auch noch nichts. Charakter Beards. Obwohl, die Haare, ne? Kann man ein bisschen da anstreichen. Die Haare sind nicht ganz Bart. Macht so einen kleinen Strich. So einen kleinen- Nee, nein, nicht einmal ein kleiner Strich. Die haben alle nicht einmal einen Stoppelbart gehabt oder sonst irgendwas. Ich habe ein Aber Ding. Tetos haben wir ja tätowiert auch und gesehen, also da darfst du schon ein bisschen einen Strich machen. Ja. Straight to Flyable Ship, das ist das nächste Thema. Squadron 42 Announcement haben wir nicht. Ship Munching, können wir das da ein bisschen reinmachen, was wir vorhatten? Das Schadensmodell dafür hätten wir jetzt, aber prinzipiell mit diesen Linien, wo sie durchbrechen werden. Also Nee, sie wir haben haben's uns noch ja nicht erklärt, wie sie diese Tensor... Ja, aber die Schiffe zerbrechen ja jetzt anders. Also ich würde mal Ja, sagen, aber das sind Munching ist es nicht. Nee. FPS, Nein, es ist doch nicht Scanning Munching, und aber es ist Minimap. schon nah dran. Also Mehr als FPS, Bart. ja, okay. Das nächste ist FPS Scanning Minimap. Sie haben es zwar nicht Minimap, erklärt, aber wir haben es gesehen. Scanning, FPS-Scanning war nicht drin. Aber Minimap, FPS Minimap kannst du unterstreichen unten. Sieht man das irgendwie auch? Nee, ich kann es nicht machen, weil mein OBS das irgendwie nicht annimmt, wenn ich das in Paint oder irgendwo reinhaue. Kannst du es reinhalten irgendwie? Keine Ahnung. Also, nee. Sind Nummer 2. Awkward Presenter, nee. EVA Improvement, nee, auch nicht. Also, dann sind wir eigentlich schon so weit. Keine Ahnung, was muss man einstellen bei OBS, dass der das nimmt? Du kannst doch bei OBS nur ein Bild darstellen oder hinzufügen. Einfach bei der Szene hinzufügen, Bild und dann das abgespeicherte Bild, das du jetzt hast. Also wir haben so bei Starcitizen selber haben wir so um die 25.000 Zuschauer gehabt. Und ich glaube vorher waren es um die 30 oder 35, Ich habe 35. 33, 34 habe ich gesehen, kurz. Echt? Ich habe Aber weniger als 46. Ja, das Was ist habe richtig. ich habe vorher irgendwann mal gepostet. Na, wir haben insgesamt 45.000 Zuschauer, aber das ist auf allen Kanälen. Also das ist Starcitizen komplett. Auch schon nicht wenig.
Ja. Das sind alle, die quasi restreamen und die selber das Spiel noch streamen währenddessen. Also das ist jetzt mein Bingo, was ich bisher habe. Ich habe es leider in Blau gemacht. Aber ja, was ja. Egal. Also, wir kennen ja Blau von dir. Ja, genau, ich bin immer so blau. Nein, aber dein Blau ist deine Lieblingsfarbe. Ja, unter anderem, ja. Aber ist schon bei vielen Kernen so, oder? Ja. So. Das ist wieder weg. Ja, habe ich es auch weggemacht. 35.000. 24.000 gucken gerade nur. Moment. Geht's gleich weiter oder was? Gibt's einen Countdown? Ne, Countdown gibt es nicht, aber sie haben irgendwas von 3/4 Stunde erzählt und das ist jetzt ungefähr eine halbe Stunde her. Also ein bisschen Zeit haben wir noch. Okay, haben wir jetzt eigentlich überhaupt alles angesprochen, was neu war? Weil die Checkliste war ja nicht so hilfreich eigentlich. Na, die diese Bingo-Liste. Checkliste war nicht hilfreich. Das mit dem Venting von Räumen haben sie schon lange versprochen gehabt, haben wir gesehen, dass eben Feuer wieder ausbrechen können, wenn es noch zu heiß im Raum ist, wenn man es wieder aufmacht. Das war auch sehr cool, fand ich. Exploit 35k Budget, was heißt die Wolken, die sich nicht bewegen, aber urschön da ausschauen. Und besser aussehen wie vorher in der Qualität. Und die Lichteffekte. Das Lichteffekte waren wirklich schön, die Lichtcones. Dass auch Raytracing reinkommt und so Zeug. Ja, dass er mit Raytracing supportet, die normale Grafik Obwohl ich nicht schöner ganz machen. verstanden, ist ja irgendwas von CIG-Ding geswatcht und dann, also von DLS, wie heißt das? Da ging es um einen Upscaler für weitere Distanzen. Ne, DLSS, also das... Nee, Upscaler für Ja, geht um Resolution. temporales Upscaling. Also das bedeutet, es wird nicht das ganze Bild geupscaled, sondern es werden immer nur Bereiche abgescaled. Und da geht es jetzt darum, dass es in dem spezifischen Fall um weit distanzierte Bereiche, also die Demos-Bilder, die wir gesehen haben, waren Dinge, die weit weg waren. Und die wurden dann quasi mit Details abgescaled, also schärfer gemacht. Und da haben sie unterschiedliche Technologien. Und da gibt es die von AMD, da gibt es die von Nvidia und dann haben sie eine eigene auch noch. Und die eigene hat irgendwie bessere Performance-Zeiten jetzt bei ihrem spezifischen Fall gezeigt. Aber sie haben dann auch, das kann man jetzt noch nicht so hundertprozentig sagen, aber also wie es ausschaut, ist es jetzt nicht unbedingt ein Vorteil, jetzt entweder Nvidia oder AMD zu haben, weil das, was sie verwenden, ist dann auch für beide kompatibel. Man braucht halt so gewisse Einheiten und haben die modernen Grafikkarten halt. Also das ist schon sehr, sehr cool gewesen. War ich äußerst auch beeindruckt. Guck mal, ob sie irgendwie ein Video hochgeladen haben schon, wo man nochmal nachgucken kann. Es läuft ja jetzt schon relativ gut flüssig, was 19 nicht so war, ja. Sie haben auch gezeigt, dass einige Updates in 20 und 21 drin waren schon, ja. Ja. In der Hinsicht von Optimierung der Engine. Ich weiß noch, Check 19, wo du danach geschrien hast, unbedingt dieses Vulkan zu haben. Vulkan kommt gerade bald rein, bald kommt Vulkan rein. Das war 19. Das war 19. Ja. Ja. Da haben sie angefangen zum Arbeiten damit. Fix, so wie jetzt der Community Hangar. Der fängt jetzt zum Arbeiten an. Ja, endlich. Schon Deko und alles. Irgendwelche Videos haben sie jetzt leider nicht also auf der Hauptseite von denen. Wenn sie nicht Was halt auch sehr gut ausgeschaut hat, war, wo zwischendurch auch die Begeisterung da war, war diese Clothing-Technik. Dass die Wäsche halt wirklich halbwegs gut authentisch aufeinander liegt und auch dann verrutscht und dann, also es sind schon subtile Unterschiede, aber die sind dann halt, machen die Qualität halt noch ein bisschen besser. Es ist einzigartig. Ich kenne kein Spiel, was so detailliert
von der Clothing, die sie das so gestaltet hat. Ich kenne kein Spiel. Ja, was auch noch dranhängt, ist, dass sie weg von der Kollisionsbox, von der Standard-Kollisionsbox gehen, sondern hin zu diesen Peaked Cones, wo der vordere und hintere Teil irgendwie anders großen Durchmesser hat irgendwie. Das hast du mit den Farben so gesehen. Und dann liegt das besser auf der Haut drauf und kollidiert weniger und es ist effektiver und schneller. Und sie machen das irgendwie 120 Mal pro Sekunde. Was meinst du? Das ist ja crazy. Ja, die Cloth-Tech. Achso, ja, genau. Ja, geht. Starcloth. Und dass er auch nicht so klippt, ne? Ja, das war auf jeden Fall. Der Ball war ja ein cooles Demo in der Hinsicht. Ja, also ich habe so ein bisschen an was anderes gedacht, wo sie es gezeigt haben, so, wo sie mit dem Ball rum sind. Also, nur das Röckle gucken und so Zeug, also, nee. Solange da unten nichts hängt, ist Ja, alles das okay. Raytracing-Licht war schon noch geiler. Also auch, was sie da... Ja, und das ohne Raytracing sah schon... Ja, das auch die Optimierungen ohne wurden besser deutlich, ja. Ja, es sind schon einige Sachen dabei gewesen. Beim Raytracing ist halt das Problem, dass wieder jeder Firma ihren eigenen Müll macht. Sorry? Er meint, beim Raytracing macht jeder sein eigenes Dings irgendwie. Ja und nein. Also es gibt schon diese Branchenhirsche, die da ähnliche Tech haben. Ja, nur ähnlich, aber Nvidia hat wieder ihr eigenes Ökosystem gebastelt und AMD macht wieder ihr eigenes Ding. Das wird wieder sowas wie Physics. Ja, aber sie werden AMD und Nvidia supporten, so wie es ausschaut. Und die Demos, die wir gesehen haben, die waren mit der 6800 irgendwie. Das ist ja eine AMD-Grafikkarte. Das hat der Google ja sogar bemerkt. Extra noch. Das heißt sogar, das ist abwertend, mein Freund, gell? Es war wirklich schwer zu lesen. Ich habe es nicht lesen können. Ich habe es nicht gesehen. Für mich war das schwarz auf schwarz. Ich konnte es gut lesen. Gerade noch irgendwie lesen können. Was konntest du lesen? Das war positiv gemeint. Was hörst du da heraus? Das für die beiden Grafik, dass das für die AMD unten drin war. Ach, welche Grafikkarte er drin hatte, oder was? Stand unten dran. Ja, aber wie Das ist vergleichbar mit Nvidia ungefähr. Mit der ersten Generation von Nvidia, also 2080 ungefähr. Raytracing-Leistung zumindest. Ach was. Ja, die erste Generation hat ja Nvidia rausgebracht mit Raytracing. Und AMD hat eine Generation später damit angefangen. Kam dann in etwa auf die gleiche Leistung. Naja, auf jeden Fall kriegen wir das gleich zu 3.22 gepriesen. Das heißt, zum nächsten Patch, gestern ist erst 21 rausgekommen. Wie lange dauert es noch? Bis 3 morgen. Monate mindestens. Bis morgen zum Close. The show must go on. Spaß. Evo-Test. Also ich bin mir sicher, egal wie euphorisch wir sind, vieles von dem Zeug, das sie uns da gezeigt haben, müssen sie erst einbauen und das wird taffe, harte Arbeit sein, wie immer. Ja. Und 1000 andere Probleme generieren. Immer. Ja. Also danach wird wieder irgendwas anderes nicht funktionieren. Da bin ich mal gespannt, ob du auch da wieder richtig schön flüssig spielen kannst. Wer, Jack? Ich? Na, der Erich, der Röders. Also. Ja, puh. Also wenn du da meinen Rechner meinst, also mal probieren. Ich werde es auf alle Fälle mal ausprobieren, wenn es dann soweit ist. Fix. Aber ich habe den letzten Patch halt, das war wirklich furchtbar. Ich hatte da einen Raum, da habe ich fix vielleicht ein Frame gehabt die Sekunde. Und wenn ich aus dem Raum wieder draußen war, hatte ich wieder meine 30, 40 Frames. Das ist wirklich komisch gewesen. Das ist sowas wie hier Ghost Hollow. Manche Rechner sind da unten so eingesackt, während die außerhalb ganz gut eigentlich liefen. Es hat so gewisse Orte gegeben im Spiel, da war es wirklich furchtbar. Ja, mal sehen. CPU, sage ich, ist da. Ja, der CPU ist es. Wenn du dann, also wenn du da noch ins RAM-Limit auch noch reinfährst, dann nachher
fällst gleich mal unter 20 FPS. Hatte ich bei Ghost Hollow mit dem 3930K. Wenn ich da reingekommen bin, ging er runter auf 13 Frames. Habe ich da weggeguckt von, zack, wieder hoch auf 50. Das war aber nur genau in diesem einen Ort. Du hast so lange noch den 339K drin gehabt. Ja, bis 12 Anfang Jahre? dieses Jahres. 12 Jahre ist das her? Ja. Das darfst du eigentlich keinem laut verzählen, gell? Der hat lang gehabt. Meinen alten 3930K. Der ist jetzt 12 Jahre alt und der läuft immer noch. Also ich habe ja meinen alten 26K jemand geschenkt, einer 13-Jährigen, dass er einen PC hat. Aber der läuft noch, 26K. Ich habe mit dem Starcitizen gespielt, bis letztes Jahr. Ja, mit dem 26K, wie lange habe ich da denn gehabt? Dann habe ich die ersten Jahre Starcitizen habe ich dann auch gehabt, ungestritten mit dem. Aber da, ich glaube, wo das PU kam, war er dann langsam an Grenzen. Ja, das erste ist noch gegangen. Bei 15. Ja. Aber danach. Bei 6 lief echt super mit allem. Geht's weiter? Nö, bis jetzt noch nichts. Also sagen wir so, für das Geld, was man damals ausgegeben hat, hat der Rechner lange gehalten und gut funktioniert. Genau. Ich bin mir sicher, wenn du jetzt ein AMD holst, hast du auch lange eine Ruhe. Jupp. Oh ja. Obwohl die 8000er Die Reihe nächste Generation ist angekündigt. Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Die 8000er ist angekündigt. Naja, was soll's denn können? Einfach nur doppelt so schnell beim halben Preis oder so? Na. Ja. Glaube ich nicht. Intel hat doch jetzt auch schon ihr Refresh gebracht. 14.000er Serie. Du meinst, die haben neue Verpackung für die alte CPU gebaut? Nicht ganz. Die haben sie einfach halt noch ein bisschen mehr übertaktet. Ja, aber ich bin mir nicht sicher. Ich hätte da Tests gesehen, also das Gamer Nexus Video, das ist bei mir aufgepoppt. Ich habe es mir angeschaut. Es war so lustig. 3% mehr Leistung, gell? 0,087% besser. Ja. Also was hat man Da bist du mit Silikonlack besser dran. Also. Aber das mit Pyro, das überrascht mich schon jetzt. Mit dem extra Ding. Ich hab's mir gedacht, dass das so kommen wird. Okay. Weil zu viele da drauf gepocht haben, dass sie es endlich sehen wollen. Ja, also soweit. Ich hätte es ja gern zusammen, aber dass sie auch so ein extra Welt machen, so eine Art Evocati, öffentliches Evocati für alle. Ja. Ja, ich denke mal, die wollen das Evo-System komplett abschaffen. Ja, ich bin selber Evo und ich bin ein bisschen traurig drum, aber irgendwie verstehe ich es auch, weil das Geheimnistuerei habe ich auch immer schon komisch gefunden. Von CRG. Es bringt eigentlich nichts im Endeffekt. Ja, aber vor allem in der öffentlichen Entwicklung, warum soll man nicht zeigen, wenn was man ist? Die muss man halt dann gut erklären, dass das jetzt nur ein Test war oder so. Dann, wenn das paar Leute den falschen handeln, sind sie selber schuld. Talking Ships kommt gleich. Mal gucken. This year new released vehicle with a focus on how law of the past is shaping vehicles of the future as well as look of pipeline itself. Und was ist Ist das morgen? Nee, das war jetzt gleich. Zum Mitternacht. Oder Maus ist jetzt da, ja. Ach, geht weiter. Ja. I had a pizza from the Galaxy Court here at the LA Convention Center. Er hatte eine Pizza. And it was just like the pizza I had at the Wo ist Galaxy Bier? Court in the LA Convention Center back in 2005. I'm talking about the quality. It was good. It's just as good. We are here in the General Lounge. Oh, hey, we just came on in the General Lounge. Echo. Now batting center fielder. Raumpiss mein Bier ist hier. Right. So we're here in the General Lounge with a collection of Star Citizens among us.
Waiting for the start of our talking ship panel. I almost said the wrong thing. Our talking ship panel. That was my pun, and boy, I didn't realize how dangerous it was until I was live. Guys, we've seen 2 presentations so far. The first one had a whole lot of things in it. All at once, what was your favorite thing you've seen so far? Space cows. Space cows. Was? Space cows? Server meshing! No, that story Chris told is the absolute truth. 3 weeks ago, we're just having a meeting, just this general, like, hey, what are you, just checking in on everything we're going to show at Citizencon. And Paul shows him and goes, I have this video to show. I think I know how to show server meshing. And we watched it, and we're just like, and Chris challenged him right there. I said, hey, if you were brave at all, you'd do it live on stage. And then challenged him again to add 2 people, then challenged him again to add 6 people. And yeah, that's what we do. If you can do it live, you can do it live. What's the thing you're most looking forward to? Pyro? Pyro? Just wait. Remember, there's a day 2. Also, you may have missed it during Chris's announcement. The Pyro Playground, which we're about to go to Dan Haubeck, he's going to show us, is actually going to be available in the new Starcitizen preview channel. You can learn all about the preview channel and how that's going to work up on the robertspaceindustries.com website. There's going to be a selection. There's going to be a lottery of people who got the digital goodies pack from Citizencon. Those people in our concierge, and of course, our selection of our most devoted testers. And then they'll be able to play in the preview channel throughout the remainder of this year before it goes to PTU and then eventually its live release. So with that, let's go to the Pyro Playground. Dan, take it away, man. Thanks, Jared. It's good to see you. Glad to see you're back out from backstage. Welcome back, everyone, to Citizencon 2953. We are back on the show floor. Specifically, we are at the Pyro Playground, easily the key feature of the show floor. We want to give a quick shout out to our 2 sponsors who helped make Pyro Playground and Checkmate Station possible. Shout out to Celix Gaming and Asus Republic of Gamers. You guys literally helped make this show happen. You helped make the Pyro Playground happen. If you look behind me, you see all these amazing gamers who are experiencing Pyro for the very first time. It's one of the key features of Citizencon this year, and we're so excited to bring Pyro into the hands of everyone who's here. Hopefully you guys get a chance to check out the Pyro Playground later today. I want to talk a little bit about what made Pyro so spectacular to bring it here, and to help me do that, we got Michael Smith. You guys may know him as Bayor, head of the player experience team, talking a little bit about what it was like to bring Pyro here. How's it going, Bayor? Pretty good, really good. Now, Bayor, really quick question. What were your expectations bringing Pyro into players' hands for the first time? I mean, it must have been a very kind of nerve-wracking thing. There's a lot of anticipation for something like that. So what was your expectations bringing it here today? Well, honestly, I didn't really have a lot of expectations because Pyro's an entire system. So it was just, let's get it out there, let's see what happens and see how much we can get done, how much content we can get out. But yeah, I have no expectations. Yeah, it's so big that you just can't think about how big it is. It's so monumental. And from what I've been seeing, people are having a blast. Everyone I've seen come out of the Pyro Playground has a big smile on their face. Their faces look blown. They just look so happy to experience Pyro. And so what's the coolest reaction you've seen so far today? Honestly, a lot of it's been the environment, but the big surprise has actually been some of the FPS AI. I think players who are going to fight the FPS AI are kind of surprised they're so hard. Some of that stuff is new tech, so it's neat to see players dealing with that and realizing, oh my god, I have to really struggle with this and really fight to deal with these AI. It's really fun. So would you say it's a little bit more improved than what's currently on live right now? Miles better, yeah. That's fantastic. So give us your 30-second journey of when you got your hands on Pyro, because we've had multiple internal playtests leading up to Citizencon. I've been in several of them, and I know what it was like for me being in Pyro for the first time. But for you, what was it like getting to play Pyro for the first time? Honestly, by the time I played it, it was pretty polished, pretty surprising, and it was just so mind-blowing to see how different the environments were. But it's also moved a long way since then, and so it's been fun to see every single iteration. But yeah, the first experience is just super mind-blowing. It just looks so different. Yeah, it's just being on Checkmate Station. You couldn't get lost for there forever, and players only have 40 minutes to do the Pyro Playground. And I've seen people go back in line. I've seen people just like go and redo things that they didn't get a chance to do the first time. So what advice do you have for people who are here at Citizencon? Spoiler-free, again, we want to give people at home something to look forward to. What is your spoiler-free suggestion for people who are here going through it? Honestly, I would suggest to get out of the station. The station is really, really cool, but get to a ship
get to one of the planets and get to an outpost, and especially see if you can do one of the FPS AI missions, because they're really, really cool, and that's a really, really fun journey. And we have Chief Technology Officer Benoit here. Benoit, what do you feel, completely unplanned, didn't ask him to come by and he just stopped in. Benoit, what do you feel about Pyro? Oh, Pyro is fantastic. I love the new experience. I love the new environments. I love the FPS we're getting on these machines here. If you were at the playground, oh my God, like this is great. So I'm super excited about the. Yeah. Sorry for cutting you off there. Yeah, I'm just looking at some of the screens, and it's so smooth. Like, it's so great to see people like enjoying Pyro for the first time. It's such a great experience to have for the first time for Pyro. So thank you guys for bringing Pyro to the players' hands for the first time. And we're going to talk really quick. Thank you, Benoit, for your photo bomb. Thank you, Bayor. We're going to talk to a player who just got to experience Pyro for the very first time. We got user Nick at Night here. So tell me, Nick at Night, again, what was your spoiler-free impressions of Pyro? Sort of impressions or feelings when you got to be in Pyro for the first time? Yeah, I mean, I think calling it a playground is just missing how immersive that is currently in this build. I, as Bayor mentioned, got out of the station, was able to see everything in the universe, and man, was it just amazing to kind of go between the asteroid belts into the new planets and see all those new things that you guys have been working on. So I was really excited. I love that. Yeah, there's some really cool things. I cannot stress enough how, if you are here at Citizencon, come over to the Pyro Playground, because it is just such an amazing experience. It's nothing like Stanton. It is so unique to its own vibe. So how do you think we did making Pyro here at Citizencon? I mean, the people at home have seen bits and glimpses, but for you who's been able to see the whole thing, do you think we did a good job recreating Pyro now that you've gotten a chance to be in it? Oh, absolutely. I mean, from the game into the booths, to the community events, to the way that you guys have put everything together, I mean, it does feel like we are in Pyro right now. It's amazing. Good, we did it, guys. Everyone wrap it up. We're calling it a day. That's not true. We're still got another day of panels left to do. So last question, this is kind of a fun one. When Pyro makes it into live, where are you setting your spawn? Are you setting it to Stanton, or are you setting it to Pyro? Oh, Pyro, hands down. You heard it here. This guy had such a great experience with the Pyro Playground that he is going to set his spawn to Pyro. Nick and I want to thank you for coming up here. Really appreciate it. I'm going to throw it back to Jared really quick and make sure that we are on our way back to the panels you guys are looking forward to so much. We'll see you back here on the floor soon. Am I on? Am I live? I can't hear anything. Wave to me. Okay, there we go. Hi, everybody. It's very loud here in the community booths area. We're here in front of Soul Armada, Altama Energy. There's Atlas Defense Industries. I don't know why. I just decided I was going to pick on you today. It's all right, cool. We're here. I want to show something off. So one of the things that happens anytime that we show up at one of these events, whether it's Gamescom or Citizencon or even a Bar Citizen, is people give you things that you have to fit into your luggage when you go home, which is not always the easiest thing on an international flight. Today, just 9 minutes ago, I got something I'm going to make some room for. So there is an org. They do this amazing, we had an older version, you may have seen me show it off before. Delta Consulting Aviation Products, they make air traffic controller manuals for every landing zone and POI in the Stanton system. The one I've had for the last 5 years is one of my absolute most treasured items, and the guy just showed up and handed me another one. So I don't know what I'm leaving behind from my luggage, but we're gonna have some like Survivor style, you must leave the island. So we're leaving something behind. So with this, let's take a look at Soul Armada here. Soul Armada is one of the community orgs that have a booth here. I don't have time to interview. We got to get to the show. I just want to see your jacket. Yeah. Show us your jacket. Big many fans for Star Citizen. The Star Citizen, that's the killer. You got a giant Invictus patch. So, what legal clearance did you get in order to make that? Absolutely nothing. I'm sorry. In echt, aber. Toast!
He's floating around here somewhere. I won't tell him if you don't. All right, let's come on over here to what is this? Altama Energy. You might have seen Sigelian from Altama Energy in the cosplay contest before we went to lunch. Altama, how you doing, guys? I noticed this full-size Starfarer in Lego. I will trade you a flight deck man. No, I'm just kidding. There's no way I'd get that back through customs or survive on my luggage. And then, of course, over here, we have Atlas Defense Industries. Oh, hi, Jesse. Hi, how you doing, How you doing? Jared? I work with Jesse in the office. We have Atlas Defense Industries over here. What do you guys got going on? Oh, we got a raffle going on, so if you haven't come by, sign up for You got a raffle? Yeah, we're giving away 3D printed stuff, so I printed out some awesome stuff like this tiger's claw here. I've got a little Pisces here, and then some 3D printed artwork here that I've done up. So if you want to come over and get in the raffle, we're also giving out a ship at 5. And we're giving out every hour, so come on over. What happens if I win? Oh, well then you get an awesome back rub from our lovely JDM. All right. You might think Jared's being really bad at this and he's not putting the microphone in front of this guy's face, but he just offered me a back rub, and it was just better if that didn't go out on the live stream. Okay, we got one more thing to check out. What is this? This is for me to take home? Is this Touch Me? Are you going to make room for it? Touch Me? Oh my goodness. Oh, cool. Wow. Wait. Oh. There's an Easter egg. Can't. It's just like my book. Wow. At this point, I'm legitimately so tired I don't have anything to offer in retort. This is just dang cool. Oh, all right. So I'm in my ear. It's time to return back to Hall A. Talking Ship with John Crew, Ben Curtis, Ellen Batchelor Jr. and Mark Gibson is coming up. So stay tuned. After that, Navigating the Universe with members of our UI team. And like I said at the beginning, everything you were thinking you were going to see, you're going to see that and more. Kannst du doch kaufen und dran anschließen. Ja, aber es sind extra Displays. Allerdings Starcitizen unterstützt das dann nicht. Er verspricht aber schon ein bisschen mehr nur als ein paar Displays. Ach, Video, was? Hallo? Was sehe ich da? Fernglas. Neues Auto. Ach, das kennen wir. Whenever someone is in need of hope, you can feel it in the atmosphere. The spirit of Crusader. Ich hab's noch nicht gesehen. Entschuldigung. Ah, doch, das ist cool. Forge the future you want to see. The A1 Spirit from Crusader Industries. Da ist ein Kind. Ich dachte, sie wollten keine Kinder. Ja, es ist ein Werbevideo. Ich glaube, das ist ein Auto. Das ist auch die zweite Generation. Das ist ja generationsübergreifendes Spiel. Hi everyone. Have we had a good morning looking at cool stuff? Great. My name's John Crew. I'm the vehicle director here at Cloud Imperium Games. And my name is Ben Curtis. I am the vehicle art director at CIG. So we're going to spend the next 45 minutes talking ship. We're going to show you some cool stuff that you've hopefully seen, some cool stuff that you're not supposed to have seen, but you probably already have, and some cool stuff, again, you're not supposed to have seen, but what you've seen is wrong. So hopefully we can clear that up for you all. Right, so that was the A1 Spirit trailer. Pretty cool video. But we're now going to do a bit of a slightly deeper dive into the actual art and visuals of the ship. Also
we move into the heart of the ship, this area is kind of like really dominated by those 10 sci-fi bombs. And then we go straight into engineering, where you find the rest of the ship components that it needs. Up front, we've got a completely fully featured habitation area, suit lockers, weapon lockers, pod beds, everything you're going to need. And then right at the cockpit, we have a two-pilot cockpit, and I think the Crusader engineers have done a fantastic job of putting everything that the pilot needs right at their fingertips. So in the heat of battle, you kind of might just eke out that advantage. Stereo-wise, it's classic Crusader. We've got our recessed weapons. We've got our rear-mounted remote turret. Hier 5 Euro den Dingen sichern hier. And then underneath is all business. We've got the missile racks and we've got the big bomb bays. Ist das hier? And I think overall, Crusader have done it again. They've done a amazing job packaging something that's like super feature rich and something stylish, sleek, looks fast, but still super aggressive. And then here is one last look. Why not? Okay, that was one last look of the interior. Will trotzdem Bombenteppiche schmeißen So we had a really cool cutaway that you half saw. I'm sure we can show you that again later. If you like what you saw there, that is available now on that link and a QR code there that hopefully takes you to the right place. Funktioniert nicht, oder? So that is available in Alpha 321, which went live Thursday. I've honestly lost track of time the last few days. Kannst nicht so viele hintereinander schmeißen. That's Hast du wahrscheinlich Let's nicht, talk about something a bit further in the past. Wie ich weiß, kannst du ja die Noise und so. We have a timeline here from Layers rausschmeißen mehrfach. Today, all the way through to today in game. And throughout that time period, we have our manufacturers in lore, starting with RSI in the very near future, going all the way through to Mirai, which is this year in game. And over that, we have some very old ships, ships that people think are quite old. We have the Hornet, we have the Aurora, and we have the Gladius. However, as you can see, there is quite a gap from the current day to these old ships. So let's talk about one that is a bit older than that. So, the RSI Zeus. So, in 2130, in 2130, RSI made some major kind of advancements in quantum technology. They developed, or they released, the first ship that was kind of available to the mass market that had quantum capability. Gibt ja This kind of mid-range explorer really put RSI at the kind of forefront of ship development. Now, it was a really good thing. It really kind of boosted them as a company, but it wasn't kind of all good. The original RSI Zeus had some major issues with its hull integrity. That being said, there's always kind of been this demand for RSI to release the Zeus. It's kind of had this cult following that's grown up over the years. I'm kind of very happy to announce today that RSI have kind of taken that challenge on board. They've developed a whole new vehicle that is designed to ferry a whole new generation of travelers across our universe. Visually, it's something that pays homage back to the original Zeus and something that's really is justified to have that name. And I'm even happier to say it exceeds all current safety standards and all our current ship production techniques. So, do you want to have a look at the all-new RSI Zeus Mark II? Zeus Mark II. Okay, then. Okay. Here it is. Cool. We are going to hand over to Elwin and Mark to go through this, and you can see there's 3 of them there. So we're going to do a bit of a deeper dive onto these 3 ships now. So, over to Mark and Elwin. F8 Lightning, ne? Let's give them a welcome. Come on, go. Scorpion, was sage ich denn?
Ein, also zu Hello der, everyone, so. my name is Mark Gibson. I'm the lead vehicle content designer at Cloud Imperium Games. Das Schiff will ich auf jeden Fall auch haben. And I'm Owen Batchelor, Vehicle Art Director Ja, in das North ist America. What do you guys think? Awesome. Was hat der gesagt, wird das? Ein Heavy Let's take Fighter some oder time was now wird and das? take a look at this classic RSI design Hat and sich see jetzt how we've eher wie ein reimagined it. Reiseschiff angehört. So, when we decided we wanted to tackle the Zeus, we had to consider what direction RSI would take it in if they were going to do it. We couldn't just remake the original Zeus because although it was obviously a massive piece of history, all it was really used for was transporting and moving around. So we had to consider exactly what we wanted to do with the ship. In the end, we decided to go for 3 variants, allowing you to pick which way you want to actually play the game. So what we're going to do is talk about those variants that we decided on in the end and go into a bit more detail with them. First of all, we have the ES. The ES is the essential long-range exploration version of the Zeus. It's designed to let you go out for a long time and explore the universe. Next up, we have the Mark. The Mark is the bounty hunter version. This is there for you so you can actually go out, find your targets, and bring them back. It's also been purposely outfitted so that you have all the tools that you need to disable, capture, and bring them home. 3 Sitzer ist das vorne. Finally, the last version we're going to talk about is the CL, the Clipper. Might be a name people are familiar with if they know much about maritime. This is the cargo version of the Zeus Mark II. This is designed so that you can move your goods around the universe. Of the 3 variants, the Zeus Essential is the one that harkens back the most to the original design with the original white on black paint job and the vertical stabilizers. We also worked to maintain the silhouette of the original, but brought that forward to modern day RSI design with tons of technical detail and layered panels. And on the underside, the landing gear and the underslung turret, as well as the entrance ladder, fold in perfectly flush, leaving behind a super smooth underbelly, just like the original design. But you probably all want to see what the inside looks like, so let's have a closer look. Despite the sleek and slim body of the Zeus, we've been able to pack a lot into it to give everything you need when you're doing the deep space exploration. You have a fairly comfortable habitation recreation area so that when you're out away from home, it's not too unpleasant. In addition to that, the rear room has a 32 SU cargo capacity, as well as being able to fit a cyclone, so if you do decide to land on our planet, you can have a look around. Talking about the loadout, it's a ship designed for 3 crew. It comes with 4 size 2 shield generators, 2 size 2 power plants, 2 size 2 coolers, and 2 size 4 pilot-controlled weapons. And obviously the lower turret that Elva mentioned earlier is a size 3 remote turret. Now, the Zeus Mark was always designed from the beginning to be a sleek and aggressive bounty hunter. As such, the black paint will help you stay hidden in the shadows until you're ready to strike. We've also redesigned the spine in order to embed an EMP and a quantum dampener, which allows us on the art side to really crank up the level of detail on the exterior. We've also added a second remote turret on the top. Looking at the interior of the Mark, you see that the habitation's taken a little bit of a hit. It moved forward, but what we've been able to add in exchange for that is a massive armory. Lets you take all the different weapons and equipment you might need while you're tracking your target along the verse. Looking into the rear, we actually have a dedicated area just for the actual bounty hunter pods, similar to what you'll see in the Cutlass Blue. So you can stack up the pods and take multiple people back with you. It has less SCU than the ES. It only has 16 SCU. And it does have a different loadout with the components, only having 3 size 2 shield generators. Like Owen said, it does have a top-mounted forward-facing turret so that you can put the pressure on the target as you're chasing them. The EMP and QD drive are designed to stop the target escaping once you've caught up with them. Now, because the Zeus Clipper focuses on hauling cargo, we've decided to lean into the industrial aesthetic. We've covered the exterior with a warning strip paint job, and we've covered the exterior with more technical detail and armor plating. In addition to that, it comes with a remote tractor beam, which is mounted on the rear to the side of the ramp to make it easier to haul cargo in and out of the cargo hold.
We've also added thrust capacity to the base of the wings. As you can see, there is an absolutely massive rear to it compared to the others. The habitation areas have been massively pushed so that you don't get much space, but we can get way more cargo in. It actually has 4 times the cargo capacity of the S, coming in at 128 SUs of cargo. This one also features 3 size 2 shield generators, and like Al mentioned, it has a size 3 tractor beam to make it much easier to get those cargo containers in and out as you're actually playing. What do you think? So, last year we introduced the Spirit, and if anyone that may be playing on live the last couple of days might have seen a new ship added to the verse. We hope to follow a similar route with the Zeus, where we announce it today, and then in about a year's time, ready to release to the public to actually play with. Der eine hat This isn't just a concept. We're not just going to show you some images. The Zeus is actually in active white box development right now. Do you just want to have a look? Shall we? Okay. 128 SU hat die CL-Version. All right, so as you guys have seen with the Spirit, and with the many ships we've released thus far, our ships can, when they're finished, look absolutely gorgeous. But before any of them get to that point, they have to go through a very specific development process, and this is the first stage in that process. We call this white box. At this point, we've taken the concept, ripped it to shreds, and then reassembled it and plugged it all back together within the editor so that we can get a real good look at what players are going to see when they finally get this game. At this stage, with the Zeus, we've already ripped out all the thrusters, we've ripped out the landing gear, the turret, the seats, the beds, all of the interior spaces, plugged those guys back in, and we have what you see here. So again, the beginning of the process. At this point, we're able to jump in, start throwing in cargo, interacting with doors, getting in and out of beds, maybe in and out of toilets, and just getting an overall sense of what it feels like to interact with the vehicle. And it is very common that in this stage, we will make some adjustments from the original plan. As an example, on this ship, we've just made the decision to expand the center corridor, add a little bit more space to the rooms. And as a result, that's going to make it much smoother experience for players to traverse the interior of the ship, as well as for AI to traverse the interior of the ship. We've also expanded the main airlock that leads to the enter-exit ladder. And up here in the cockpit, we've separated the co-pilot seats a tad bit just to allow players to get in and out a little easier. So with white box, not the prettiest stage in the process, but it is essential that we nail this, because it means we'll be able to deliver a beautiful ship that is also extremely fun to play. Achso, das stimmt nicht natürlich das T. So that was the RSI Zeus in the 3 variants. Obviously, as the screen says behind me, it's available now on the Starcitizen website. You all follow that URL or the QR code behind me. Also könnt ihr kaufen, Now, Geld we've ausgeben. just talked about the ship with the longest legacy in the universe. It was the first ship with the quantum travel. Let's change pace a little bit and talk about a much newer ship. We're going to talk Aber about als Update nicht, ne? Kriegst du nicht, denke the ich. Cutter. Weiß ich nicht. Good little ship. So, obviously, last year, IE, we unveiled the Cutter, and you guys seem to love it. Some interesting information about it. It was actually the single most popular straight-to-flight ready ship we've ever released. You guys really, really liked it. In addition to that, it's actually the best-selling Drake ship to date. But what people didn't know, and we kept a very good guarded secret that no one managed to figure out. No one. It was always meant to be a family of 3. Now, what everyone is already familiar with is the base. That's the version that's out in the universe right now that you're already enjoying. What we're going to do today, though, is we're going to talk about the next variant in the family.
the Scout. Couchschiff. Okay. All right, let's just take a minute and sort of enjoy the incredible work that the art team has done pushing this guy out. Eine Schüssel oben auf dem Dach. When the original when the original cutter was released, it helped us to refine the Drake aesthetic. And now with the variants, we'll be able to add a unique identity to each version. On the Scout, we've decided to replace the main thrusters with a dual thruster system. And you'll see here we've also added a radar dish to the top, which relates directly to the scanning gameplay that comes with this ship. In addition to that, we have a series of exterior bottom modifications to just push that flavor a little bit further. And you'll see here a transition between the default and the Scout, so you can clearly see the differences. Das haben jetzt die zwei kleinere Triebwerke mit Vorteilen. On the interior, we've expanded the rear section of the ship in order to include a dedicated standing scanning station, which will show up here in a second. Along with that, we've also increased the space in the rear to house the larger components that are necessary to support that gameplay. Now, expanding the rear did encroach into the habitation, but we were able to rearrange the components in that room so that nothing was lost in the transition. And on the cockpit, it's the same cockpit that you all know and love from the original cutter. From this view, you'll more clearly see the shift that we had to make in the rear in order to support the gameplay that we're trying to achieve. We're really proud of what the team has done with this ship, and we hope you like the Scout as much as we do. So, obviously, we've just introduced the Scout. What are the main differences between the base? It is a variant after all. So, the first big difference is the radar. It has a size 2 radar, and to supply that, it comes with a size 2 power plant and a size 2 cooler. Getting tripped on my own words. As well as the dedicated scan terminal that Ella mentioned earlier. Obviously, as you saw, habitation got a little bit cozier, and unfortunately, it has lost 2 SU compared to the base, so it only has 2 SU cargo capacity instead of the 3. Now, what we also want to do is talk a little bit more about the future of scanning, if people are interested in hearing about that. Scanning kommt jetzt. Okay. So what is the future of scanning? We'll touch on it lightly. At the moment, there are 2 main ways for you to interact with the scanning gameplay loops. The first one's obviously the scan, and the second one's the ping system. Both of these are going to be merged into a single system known as a scan wave. When you send a scan wave out, if you get any successful pings, what will happen is it will immediately populate your HUD with an AR marker, giving you information about what you've been able to scan, as well as starting to give you far more interesting information than you get now, rather than just the name of the ship. The underlying system will work on the signature system, similar to what it does today, and there are 2 main scans. There is the quick scan. The quick scan is just a low version of it. It has a very small impact on your own signal output, so if you want to stay a little bit more covert and potentially not be seen looking at something you shouldn't, you can use that one instead. The main benefits are small increase to your actual passive detection range, as well as being able to detect things that maybe are a little fainter than you should be able to see. This has a decent amount of cutting through interference, but not phenomenal. The other version is the charge scan. The charge scan is the big scan. Now, this will actually allow you to detect things up to quantum boost range, which is way, way further than the current passive detection range. And not only that, but it'll actually drop a marker allowing you to jump straight to that location for whatever it is that you found.
Was? Marker setzen? Was? Now, you don't want to be jumping in blind. And as I said, it's going to give you way more information than it did before. Some examples, but not limited to this, are things like, whatever it is it charging a quantum drive? Is it firing? Is the shields generating? Does it have any shields? Is it perhaps charging an EMP? Maybe it's got a snare up trying to catch you. It gives you that additional information so you can make the decision whether you actually want to get to that location. That's just a brief glimpse into the future of scanning and what our vision is for it. Right now, the Cutter Scout is actually in 321. It's available. If you go to that address or go to our website, QR code, it's actually in the universe right now. You don't need to wait for a patch for that. I've been Mark. And I'm Elwin. And before we step off, if you haven't had a chance to get one of these hats, this one in particular is signed by 7 members of the ship development team. And if you want it, during the meet and greet, if you can tell me the name of the 7 people who signed this, all of who are in attendance here, by the way, today, the first person to give me those names gets to keep it. Other than that, thanks, guys, and have a great Citizencon. Small hit for you. John Crew is one of those names. Well, fantastic, guys, everyone. We're going to hand you back to John and Ben. They've got a few more surprises for you. Right. So, as Mark said there, scanning stuff is coming in the future. We didn't show a lot of it because it does sort of turn up in some other teams' panels, and we didn't want to steal their glory a day early. So I highly recommend sticking around for both the UI one and the flight one tomorrow. So, we've talked about the past, we talked about the present. Let's talk about the future. So, here is a big block of squares that represents our backlog. So, each one of these squares is a ship or a vehicle. All the light blue ones are all the ones we have released to date. All those gray ones are the ones that we have not done yet. The dark blue ones are the ones that will be in your hands by the end of the year. So, we have over 200 vehicles for us to support as a vehicle content team. For those of you that are trying to do the maths in your head right now going, that's the wrong number. This includes every single vehicle that we've ever shown to you, whether that's in a Squadron 42 visual tease or like a trailer. Some of them are obviously Squadron exclusives. Some of them are going to be NPC exclusives. We still have to support them all. So every vehicle in the game, we have our hands on, and we do a lot of work to support them for you. Not the only thing we do. We obviously introduce new content like the Mirai Fury. We deliver previous promised content. And as you'll see today and tomorrow, we do a lot of gameplay support. So obviously we help out. Ships are like the heroes of the game. You saw in the Resource Network engineering panel how that's going to impact ships. You will have seen, if you've been paying super close attention, some UI elements to do with maps. Stay tuned for that. We do all that. So we do a lot of work across all aspects of both projects. And to do all that, we need to do a few things. Okay, yeah, so John's talked a bit about the backlog. I'm going to kind of take a little bit, how are we going to deliver this? So in April 2023, we actually kicked off a new ship team in our newest studio, Turbulent, based out of Montreal. Yeah, go Canada. So we've now got 5 artists, or vehicle artists, 1 vehicle designer, 1 embedded QA tester, and 1 producer. And that kind of gives us everything we need to start bringing content out of another location. And it also means that we now have kind of reps globally for the vehicle content team in all 5 of our studios. What's the really nice thing about that is it kind of opens up a new pool of a kind of talent that we can pick from, and it should really help us to deliver some more content to the game. And you've actually just seen the first 2 ships out of that studio. So
the Scout variant and the Zeus are both being developed by our Montreal team. Yeah, they're doing great. We're going to look a little bit more in depth at the art team and how we've grown over the years. You can see from this graph, this is our kind of like live numbers of how many vehicle artists we have dedicated to the project. You can see there's a nice trajectory going up. And with more team members, that also means we get kind of like not just more people to throw at stuff, but we get more experience, we get more knowledge. And that's, that allows us to kind of tackle our larger, kind of more complex ships. You will notice there in 2022, there is a little dip. Unfortunately, when that happens, that has kind of real consequences on what we are able to do as a team. I think, less people, so less power to put on stuff, but also some of that knowledge leaves us. With that leads us to have to make some kind of pretty hard and heavy decisions about what we're working on. And I think most recently, and probably most well known, is the Bounty Merchantman. Yeah. Now, we're going to take a quick look at where we got to with the Merchantman, just to show where we were up to before that happened in 2022. Oh, Was sind Sie, Freund? Wir zeigen den Merchantman, ich glaube, ich verreck. Boah. Die habe ich auch noch im Schrank stehen. Halbfertiges Schiff, ne? Wir haben es ja 3-mal vergrößert, glaube ich, ne? Die mal 250 € gekostet hat. Das Gefühl hat der Charakter nur etwas mit dem Flügel weiter. Aber innen scheint es noch nicht so weit zu sein. Eher nach Waldboxen raus, oder? Ja, ja. Die haben es ja nicht mehr weitergemacht. Da sie sie vergrößern müssen, passt ja alles nicht mehr. Wenn sie weitermacht, weil es Personal gefehlt hat, ne? Das ist das Problem. Ja, der hat aufgehört. Der wird lassen. Ja, dann bauen sie jetzt halt wieder weiter, ne? Mit dem neuen Montreal Studio Turbo irgendwas. Toll. Spannend, wann sie die neuen Anzüge zeigen. Die ganzen Aliens aussehen und von den anderen Systemen. Naja, ist alles. Bart ist schon mal fertig. Ja, man hat es doch schon gesehen, was die da zeigen. Ja, die hätten ja nicht weitermachen können. Ja, aber das wurde nichts mehr weiter dran gemacht. Das kennt man doch schon. Ah. Okay.
krass, die kriegst du aber nicht im Warbound, wenn ein Update ist. So that video shows, where we got up to with the Merchantman. You can see we'd finished white box. We were kind of into grey box. Some areas were further than others. And I think one of the best things about working at a company like Cloud Imperium Games is that we're able to be pretty honest and pretty open with our development. One of the biggest questions we get is, what's up with the Merchantman? Where is it? Why did it stop? And the Merchantman brought a lot of unique challenges to us. It was a completely new art style, something that's very, very different from what we normally do with our human manufacturers. I think, we could have paused other ships. We could have moved some of our other artists onto the Merchantman. But with the kind of exodus of our kind of senior team in 2022, we didn't just lose people, we lost a lot of the knowledge that went into building out that white box and really kind of delivering that art style. What we decided to do at the time is rather than try and rush something out and just get something out to get it done, we looked at where we were, and for us, the most important thing was growing our team back up. We wanted to invest in our team and use our seniors and our kind of managers to help get us up to the point where we can tackle multiple large and capital ships at one time. I think the graph previously kind of showed that we've got the head numbers now, and now it's about onboarding our new staff members. It's about skilling them up and getting them to the point. And I would absolutely love to be stood here on stage and going, yeah, look at the Merchantman, it's amazing, like it's done. But we're not at that point just yet. We do see all the comments, I do see all the notes about it, and I absolutely want to get this ship out and done. I just wanted to be open and honest as to where we are up to with the development. Yeah, to add to that, it is probably the most question I get asked at any event, and I really want to get it done, get it out for you guys, but we don't want to give you a half-baked thing. We want to give you a really great product that we can all be proud of, and it's delivered alongside gameplay. So, let's talk about something else quickly. So, Squadron 42 vehicles. How many of you have an Idris of some kind? Right. So, we plan to deliver the Idris alongside the Squadron, and that doesn't mean just the M. We're going to deliver the M, the P, and the K kit all together in one delivery. Javelin owners, I'm afraid, you're going to have to wait a bit longer after that. Is obviously the bigger ship players can own. And we have recently looked at what is left to deliver on it. We've got plans. There will be modularity with it. And yeah, that will come after Squadron releases. And those of you who also have the Vandal Scythe, Blade, after Squadron releases, you will also get the updated models as well for that. Die K habe ich noch nie gehört. Right. Next. War immer nur die Rede von der P und der M. Okay. No kind of ship panel at a Citizencon event is kind of done without looking at what's coming up next. kommt vor, oder? Habe ich jetzt so verstanden. Previously, we used to do these kind of like silhouettes, but we kind of always felt they were a little bit predictable. We ended up just making most of them anyway. So last year we changed things up. We asked what manufacturer do we want to see make our next large mining ship, and you're going to see more about that at IEE next month. But again, this year we decided just to mix things up a little bit with how we wanted to deliver this. So you're about to see in a minute a video. It shows some ships you might recognize. Hopefully, it will show you some that you don't recognize. But feel free to get on Spectrum afterwards, take a look, give us a guess at what you think they might be, because we'd love to hear your input. And I will just add to that as well. We aim to deliver everything you see in this video and more in the next 12 months. Die nächsten 12 Monate soll das kommen, was es zeigt. Bin ja mal gespannt, was sie jetzt zeigen. Ist das Squadron 42 oder was? Oder nur die Vehikel? Nur die Vehikel dazu.
Nee, das ist jetzt, was kommt in Star Citizen. Die X1, ne? Oder? Ist das ein neuer Rover? Haben wir ja jetzt gekriegt. Das ist die Argo, oder? Andere Variante. Ja, die Argo ohne Container. Das müsste die RSI gewesen sein. Fury-Verschnitt, was ist denn das? Jetzt sind so Balken da dran. Ja, dass man nicht genau sieht, was es ist. Detallator? Das ist die Tali, ja. Sagt bloß, das Modifizierungsschmarrn kommt rein. Da ist die Bombe. Da habt ihr eure Polaris. Juhu, mein Hauptschiff. Ja. I don't know if you noticed, but there was quite a big ship at the end of that video. Yeah. Ende des Jahres yeah, oder just to confirm, eventuell. that is the Polaris. Ja, spannend. Also kommt es nächstes Jahr. So, we've done a lot of talking. We'll do a bit more talking. So, yeah, okay. Just wanted to touch again on, like, why are we doing an RSI ship? Like, what is with that? So, the thing about doing another RSI ship is that we've got a really well-established art style for RSI in our universe. Yeah, keep it there. And it gives us the ability to kind of train up newest members of the teams on something that's kind of quite a known element. That is absolutely not the only benefit, though. The way we are planning on tackling the Polaris is not tackling it as one ship, but actually we want to tackle, well, anyone that knows our backlog knows we have a number of large RSI ships on there. And our kind of plan is that we tackle that as a family of ships. We don't just tackle one of them and then we go off and do something else for 6 months, a year, come back and do another one, something else, come back and do another one. We want to tackle them all together, one after the other. And what that really allows us to do is just kind of streamline our development process. We're able to, for our more common areas of the ship, we're able to build kits that we're confident in, that we can reuse and we can make the most out of them. And then that allows us to focus our development time and our efforts really on the much more unique and the important and exciting areas of each ship. Tackling them as a family kind of allows us to expedite their development. We leverage the experience that we've got within the team. And it just allows us to, like I say, streamline everything. So first up, we've got the Polaris. Next up, we've got the Galaxy. Then we've got the Perseus. And that kind of closes out most of our large RSI ships. And then we can see what we want to take on after that. Well, I think that's pretty much everything we want to talk about today. However, before we go, we're going to... Torsten's already stolen the predictable joke here, so we'll do one last thing to show you guys. So, let's have a look at the current state of the Polaris in engine in its white box state. Fertig ist. White Gott, will ich nicht hören. Müssen wir schon mit denen fertig haben. Aber da soll, da passen mehr kleine Schiffe rein. Passen nur Tank rein, das sind Torpedos. Ehrlich, wenn der kommt. Ich habe 4 oder 5 Torpedos reichen von den Plänen. Ich glaube 3.
so schnell gehen würde, ne? Das waren 4 große Inliner-Profile. Was ist Ja. hier gerade noch verbraucht für Idris? Ja. Der hat ja 10. Hat sie klappen, dass sie rausgehen, alles klar. Wie bei der Nautilus geht das auf. Das Schiff. Ist es hinten auf. Whoa! Did you guys see that? That was amazing! Give it up for the ship team, everybody. That was amazing. We're back on the show floor at Citizencon 2953 to show you more awesome things you guys might be missing if you're not here at the convention center. Come follow me a little bit. We're going to go on a little bit of a journey down just a leisurely Sunday road drive. And when I drive, I take my favorite vehicle for driving, the Drake Dragonfly. That's right, it is back from 2018 with a fresh new pyro paint job that you can see in the digital goodies pack if you purchase it now from the Robert Space Industries pledge store. Check it out now. JRDF did an amazing job making the Dragonfly look super pyro themed. Look here, we have the pyro amalgamated label, I guess you would call that. I don't know what you would call it. I'm not a car guy. I'm not a Drake guy. We have like some very cool details and designs. I'm gonna try and hop on it. Let's see how badly this goes. Like a glove. It's super cool being up here, actually. I didn't think it would be this cool being up here, but it feels like you're about to drive a Dragonfly. If you guys are still here at the show floor, be sure to check out the Drake Dragonfly. I really just want to like drive this thing off the stage. You know that like, what's that feeling you have where you're like on a balcony and you like look over the balcony and you're like, there's a little internal, it's intrusive thought. There's an intrusive thought where it's like jump. My intrusive thought is drive away. And I want to drive away on the Drake Dragonfly right now. This is so cool. We have photographers taking photos. If you guys are interested in looking at your photos afterwards, JRDF will be making those photos available to everybody. I'm sure we'll tweet it out. Galactica, get on it. You know, that's your job. Anyways, I'll cut it back over to Jared. I'll see you guys back here soon. Have fun. Fight for the mic. Just fight for the mic. Just grab the mic when you have to. All right, so we are here with members of the vehicle team. I want to say at the start of the show, I made it very clear that marketing did not make any of those videos. Developers made any of those videos. I can't help but notice that Polaris took out that Idris really quick. Are you trying to start about 50 different arguments on Reddit? Oh yeah, we love for the arguments. Love them. Polaris for life. F the Idris. Ben, would you like to go on record? All ships are equally as brilliant as each other. Until they get what's coming to them. And Elwin, would you like to revise your answer? F the Idris. The views and opinions of Elwin Batchelor Jr. do not represent those of Cloud Imperium Games, Robert Space Industries, or its subsidiaries. Don't look at us. Ben Parr's off the side. It's like just whatever. All right, so the Zeus. First question that I see a lot of people had on Twitch watching the stream is obviously it doesn't look like the Zeus that we've all known from the lore and stuff. I mean, I think the first image of the Zeus was probably in 2012 or 2013 in that really early lore post. Why did we change it? Were they not listening to the presentation? I wasn't. So there's a few things. Obviously, it was built as a product of its time, both in lore and back in the day. I was too busy looking at how handsome you look. Oh, thank you. But also, and I think Ben will probably want to talk about more of this, is we have design languages for RSI now, and it doesn't really fit in with them anymore. Yeah, I think when we look at reimagining one of our ships, our manufacturers, we didn't want to just release the classic Mini today. We wanted to look at it and today, so maybe tomorrow? No. So what we wanted to do was bring it up to standard
both in terms of its quality and what it can deliver as a ship, but also visually. I think Yeah, RSI has grown as a manufacturer over the years. I think you can see how not all ships roll off the production line in day one. Each of our manufacturers also have a history, and I think it's fine to see progression for that throughout the timeline of our game. Sorry, Zach. Just say you hate the Zeus. But it's not just the visuals of it, though. It's important that the amount of time it would take to get your jalopy. Gerade wurde neue Zeus, ein neues Schiff, das von der Lower als von der ersten Schiffe waren. Die, glaube Quantum Travel konnten oder so. Bei die MK2. The amount of time it takes to get a ship actually flight ready in any universe, it would be a lot of work to get something that, for the most part, has about the same amount of space as a space shuttle, and you wouldn't be able to use any of the gameplay. You wouldn't be able to fill it with cargo. It'd be really difficult getting out. And if we're spending that amount of time getting something flight ready in a new universe, we'd much rather give you something you can engage with. Den Panzer haben sie wieder rausgenommen, schade. Do more with. It's far more interesting to get a ship that you can do bounty hunting in, or cargo in, or... He comes over, asks us to do an interview, and wanders off. Das ist die Zeus. It's going to be one of those live streams, huh? All right, we're almost at the end. We're almost at the end. Okay, All right, fair. so enough about what the Zeus isn't. The Zeus, favorite thing, top of your head, what's your favorite thing about the Zeus? Ellen? F the Idris. Mark, favorite thing about the Zeus? EMP, quantum dampener. Okay, favorite thing about the Zeus? The white and black color scheme. Favorite thing about the Zeus? Its belly. It's got a really lovely, sleek belly. Like a space shuttle. I just had this image of a Zeus wearing Spanx. What are you laughing at? All right, so we also talked about the Cutter Scout. Is this the last variant of the Cutter we're going to see? When we first introduced the Cutter, we said it was a platform ripe for future variants. Is this the last Cutter variant that's on the thing, or can you maybe tease something for the future? Absolutely not. There was obviously that mysteriously third blurred image. So Montreal, the Montreal team, did both of them as basically their first onboarding task into the vehicle pipeline. Both of them are done now. So you will see the third one soon, TM. You just have a done spaceship and you're not putting it out there. Strange, isn't it? That entire talk about the pipeline was BS. You've got a done spaceship. Put it out, John Crew. No, we've just really streamlined it. It's about the belly. All right. We're working with diminishing returns here, so we're going to wrap this up. We're going to go back to Dan. He's back in Hall B. I think he's at the merch booth. Dan, what do you got for us? Well, the opposite of diminishing returns is amazing merch. I am here at the merch booth with some amazing merch that we made just for Citizencon. Now, if you guys are at home feeling the FOMO, that's fair. You guys should have been here, and I'm very sad you're not here. But don't worry, if you're not here, most of the merch on display behind me is available for you guys to pick up at the RSI Pledge Store right now. There are obviously some exclusive Citizencon stuff only for Citizencon attendees. So if you're here at the show floor, come over to the merch booth. The line was astronomical earlier today. It's much more manageable now, so if you haven't gotten a chance to pick it up yet, now might be a good time to make your way over to the merch booth and pick up some stuff. I was given a sweet box as an early Luminalia present, so we're going to do a little bit of an unboxing to show you guys some of the cool stuff. I mentioned earlier that I helped the subscriber program at one point, and one of my favorite pieces of subscriber flair that I was responsible for was the CDF bobbleheads. We have brought them to life, finally. I know everyone has been asking for a long time for us to make these bobbleheads. Sure enough, we did. You can see them. People are blocking the way. Trust me, they look exactly like the ones in-game. They're super cool, super awesome. Again, if you want a little bit of the verse in your home, pick up a bobblehead on your way out. Thank you, Luminalia Claus, for your bobblehead. This is hard to do with one hand. What else we got here? We have this very nice, people keep saying we only make black shirts.
we now have an orange shirt. Take that, haters. This is actually really soft. They gave me this for a bit. I'm probably just going to steal this, to be honest. You guys won't tell, right? You guys, hey, no narking. Everyone chat, be cool. And we finally, man, this is so cool. I've heard about this, but this is like feeling it for the first time. We have this Black Starcitizen hoodie. You can see on the sleeves we have Xion and Banu. I asked Dave Haddock directly what these said, and his response was, I don't know. So whatever they say, I'm sure it's something very profound and wise from these alien races. Again, I'm just going to steal this, so sorry, merch team, if you were expecting profits on those merch, you're not going to get them. Now, we do, again, have 3 exclusive merch items for people who are here at Citizencon. We have a Pyro t-shirt, and we have 2 lithographs. I don't know if you can get... I can't take him anywhere. Truly, I cannot. I don't know if you're able to see that Burn-In Pyro t-shirt off over there. That is exclusive to people who are here at Citizencon 2953. Also in the middle there, we have those 2 lithograph art pieces. Again, exclusive. This guy, I can't take him anywhere. Who was that man? No one important, I'm sure. But yes, we have those 2 exclusive art pieces for people who are here at Citizencon 2953. Oh, what's this? Oh my God, that strange homeless-looking man also gave me these AirPod cases with a little Finley attached with it. You know what? Maybe that guy was all right. Whoever he is, I hope he's having a good day. But I actually do need new AirPod cases, so again, like everything else, I'm just going to keep this. I think that wraps it up for me, so I'm going to throw it back to the main convention floor. There's going to be a lot more stuff here at Citizencon. You guys will see it either later today or tomorrow. See you guys then. Den Block und die Stifte und Aufkleber noch. Das allererste. Oh, das nächste Ding geht weiter. Ja, mal auspacken. Aber ich glaube, um 1 geht es jetzt los. Dann gehe ich noch mal ganz kurz auf Toilette.
Wenig, oder? Nicht wenig Rentner, das ist wieder nicht. Aber kurz vor der Rentner. Kurz vor der Rente. Also so interessant fand ich jetzt gerade die Chip-Ding nicht mehr. Weiß nicht. Fand ich früher interessanter. Aber dass die Polaris kommt, dass sie da arbeiten, finde ich gut. Was meint ihr? Ja, Polaris und Apollo, da freue ich mich drauf. Auf jeden Fall. Die haben sowieso. Bisschen schwächlich gerade auch schon ein bisschen. Ich hoffe, ich halte noch durch. Aber der Anfang, also die ersten 2 Panels waren echt interessant. Jetzt schwächelt es gerade ein bisschen, aber ich glaube normal, weil man so viele Panels hat. Ich habe tatsächlich 16 Stunden weggeackert, ey. Ja, mein Stream geht jetzt schon 7 Stunden hier, also. Haben wir jetzt eigentlich nur noch ein Panel oder 2? Ich guck gerade mal, was noch kommt. Ich meine, es kommt nur noch ein Panel, aber ich bin mir nicht sicher. Talking Ships hat man, jetzt kommt Navigation to Universe. Ach, das letzte Panel. Das heißt, steht denn da? Da kommen wahrscheinlich neue Mobilglas und so. Hoffentlich. Ja, stimmt. Ja, Nordisch Schmied. Das mit den Schiffen fand ich jetzt auch nicht ganz so interessant, aber gehört halt irgendwie dazu. Also Navigate to Universe und dann ist vorbei. Die sowieso jeden Tag das Spiel spielen und Videos haschen von jedem, den wir so erhaschen können. Ist fast nichts Neues, wo man uns überraschen kann. Sag ich jetzt mal. Wo in den ersten Panel ist schon vieles zeigt. Hab ich was verpasst? Ich bin wieder da. Hab ich was verpasst? Nö, war vor da bei den Schiffen. Was für Schiffe? Beim letzten Schiffe, die ich noch nicht gekannt habe. Der Polaris ist in der Mache. Kenn ich doch. Neues. Habe ich auch schon mal gesehen. TAG2. Die habe ich verpasst. Was ist das für ein Schiff? Oh, so 3 Varianten. Kaufen schon, oder was? Ja, kann Kaufen schon, ja. Alles Hier, klar. was? Schau ich mal an. Ich hab mich schon in. Warte, ich poste nochmal in den Chat rein. Will ich nicht kaufen, das sage ich dir. Nicht kaufen? Nee. Mir jetzt wurscht. iPod Case, was ist denn das für ein Schmarrn? Das ist die Polaris hier. Da gibt es eine EMP-Variante, eine Transport-Variante. Für meinen Trachtenhut braucht diese kleine Sticker. Es geht weiter. Navigating the Universe. How you doing, Los Angeles? Boys, a lot of you here. David, Great to see you. Hi. Ich will Map. My name's David, Ich but everyone will calls me Map. Bone. Don't ask. Or maybe ask me later. Neue Map. So,
my job is to oversee all the technical implementation of the UI across the company. And if I'm lucky, I get to do some programming from time to time. At previous Citizencon, one in the flesh, in Manchester, I talked about UI tech with my friend and colleague, Zain Bien. And we were making new tools and technology to help our developers with, to develop their UI. So that was a few years ago now, and now I'm really privileged to share with you how this technology has been utilized by our talented designers to help improve your experience in the verse. So, along with some of my UI friends that are hidden out the back there, we'd like to show you some of these improvements which are going to help you, the players, navigate the Star Citizen universe. So, why are we doing this? Well, Star Citizen is big, really big. There's so many unique places, massive planets, moons, space stations, rest stops, you know, there's just loads of places to explore. We have a huge range of spaceships of all shapes and sizes. And there's an enormous amount of things to do and see and people to meet. And all this can be shared with friends online. And as we've seen today, as our amazing online technology grows, it takes great leaps, and our online player count grows, the possibilities become almost endless. So how are we going to make sense of all this? Right. Well, one of the main ways we do this is with a user interface, or UI for short. Well, that's where we come in, fortunately, being the UI guys. And we do this in loads of ways that you see already, whether it's your vehicle MFDs, or the HUD, or the kiosks, where you get your spaceship, or you trade commodities, or buy weapons, and all manner of diegetic UIs that you see, diegetic meaning like things in the world that you can interact with. But our first real opportunity is through the helmet visor display. Now, the visor display gives you vital information about your status and the environment around you. But this display has gone through many iterations over the years, and it's been built upon and adapted. And I don't know if who remembers Arena Commander 1.0 that came out. That came out about a year after I started, which was primarily space combat and racing, so the visor was geared towards that. And then it evolved with our first ventures into the online universe, and as all the features get added and all these new things, the visor grows and we put things on it to show you, different statuses and like tells you all about what's going on. But with all this evolution, we sometimes lose focus. There's so much we need to know, and when we need to know it is important. So how do we zero in on what's important and at what time? So leaning on this technology that Zain and I and the UI tech team wrote a few years ago, we're trying to take a smarter perspective and rework the visor for you. So I'm not going to tell you about that. I'm going to invite Simon Bursey onto the stage, and he can tell you more about it. Simon? You on this? Hey, everybody. Okay, so Star Citizen, as you know, is a big project which has evolved over its lifetime.
Early on in the project, we added the visor, which is the display you see on your helmet when you're walking around the universe in first person. Because the game is always expanding, we often add new gameplay features, and with those come new UI. The various teams slotted pieces into whatever place made sense at the time, but this eventually meant the view became very complex. As you can see, the current live UI can get very cluttered. We have lots of information competing for your attention, so you don't always know where to look, and sometimes the overlaps can make things difficult to read. So, as you can probably tell, the UI team wanted to do a redesign. We wanted to improve the player's experience by presenting the important information in a clear way. We also needed to create a new framework that supports all the existing features and allows us to add more in future. And finally, we wanted to bring the visuals up to the high standard we're setting for Squadron 42 and soon the Starcitizen persistent universe. So how do we go about that? I believe user interface should always be a collaboration with the teams who build the underlying features. So we worked closely with them on a new layout, keeping some pieces, combining others, and maybe getting rid of a few. Once we'd figured out the design, we built a new framework using our 3D UI system, and then we worked closely with the various game teams to take all that complex data that existed before and hook it up to the new user interface. When we designed player-facing UI, we often tried to start with the worst case first, so we can see everything we have to deal with. It was important for us to keep the central area as clear as possible to make it easier for you to see the underlying game. We designed a set of regions that attach to the different parts of the view, and with each of those, we have a set of widgets that can show, hide, and stack when you need them. So, I've told you about everything we wanted to achieve, but wouldn't it be great to see it in game? Does anybody here want to see a live demonstration? Good. I was hoping you'd say that, otherwise it would have been a very short demo. Okay, so we're going to show you some of our new UI running live in the game. Everything you see is in real time, but I have to tell you we've created a special mission just for the show, which is a little different to what you see in the live game. Okay, so as you can see, Bones driving. I'm going to say Bones' name a lot, and the other guys too, so it's probably the most times you'll hear that in any presentation. Okay, welcome to the Orison Providence platform. You may have spotted it earlier, but today is the first time we've shown the new visor we developed and tested in Squadron 42. But you'll be happy to know all the UI you see today is going to make its way to Starcitizen. But this is secret UEE Navy tech, so we'll give it a different look for the persistent universe. As you can see, the display is very clean by default. Many of the elements are contextual, meaning they appear when you need them to avoid cluttering the screen. We've also temporarily hidden a couple of things so we can focus on them later in this demo. Okay, Bo, let's move into the scene, please. All right. Okay, when we get a new mission objective, it appears in the top right of the screen. And you can see that our first mission is to repair a radiation leak. We've done a major overhaul of the augmented reality marker system, so we can follow the yellow on-screen marker to get to our objective. At the top of the screen, you'll also see the compass. Okay, Bone, let's head towards the objective. We were already happy with the way the player status widgets worked, showing you contextual information about your character and environment. So we've given them some visual polish and added a few new ones. The environmental radiation here is quite high, and over time it will wear down our suit and damage the player. Looks like we can see the source of the radiation there. I think somebody's damaged a pipe, so how are we going to fix it? If we were in space, we could use the salvage and repair ship. Luckily, UEE have some advanced portable tech. Bone, please equip the military multi-tool. The military multi-tool from Squadron 42 has various modes, one of which gives us the ability to salvage and repair while on foot. Okay, Bone, let's use the multi-tool to repair that pipe.
Okay. Right, we can see at the bottom left of the screen, the radiation levels are decreasing. So let's head into the scene. Go on, Bone. Let's walk forwards a bit. Okay. Now we fixed the damage, we need to find the enemies that caused it. While we're on the way, you'll notice that the on-foot emissions at the top of the screen. We're emitting infrared, electromagnetic radiation, and also sound. If any of these go higher than the background levels, it will be easier for the enemies to Man detect muss it. es weg und wieder einschalten können. Let's take a look at the bad guys, Bone. Nicht, dass es immer permanent As part da of the ist, emissions and weil radar tech, oftmals we also have the verstört ability to einen. scan while we're on foot. If we tap the button, we can do a quick scan to reveal everything, to reveal info about anything that's in our view currently. Okay, Bone, let's do a Allgemein quick auch scan. beim Fliegen. Ah, rechts. Ja, noch This gar nicht highlights gesehen. whatever's in our line of sight. Ist da Höhe oder was soll das sein? Rechts. Stimmt, null, ne? Das rechts ist. There's also some risk and reward to the scanning system. By holding the button, we can charge our scanner. And this reveals enemies through walls using a more powerful wave. But it does cause a spike in our emissions, which makes us easier to detect. Okay, let's do a charge scan, please, Bone. Okay. We can also see the augmented reality box outs, which give us a summary of what we've detected. Okay, let's have a look at our weapons. Let's get the gun out, please, Bone. Okay, we wanted to help the player see their equipment during combat, so we upgraded the weapons display. As well as the ammo in the gun and the spare mags in their pockets, we also now show the player's explosives and med pens. Okay, let's fight the bad guys. Battlefield Soldier. There you can see our new explosives marker, designed to help you spot deadly grenades, mines, and missiles more easily. I got you covered. Did you do it? Okay. Well done, Bone. Success. Okay. There's no more hostiles nearby, so let's take a moment to talk about the Mobiglass. The Mobiglass is the Starcitizen equivalent of your smartphone. It has various apps that hook into the gameplay systems. Like all the UI we're showing you today, we wanted to redesign it with the player's usability in mind, to make it look good and also lay the groundwork for future expansion. Let's bring up the Mobiglass, please, Bone. Neue Mobiglas, oder was? Ja. Perfekt. Pretty cool, huh? Yeah. We've redesigned the interface to give a smoother user experience. We've overhauled the visuals, as you can see, to make it feel more three-dimensional and holographic. This is actually a sneak peek of the UEE military Mobiglass we've created for Squadron 42. This version has a focused selection of apps, and we're going to expand on that when we bring the Mobiglass to the Starcitizen persistent universe. We'll also have more of a smartphone feel in the PU with a wider range of apps. Okay, let's briefly talk about this home screen. It gives us an overview of our health, the environment, and even our ship. We can also check our mission objective. Das Military ist das. Military, ja, genau. Okay, so that's enough about the Mobiglass. We've got some more really cool UI just around the corner. And to tell you a bit more about that is the very talented Zane Bien. Throughout human history, as we have ventured towards the allure of the unknown,
we have used cartography as a key component to help shape our understanding and make sense of the world around us. Without these systems in place to catalog our experiences and to chart our journeys, we are forever lost amidst our own environment, and we are just running around aimlessly. This is why it is super important that you, as citizens of our ever-growing, ever-evolving, persistent universe, are equipped with the tools necessary to make your ventures meaningful. So, with that said, I want to show you something that I think is extremely cool. So, Bone, our next objective is to go to the map kiosk and download a terminal. Let's go ahead and activate it. What you see on screen, zoom out a bit, what you see on screen is a fully live 3D representation of the environment that we are in. You can see callouts of the various default points of interest. You can pan the map around, you can rotate it, and you can even cycle the floors that you're on to isolate the visuals of the floor that you're on. So our current objective, it's much more interesting if we can actually take this on the go. So let's download it to our databank. Download Map. Ach, da kann man sie downloaden, dann hat man sie. As you'll notice, we now have the representation of the environment in the upper left corner of our visor. Ach, oben links. Now, the thing that's really interesting to note at this point is not all environments will have such a convenient kiosk available. You may encounter run-down settlements, or you might come across a cave that no one else has ever set foot on before. What will happen in this instance is your radar will incrementally update your map, and it will incrementally reveal your environment and save that to your databank. So you kind of reveal it incrementally. So this map, what we see in the upper left corner of our visor, is not really just a map. What it really is actually data. It's our radar. And we can see contacts on our radar as we scan. And it's basically what we have available stored in our databank. So because we have the location data saved to our databank, we can obviously access that via our mobiGlas. So let's go ahead and pull it up in our mobiGlas, because this is going to get really interesting. So Bone, I would like you to cycle between the different floors for us, please. Ja, aber nicht in-game. So you can see this lerping transition between the different floors and marker callouts of our objective and also where we are. I would like to talk a little bit about the tech behind this. What you're seeing is not a pre-baked asset. And I want to reiterate that because all of our environments can be very dynamic and they can change. They can take damage. Perhaps economic shifts might cause changes in the environment. And we can't export totally custom assets. So what we've done is we collaborated with our graphics team to enable us to render the environment in this way. And what it is we're actually whitelisting objects that we render and excluding everything that we don't need to render. So in our level markup, we basically have the designers and artists mark up only the bits that are necessary for the map.
This lets us have a very compelling visual, but without much of the cost. So I think what we can do at this point, what I want to show you is something very interesting. So we might look around on this map and note down certain areas that might look interesting that we might want to revisit later. Ja, die Kamera zu tief. We can see some doors on this map, and these doors are entities that are called out on the map, and they may change state. So there can be some doors which have a locked state, which they will display red. And doors that are open will be green. And there are other entity callouts that can happen in our map. So let's go ahead and find a location to put down a pin, please, Bone. Maybe that one. Maybe that door looks interesting. Press T. So, what we can do is set a marker, and we can customize the details of that marker. Now, what you'll notice as well, as we set markers, there's metadata that is encoded into each of these markers on top of the customized name that we can specify. So we can mark as many markers as we want in this map. And these are all saved to our data bank. And we can eventually share these markers and even sell these markers on the market. So the thing about this, we can't really talk about markers without mentioning data running. So you might specialize in exploration, whereas perhaps a miner might specialize in the equipment, and they make investments in their equipment. So you, as an explorer, might be in the business of going around and exploring and finding locations that are very valuable to other professions. And the role of these markers are very important in coming up with the data and so it's very important. We can basically, when you name your markers, you can make it as maybe obvious, or you can leave it a mystery. So you'll have when you sell it on the market, you could get rated for how accurate the data is. So the other thing is we have a mission objective as well. And it would be very nice to be able to route to that mission objective. How do we get there? That is another purpose of the map, is basically navigating and letting us know the way towards that towards a destination. So let's go ahead and plot a route to this objective. Ne, mit dem verlaufst dich wirklich nicht mehr. Das hat sich für mich entwickelt. Für mich. So, we can see a line being drawn from where we are up the stairs to our destination and where we want to go. So you will no longer be lost amidst all of our super complex environments. And what's worth mentioning at this point, and what's really cool, is this under the hood is actually utilizing another piece of tech, AI pathfinding. And so what that allows us to do is leverage other existing tech to basically benutzt die AI auch. Okay. It does all the heavy lifting, we just make it look pretty. So because of that, there are certain cases where the path might be blocked. It might have a locked door, or there might be a fire that is in our way. The AI pathfinding will account for that.
It will go through doors, it will handle elevators, and it will handle fires, locked doors, and it will just handle everything. So that is an example of sort of a piece of tech that we've leveraged under the hood to help us achieve this goal. So, one last thing we can do at the moment is we want to ensure that there are no more hostiles in our way as we make our way to our objective. So what we can do is we could send out a ping. Bone, if you send out a ping, please. So the scanning will also be represented in the map in the same fashion as it is when you're in FPS. So we know that there's no more hostiles. Let's go ahead and make our way to our objective. As you can see in the upper left corner, we now have the route line represented, our destination, and the distance it takes to get there. As we traverse this path, the path automatically updates, and if you deviate from that path, it will recalculate the route you need to get to your destination. Plakette. Es funktioniert sogar so. So there's our buddy. He's flying in. So we'll make our way up to the Carrack here, to the right. You'll also notice the pin that we've laid down, as well as our marker objective called out on the map. And as you'll notice, as we head up the stairs, the floor will dynamically change as you head up the stairs. If we can get past this first bit, if we don't trip up. So as we make our way into the Carrack, it's not just environments or caves or cities. We can represent the ship on our interior map. And it's totally seamless as you transition between the two. So let's go ahead and pull up our Mobiglass again and get a wider view of our ship. So we are now on the technical deck, but we can also see the other floors. If you traverse the floors, Bone, just to demonstrate it. Here's our cartography deck. Down one. And our habitation deck. So you will have noticed from a previous presentation that this was very similar looking, right? It's utilizing our tech. So not only will this benefit you as a player, but it also benefits us as developers, because we generalize this system so that other developers can leverage our map to create compelling gameplay. So other teams can leverage our tech, and we leverage the tech from other teams, and it's a circle of life. And I think that's just too cool for school. So, we've been talking about environments, cities, representing ships on our map, maybe planet terrain. Planet terrain. These are quite, I mean, our universe is quite big, right? It's only a small fraction of what our universe is. Universe, ja, komm, auf geht's. What happens? Have we tried this? What happens if we just take your mouse wheel and just zoom out a little bit? Keep going. Keep zooming out all the way out. Komm, all the way out. Raus. Let's go.
So it's not just the interior map, it's not just the radar, it is the map. It is one single unified system just across different scales. And I want, at this point, we are above Crusader, and at this point I want to invite Emily Hansen onto the stage to talk about the map as seen at this scale. Thank you very much, everybody. Hello, Citizencon! Are you ready for this? Alle so nackig hier rum. Emily Hansen heißt Phone, do you want to click on the marker? Doktor hat die. Die macht die fertig. As you all suspected, this is the star map! I'm so excited to be here today to reveal this to you all. I hope you're excited too. Now, I think we all know the current star map needed a bit of work. And we've done that. Now, mapping the universe is no easy task, but we've taken some big steps forward with this upgrade to make it so much easier for you to navigate the stars. Before we dive into the details, let's just take a second to admire Crusader's new look. Bone, why don't you take a look around? Much like the interior map, the star map is holographic. And this lets us add some cool interference effects and details to our planet textures. You can also see our improved player marker and that we're currently at Orison. The player and location markers have merged at this scale because they're so close together. The player marker takes priority, which is why the marker displays the player icon and color. By smartly merging with bigger points of interest at larger scales, the player marker always remains visible to you. You'll always know where you are relative to points of interest near and far. So, is everyone ready to see more? Bone, let's take the step back button. That's the one on the right over here. So we can see, take a look at Crusader and all of its moons. Ja. Nur Crusader. Also kommt noch mehr. Yeah, so here we are, Crusader, its moons, orbits. Wunderbar. You can also see that labels have received a major visual update. Ja, They're now fully 3D, and this gives them a really cool perspective. Most labels are aligned to the galactic plane, and they rotate with the map. Bone, give the map a ich spin. meine jetzt, wenn noch mehr Planeten dazukommen, dann bist du ja nur noch am Drehen. Bone, can you tilt past the horizon, please? Cool. When we do this, the labels flip so you can always read them clearly. Labels for city markers and outposts work a little bit differently. Bone, let's double-click on Selin now to focus on it. Haben wir so eine Art Map schon mal auf einer Website Surface labels face the camera and appear when they're in the central part of the planet, reducing on-screen clutter. Bone, want to show this in action? Ja, aber ich glaube, auf einer Website war das auch so. Ja, die Star Map auf der Website. Markers on the far side of the planet fade out, so they don't take focus from the locations you currently care more about on the near side of the planet. Wunderbar. Bone, can you double-click on one of the points of interest? As we selected this marker, its label will stay visible at all angles. So far, we've showed you that you can use buttons and double-clicking to jump to objects you're interested in. But wouldn't it be nice if you could also freely zoom out and into locations? Shall we try it, Bone? Let's zoom out until we can see Crusader.
We wanted to ensure you have freedom to move around, but this flexibility requires us to be really careful about how and when markers appear. Markers need to disappear when they get too small, but also stay visible when they're still relevant to your view. This isn't simple because objects in a solar system are vastly different sizes. Think about the size of a star versus a planet versus you, the player. You're kind of small compared to a star, right? Our solution is a technique we call cosmetic scaling. This allows us to draw a marker at its real size when we are close to it and artificially increase its size as we zoom out until we reach the point where it collapses into larger points of interest in the hierarchy. You can see this in action here. There's no way Crusader and its moons are this size at this scale in reality. They've been scaled up massively so you can see them. Bone, let's zoom out a bit more so we can see the moons disappear. You can also start to see Crusader's orbit line around the sun here. But before we move on to that, let's zoom back in so we can see everything come back as we get closer. As well as zoom, you can also pan around the map unrestricted. Bone, feel free to have a quick look around. As we draw closer to a marker, the cursor automatically magnetizes to it. This ensures you never lose track of what you're trying to view when you zoom in. No more zooming in on empty space! Bone, let's use this technique to take a closer look at Yela. The magnetic cursor does not require us to click on markers. Keep zooming in. Bone, can you keep zooming in? Thank you. You can see that the surface markers appear without us needing to select Yela itself. Imagine how much easier finding that outpost will be now. Crusader, as you all know, isn't all there is, though. We've got a pretty big universe out here. Do you want to see some more? Let's have a look at a location further afield. Can we just pan to Calliope, maybe? Bone, let's give that a try. Matthias will es gleich. Was? Dass es reinkommt. Yeah, Ich will's auch, I think we're getting lost. Ich schrei da noch Pretty richtig. sure we can all disagree this might not be the best strategy. Lang. So, what can we do? Einfach einen Punkt hinlegen. Bone, let's try clicking on the middle button over here. This returns us to our previously selected marker. As I mentioned, we did not select Yela, so we've gone back to Selin. So, now we know where we are. That's a step in the right direction, but we're still not at Calliope. So, we need to find a different way. Bone, could you take a step, could you use the step back button until we can see the whole solar system, please? And there it is. Sieht wesentlich besser aus, nichts ist doppelt und... I think Calliope is one of Microtech's moons. So if we double click on that bone, we should be able to see it. And there it is. Bone, let's pan to it and then zoom in so we can see that magnetic cursor in Die action macht's again. gerade mit ihrer Stimme, oder? Ja, ich glaube auch. Nee, da ist einer, der das macht gerade. Nee, kann ich mir nicht erklären. Warum sollte das jemand anders machen? It's so cool to see more of our moons and planets and how different they all look. Okay, so this is great. But what if I hadn't already known where Calliope was? Surely there's a faster way. We've got you. We've provided a drop-down that lists the points of interest in the solar system. Bin ich Eva, das Computerprogramm? Want to expand it now? Den wir drehen können eigentlich. Nee, da ist jemand, der das gerade steuert. Die sagt es, dass es machen soll.
Bauenliste heißt ja, dass der ganz am Anfang dran war. We're actively working on ways to improve the way this list is presented to you, to make it even easier to find what you're looking for. And yes, this will include search functionality. But for now, Bone, let's use this to go to Aerial. I absolutely love zooming around on this map. Bone, want to find Erzähl Area was von der 18 Star for Map me? auf der Webseite irgendwie, finde ich. Ja. Ja, Ist da also- so ein Zusammenschluss aus Phoenix, ne? Ich glaube, da soll es So, auch hin, Area oder? 18 is currently on the dark side of the planet, it seems. Of course, it's not just planets and moons. Bone, how about we take a look at Security Post Korea? Ja, die Suchfunktion ist noch nicht drin, die wollen sie aber einbauen. Quite a long way down, isn't it? This is where the upcoming Die search will really come in Streitdimension, useful. Das fehlt noch. Bone, want to zoom in a little and show off our holographic model of this station? Cool. Bone, can you also drop down again, please? Thank you. As you may have noticed, the recent list in the drop-down populates as you click on locations in the list. It will remember your 3 most recent selections, so you can use this to quickly return to places in case you want to check something out again. Bone, let's use this to go back to Aerial. Okay, so we've done a lot of Gesagt, dass man exploring. auch sehen I kann, think was, it's time that was we man da head back. einkaufen kann. Und, ne? We could do this by selecting Orison from the list, but we also have our own marker that we can take advantage of here. The eagle-eyed amongst you may have noticed that the Yeah. player marker clamps to the edge of the map, So fragst. keeping it visible to you no matter how far away you go. To get back to our position, we could double-click that marker, or we could click the first of the navigation buttons to zoom straight there. Now, I'm sure many of you have been wondering if we can go back to our carrot map from the star map, just like how we got here from the carrot map just a few minutes ago. So, let's see what happens when we focus on our player marker. Go ahead, Bone. All right. So yeah, here's our carrot again. Being able to simply zoom between these map contexts lets you draw meaningful connections between what's on the ground and what's in the skies like never before. Bone, just for fun, let's zoom all the way back out so we can see the entire Stanton solar system. It's just so cool to watch the verse open up before our eyes. Gut. Okay. Gut sein können. With all these new possibilities for moving around the star map, you should never find yourself lost again. The controls are so much smoother and easier to use than the star map you're all used to, as I hope Bone agrees. Knowing that what we've shown here today is just the beginning for the upgraded star map. You saw pinning in the local map, and we'll add this to the star map before you get it. Just imagine being able to mark something interesting you find out there in the verse and then sharing that location with friends, just like Zane said. Exploration is about to get a lot more interesting, and we're doing everything we can to ensure the star map is your brightest window to the stars yet. Everything we can. And now, let's welcome our intrepid demo driver, Bone, back to the stage. Thanks, Emily. Thanks a lot.
So we're really, really excited about getting all these features into your hands of the players of Star Citizen and Squadron 42. We know they're going to make a huge difference to the way you make your way around the universe. So let's just quickly review what we've seen. We've rebuilt the visor display to give you a better understanding of the environment around you. With the new minimap, with the integrated radar and ping, and it will help you find your way around. There's a new Mobiglass coming with its sleek new design. We're improving all the existing apps, and we're going to develop some new ones too along the way. So we've got a video now. And then there's our interior map technology, which will truly help you understand your surroundings. Better awareness of your surroundings and threats, exploring new mapping new areas, pinning locations for later and sharing these with your friends. Oh, the Idris. That looks great. Schaut genau. Das alle Decks. Some more of Horizon. And of course, our entirely new integrated star map. With its new interface and, let's face it, a much needed refresh to the user experience. No more getting lost. A whole new perspective. With all these upcoming features, where will you explore today? Thank you very much. Cheers. Nice. Good job. All right. Sorry. I was back there trying to figure out how to reprogram my Alexa to respond to Bone. Bone, add Cheerios to the grocery list. Bone, rescue the hostages. Dave Haddock, if we don't have that in the narrative, I'm going to find you. Guys, that's it for day one of Citizencon. What'd you think? Very nice. That is a heck of a day one. You want to do it again tomorrow? We saw Star Engine and all the amazing improvements that are coming to Star Citizen and Squadron 42. We saw the next step in the evolution of resource management and the birth of multi-crew gameplay. Sind 4, glaube ich sogar. We saw the ship guys. And of course, come on, the star map, the interior map, everything. I often joke that we're just like you in many of the same ways. We want the same things. We need the same things. We have all, collectively, all 1,300 of us working for Planet Frame Games have been like, when Star Map? When? To see it. So good. So yeah, this wraps up day one. I'm going to tell you that Hall B is going to be open for about another 2 hours. So if you haven't had a chance to check out the Pyro Playground and all that stuff, go ahead and do that. Tomorrow, be sure you come back. We got character advancement. That's Ian Leyland, Sean Tracy, Forrest Steffen, and Andre Perez. I really want to tell you what you're going to see, but you're not going to want to miss it. If you thought the opening to day one was hot, check out the opening to day two. We got life in the first person. We got our FPS crew. They're going to show you how all of these things integrate into the FPS combat experience. We got Taking Flight with Yogi. Who doesn't love Yogi?
It's another live demo where they're going to show you the space flight and atmospheric flight experience that's been developed with master modes and through Squadron 42. We got Living on the Edge and Destination Adventure, a two-part look at all the new locations that are coming in the Pyro system, the Stanton system, and Und das Stanton-System oder was? Na, nix System oder irgend sowas. Vielleicht kommt noch eins. Ja, die haben mehrere fertig. I've been here 9 years. I got to make it to 3 10. Stück insgesamt. Pyro, Ja, mehr Terra. So yeah, everybody, from the bottom of my heart, Magnus. and standing here in front of the 1,300 Another people end. who make this game possible, thank you for joining us for Thank you. Citizencon. Come back tomorrow, 11 a.m. Pacific. We'll see you then. Day 1 was great. You ain't seen nothing yet. Ja, genau. Take care, everybody. Also doch zu Ende jetzt. Ja, warte. Ah, Rest morgen. Na dann. Weiter zocken. Tomorrow. Wie spät haben wir es jetzt da? Was meinst du? 9 Stunden, glaube ich. 9 Stunden minus. Ah, okay, ja. Wir haben kein Mitleid mit uns. Ja, morgen wird's echt lang. Nochmal. Primetime-Zeit. 8 Stunden ging mein Stream, das war jetzt 8 Jetzt Stunden. 17 Uhr bei User denen? disconnected from your channel. Ja. Ja, mal gucken, die Star Map hoffentlich früher als später. Ja. Den Rucksack ab. So, aber ich glaube, dass er morgen wieder weitergeht. Wir können ja morgen Versuch, wenn ich 18 Uhr wieder anfange, ist zu früh. Aber ich gucke, ob ich 18 Uhr schon da bin. Aber jetzt bin ich schon ziemlich kaputt. Ey. Morgen wird es ja noch ein bisschen länger wie heute. Ehrlich? Wenn ich so den Zeitplan, können wir nochmal gucken, den Zeitplan. Also ich bin Wird's länger? Ich meine Ich glaube gleich lang. Ne, hier Closing Ceremony um 4:45 Uhr, hier war 4 Uhr. Ah, okay. 45 Minuten länger. Mhm. Obwohl, sag mal so, wie lange ging das jetzt das letzte? Wie lange ging das letzte jetzt? 4 Stunden, oder? Wann hat das angefangen? Ne, ich meine die letzte, gerade das letzte Panel meine ich. 45 Minuten. Also, wir haben 54, also 5:30 Uhr closed. Also eine halbe Stunde länger wie heute geht's wahrscheinlich ungefähr. Wenn ich so richtig sehe. Jo, na gut. Dann würde ich sagen, da wir morgen ja weitermachen, würde ich gerade mal gleich den Abspann reinhauen. Und euch schon mal danke fürs Mitmachen, Zusehen, auch DMTS. Vielen Dank. Und jetzt gucke ich noch wenig anhusten. Das ist Pyro. Mhm. Ja, wie viele deutsche Streamer waren dann heute online? Viele. Haben viele ihren Senf, ja. Viele. Immer einen, der gerade noch der spielt.
So. Raid ist draußen, dann bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao.